Mann. Ich war draußen, Digga. Ich war halt schon kurz unterwegs. Papes-Filter, die das kaufen, weil Papes-Filter leer waren. Oder Filter sind leer gegangen. Irgendwas sind in den Filter leer gegangen. Das ist okay, gut. Ich brauche eine neue Play. Dann habe ich mir weiter.
on mobile as well. I'm very unfortunate to say that Volt won't be here for our top 8 competition, but as you already pointed out, Lauren, this is going to be shark-infested waters all the way through. You make one mistake, you lose one best of 5 today, you are done, you are out of the competition. Was that you, like, getting electrocuted by the Volt? Was that, like, what that was? Bad wordplay to start today, Lauren, move on. I'm just wondering. It was animated. All right, we keep talking about all these players. It's not always so serious. We did some fun stuff with them on Media Day as well, and we asked them a very important question, arguably one of the most important questions, and it was, what would you do with the money if you won? If I win the trophy, if I win the prize money, if I win it all, I'll call my mom first. She has been my biggest supporter since day one. She helped me convince my dad, my family, that I can go and play this and I can, pursue my passion. 假设我们夺得了世锦赛冠军的话，我会直接提一辆梅赛德斯奔驰。 I'll buy a car, I'm not gonna lie. That's probably the first thing I want to do. I've been in the middle of going for certain cars. I have a few people on my team, especially Washi, who's super into cars. And I was gonna get a 370Z, a Corvette 2014 Stingray, or some other car. I would definitely call my wife and tell her that I win. So we got the flip side of the very wholesome family-related answers, or the cars. Why is it the car? I saw your face on some of the car choices too. What were your thoughts? As a car fan, I think that if I ended up winning the entirety of this competition with that amount of money, there's a certain series of cars that I'd probably get over a handful of the others that were already said. I like my Mazda. I'm happy. Good gas Simple mileage, man. yeah. Great gas Simple mileage. man. It's 40 to the gallon, bro. It's nuts. It's all about the mileage. But those types of content pieces are always some of my favorite because it gives us an opportunity to see the personalities outside of the game. We have so many amazing players that are here competing, and I might be biased, but they're my favorite. You are biased. Yeah. Your biased explosion today. You like the wholesome stuff. No, I was about to agree with you. Don't single me out. Okay, we were about to cry on this desk yesterday during some wholesome content. I'm not gonna lie that if you tell me that if you won this competition, you're like, I'm gonna call my wife, tell her that we won, and we can go on vacation. I'd probably break down right here and now. You don't have a wife? No. I'm saying that if somebody won. No. I don't have one. You'll notice how there's one specific finger that doesn't have a ring on it. No. Okay, well, while you all emotionally collect yourselves, we've been laying the land for what to expect for today. Match number 1 is about ready to get underway. We're kicking things off with LG versus Kajendra. You know we had to do it big, so it's time for us to send it on over to Tom at the main stage to get it going. Groups are done. The bracket is set. It's time to play Call of Duty Mobile. Our first matchup, as the desk just said, is Luminosity versus Kajendra. So, introducing the #1 team out of North America, the winners of Stage 4, dressed in blue and white. Say hello to Luminosity Gaming! Band, Washi, Envy, Vague, and Tectonic, repping the colors LG. Boys, take your stations. And their opposition, hailing from Indonesia, the second in their region, looking to continue the clutch from day one. Put your hands together for Kajendra! Fran, Zen, Clove, Reef, and Me6. On the left-hand side of your spectator UI, one more time, Kajendra! Men, take your seats. Fans, take your seats. Let's ball. All right, we mentioned East versus West, kicking things off with an East versus West battle. We'll start by talking about LG. They led off the show on day 1, the lead day 2, because it's hard to not talk about them given past events. Look, yes, they're a super team.
Okay, everyone who was on the grand final stage last year is now on this squad. And I think some would argue the best players that were on the grand final stage last year on either side are now on one team. But, and it is a big but and I cannot lie, I was not convinced by LG fully yesterday. They were throwing away a lot of hard points that were really, really tight. This looked like they kind of lost composure when the game was on the line. Yeah. Their search looked particularly good. Their control was really flashy on crossroads, but I expected more out of what they were going to bring to the hard point, especially early on. Only going 1 and 2 in hard point feels a bit odd for LG. I will say this much, as far as the differential, as we take a look at the roster, there is one specific thing that is sticking out, and that is the roster swap. You know, getting Tech in, moving Marshy away. You even heard Tech talk about yesterday to Dot that this is probably the best 5-player roster that they're going to have available. It does change their pace differential. You can clearly see it in their hard point. A lot of different executions are coming up a little bit flat. If there's one game mode that you feel like that they might have been lacking in yesterday, as you already pointed out, it is definitely that hard point, but the 2, 3, and 5 is still very strong. And that was the reason that Tech voluntarily benched himself going into Seattle, as he felt that LG was missing out on tempo, pace, and slang presence. So is that maybe the reason that they only went 1 and 2 yesterday, or were they just a little bit too casual about how they approached hardpoint? That's going to be, I think, a major focus on this particular matchup. Yeah, I like that call out as well. Excited to see what they bring to the table here today with their performance. But we did get a chance to catch up with the entire squad of Luminosity before this weekend kicked off and see what their expectations were, not only for themselves, but for the other teams. Yeah. Hello, my name is MV. What's up, everybody? I'm Tectonic. So my IGN is Veg. My name is Washi. Hi, my name is Band, and I'm a player for Team Luminosity Gaming. I'd say the one way we try to be ahead by 1 step compared to all the other teams is definitely because of the help from our coaches and analysts. Doing all the extra stuff where, you know, it takes too much time when we have other things to do, that's when they come in and they basically do it for us. Practice, a lot of hard work. Being able to watch their gameplay and pretty much counter strategy their gameplay, and then just being more successful than them. I'd say the team that we're mostly looking forward to playing is definitely Woes. They've been talking trash, they've been saying their words. I'd say the Woes players are kind of overrated. They have like 1 or 2 main players that are really good, and if you shut them down, the rest of them kind of fall apart. So hopefully they have enough to come back and try to win the game against us. We have a lot of pressure on our shoulders, but we don't really let it get into our heads. At the end of the day, we're pro players. We're paid to play this game. We created a superstar team towards the start of this year. We're all well-rounded players. All 6 of us are amazing. I feel like we're winning. Anything less than that, it kind of it's a bad feeling. We've been running these plays, and I'm sticking to the plan. I mean, they know it. You can tell that they know they are the superstar team. They have very high expectations for themselves. It's gonna be all down to, do they meet those expectations? I mean, it's the old adage of, you know, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Sure. And I think that is going to be kind of the pinnacle of today. And the assumption is that this team is going to come in prepped. They always have been. Hippo, like you had already kind of mentioned proper, he's super diligent about doing all the research needed, not only for their own team to improve, but also to kind of figure out what the strengths and weaknesses are of the people across the stage. So they have to kind of see that adage not go against them here today. I mean, yeah, you're talking about the people across the stage. Let's break them down a little bit. Tell me about Kagendra. Look, Kagendra, I mean, as far as a roster is concerned, you got to feel like that when you're looking at the global stage for Garena, a lot of people were starting to sleep on them. But through a lot of their matches yesterday and watching a lot of the VOD, it was quite eye-opening. Can they slay with some of the best? Sure. Absolutely. Do they have the fundamentals to be able to lock down a lot of the objectives? Totally. And I feel like a lot of that was opened when you go back and you watch them all through CDFI. This is a roster, as far as what is concerned, that can slay with the best, it can absolutely hang with the rest. I think this is going to be a really good test for Clove, Fran, B6, Zen, and Reef to be able to see how they do stack up against, well, quite frankly, global #1. Yeah, I thought their respawn looked particularly polished yesterday. Yeah. They did really nice jobs in hardpoint. They played a lot of wide open big maps that forced them to kind of not only have to be able to keep up in the kill potential, but also smartly and diligently rotate. So those are really good key factors for Kagendra. The problem was, when they played up against great search and destroy teams, they got absolutely obliterated. So that has to be, I think, the focus for me looking at this Kagendra squad is, are they better in search and destroy?
Well, they had at least a night to try and figure out whatever they needed to work on moving into today. But like LG, we got a chance to catch up with Kagendra before the event as well and see what their expectations and goals were for this weekend and where they thought they'd finish. Untuk main di panggung besar kayak gini, saya sudah pernah merasakan sebelumnya karena sebelumnya ada turnamen dari third party lain. Di situ saya sudah merasakan panggung yang lumayan besar juga dengan yang sekarang. Jadi dari situ saya tidak merasa nervous, saya merasa baik saja dan saya merasa tenang sih. Mungkin mereka harus lebih bersiap-siap sama kita karena kita juga nggak boleh dipandang remeh sama mereka. Ya banyak kelebihan kita juga di sini di tim saya sendiri. Kayaknya nggak ada. Mungkin semuanya asik sih orangnya. Kayak berteman. Saya rasa tim dari Asia ini bisa menang. Saya nggak tahu faktornya akan, tetapi ini hanya feeling saya saja. Asia bisa menang. I believe this is the year of the foreign team to be defeat North America, and this is the year of foreign team also in this World Championship because we are qualified from Indonesia, and I'm confident enough to get a champion here. I mean, we mentioned that quote from Hippo about LG having a target on their back, but after listening to that interview with Kagendra, it sounds like all of NA, they don't want it to be NA, they want it to be anybody but. There is like a joint coalition going on right now, right? I think it's one of those things that, and to be fair, we also have kind of leaned into the storyline of like North America is expected to be the best region. We said it all through stage 4, and it's just kind of quietly, everyone out east was like, you know what, fine. We'll do CDFI, we'll bring Japan over, we'll have all of our Korean teams, all of our Chinese teams, we'll figure it out and take it to you. So far, so good. It almost feels like that was the hyperbolic time chamber almost over there on the east, in between all of their different lands that they had going on for themselves. As we've had the map pick bans and vetoes coming through, very interesting decisions being made as far as the best of 5 is concerned. Yeah, I think the biggest thing I was really interested to see if Kagendra was going to try to square up an ego chell LG on a couple of maps. In particular, Tunisia, which they played really well yesterday and had done in their history, and Apocalypse is actually the other map. Ja, Leute, ich melde mich jetzt auch im Stream. Ich war gerade eben noch einkaufen, deswegen 22 Minuten live ohne Commentary. Aktuell Kagendra gegen Luminosity im World Final 2023. Wir befinden uns an Tag 2 der Final Stage. Matches wurden, glaube ich, noch keine gespielt. Ich hoffe es natürlich. Wenn ich da falsch liege, meldet euch gerne im Live-Chat. Ja, kann man nicht viel sagen, aber Luminosity wird jetzt hier gleich ein Match anfangen. Wie gesagt, auch schon gestern 2 der Spieler kennen wir noch aus letztem Jahr von Tribe. Hier haben wir noch die Stats 192er Kills und 191er 6er Kills im Vergleich. Und wir starten gleich in das hoffentlich erste Match, Leute. Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, es ist das erste Match, aber ich bezweifle es. Ja, wir werden sehen, wie es läuft. Wir sollten aktuell im Quarterfinal sein, beziehungsweise Viertelfinale, und dann ins Finale starten. Die Runde geht los. Und ja, wir haben Kagendra gegen Luminosity Gaming. Target sind 250 Punkte auf Hardpoint. Und da werden wir jetzt auch gleich sehen. Luminosity ergattert sich straight up den ersten Hardpoint. Und Kagendra nimmt ihnen die Ehre auch direkt wieder ab. Und gleicht hier wahrscheinlich noch aus, wenn sie es gut anstellen. Band ist aber schon auf dem Weg zum Hardpoint. Holt hier nach langem Warten den guten Reef raus. Und saved hier. Oh, Shaker Shot Band. Sehr, sehr Shaker Shot. Es steht 16:2 für Luminosity Gaming. Luminosity führt jetzt hier für den Anfang und hat den Hardpoint kurzzeitig in ihre Gewalt wieder. Aktuell 20:4. Luminosity versucht hier wirklich noch gut zu verteidigen, wird jetzt aber von Kagendra rausgeholt. Kagendra hat hier ein bisschen bessere Absprachen getroffen und das komplette Team einmal kurz rausgewiped. Fran rückt nach hinten vor, Band holt hier aber straight up noch Fran und Cry raus, oder Sykes. Und wir sind bei einem Punktestand von 23:17. Luminosity jetzt wieder im Hardpoint.
und macht hier eine hervorragende Arbeit. Die Fenster werden beschützt, die Eingänge werden beschützt. Und Kagendra hat hier wirklich keine Chance reinzurücken. Fran holt hier einen schönen Shot um die Ecke raus. Und versucht jetzt hier zu Luminosity in den Hauptpunkt vorzudrängen. Band wurde hier von Zen rausgeholt und Envy und Wedge haben hier einen Dreierklatsch noch geholt. Hardpoint immer noch in der Gewalt. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Kagendra. 19 Sekunden noch auf der Uhr bis zum nächsten Hardpoint. Und Kagendra versucht jetzt hier nochmal auszugleichen, was sie mit dem Hardpoint nicht schaffen werden. Nächster Hardpoint steht fest. 3 Sekunden auf der Uhr. Und Kagendra hat tatsächlich genau ausgeglichen. 41-41. Nächster Hardpoint in 3 Sekunden online. Und Luminosity Gaming ist im Hardpoint. 1 Minute läuft. Envy macht hier einen guten Kill mit der War Machine. Tectonic oben auf dem Balkon hat sich einen guten Überblick über die Situation verschafft, holt einen schönen Longshot raus. Hat hier keine Chance gegen Clove. Clove war ein bisschen schneller, hat ihn schnellstmöglich gesehen. Luminosity immer noch im Hardpoint, aktuell 42-68. Oh, Band, schöner Abschuss mit Purifier und noch ein Major Assist. Straight up next Abschuss gegen Zen. Und wird hier von Fran rausgeholt. Sage weiterhin im Hardpoint in der Ecke, holt einen Smoke-Kill. Wartet hier weiterhin noch im Hardpoint mit einem Teammate. Next Hardpoint ist bekannt gegeben, Tectonic bereits vor Ort. Und weiß schon genau, dass da oben auch einer auf ihn wartet. Band auf dem Weg nach oben, hat hier den Enemy gesehen und Reef ist raus. Band holt hier noch schnellstmöglich Lemmy Cry, wird allerdings von Clove rausgeholt. Fran kaum Ball drin, schon ist er raus. Aktuell 100-42 für Luminosity Gaming. Luminosity Gaming führt hier mit über 60 Punkten Vorsprung. Und Kagendra sieht hier wenig Chancen, überhaupt noch reinzukommen. Hardpoint wieder in der kompletten Gewalt von Luminosity Gaming. Beide Eingänge gut bewacht. Tectonic holt hier einen schnellen, guten, sauberen Shot. Straight up nächster hinterher. Luminosity führt jetzt mit 126-42. Beinahe schon 100 Punkte Vorsprung. Washi wird hier rausgeholt. Tectonic auf die Treppe nach unten wurde ebenfalls. Tectonic hat hier Reef rausgeholt. Ist jetzt wieder unten unterwegs. So switchen zu Vage. Vage wurde hier rausgeholt. Tectonic wieder unten im Hardpoint unterwegs. Hardpoint ist vorbei. Und Tectonic wird von Clove eliminiert. Envy startet die Predator-Rakete. Holt hier aber keinen Kill. Das ging ein bisschen daneben. Holt hier aber einen guten Kill gegen Fran. Hardpoint ist online. Kurzzeitig eine Gewalt von Kagendra gewesen. Envy musste reloaden. Das hat ihm kurzzeitig das Genick mal gebrochen. Aktueller Punktestand 133-59. Hardpoint aktuell immer noch nicht in der Gewalt von einem der Teams. Jetzt kurzzeitig in der Gewalt von Kagendra. Kagendra holt sich hier die 60 Punkte. Und Luminosity holt sie direkt wieder raus. Misakes hat hier einen schönen Shot gegen Envy rausgeholt. Fran holt hier noch Tectonic, wird aber auch direkt von Band rausgeholt. Washi und Band sind jetzt beide noch am Hardpoint unterwegs. Zane wird von Band rausgeholt, genauso wie Clove. Und Lemmy Cry wird von Envy eliminiert. Luminosity Gaming stürmt hier jeden kleinsten Winkel dieser Karte und lässt Kagendra wenig Raum zum Spielen. Kagendra versucht hier wirklich alles, aber Luminosity führt hier einfach immens mit 144-70. Damit mehr als das Doppelte an Punkten. Vage hier fast einen guten Shot geholt. Oh, Vage. Ja, Vage wurde von hinten rausgeholt. Hätte hier eine Millisekunde länger warten müssen, dann wäre das nicht passiert, aber kann eben passieren, Leute. Was man nicht sieht, kann man nicht eliminieren.
Und Hardpoint aktuell in der Gewalt von Kagendra. Jetzt in der Gewalt von Luminosity kurzzeitig gewesen. Aber Kagendra hat es hier schlau angestellt, ist direkt wieder rein. Und verteidigt den Hardpoint mit allem, was sie haben. Washi mit Envy auf dem Weg nach oben. Vake macht hier mit seiner Claw einen guten Double Kill. Und Hardpoint ist wieder in der vollkommenen Gewalt für Luminosity Gaming. 3 Sekunden auf der Uhr für den aktuellen Hardpoint. Hardpoint ist vorbei und Luminosity führt mit 177 zu 85. Target wie gewohnt 250 Points. Next Hardpoint ist online, 1 Minute auf der Uhr und Luminosity krallt sich natürlich direkt das Objective und zieht jetzt hier auf 190 Punkte. 45 Sekunden auf der Uhr. Tectonic holt einen schönen Smoke-Shot. Meesykes holt hier keine Kills mit der Claw, verwunderlicherweise. Wird von Washi und seinem Annihilator straight up rausgeholt. Washi hat hier einen 4er-Kill rausgeholt, wurde aber jetzt eliminiert letztendlich. Envy auch im Hardpoint jetzt wieder vorhanden mit Tectonic. Tectonic beinahe tot, nicht mal mehr ein Lebensbalken. Und Band hat hier keine Chance gegen Meesykes, welcher ebenfalls auch noch Envy eliminiert hat. Washi wieder im Hardpoint. Real versucht es gegen Tectonic und versagt. Nächster Hardpoint steht gleich fest. Hardpoint noch in der Gewalt von Luminosity Gaming, jetzt umkämpft und Next Hardpoint startet. Aktuell führt Luminosity mit 229 zu 85. Es könnte ziemlich schwer werden für Kagendra, das aufzuholen, auch wenn sie jetzt im Hardpoint sind im aktuellen. Fran holt ihm im Annihilator einen Shot, wird aber straight up rausgeholt. Hardpoint derzeit wieder in keines Gewalt. Kurzzeitig umkämpft. Jetzt wieder in der Gewalt von Luminosity Gaming, welche jetzt hier ihre 250 Punkte versuchen. Hardpoint direkt wieder umkämpft und sofort ist Luminosity natürlich wieder vorhanden. Envy wird rausgeholt, Band weiterhin im Hardpoint mit seinem Purifier. Wird rausgeholt. Tectonic mit einem Sparrow. Versucht hier einiges, wird aber von Zen durch die Mythic Switchblade rausgeholt. Envy hier auch ebenfalls rausgeholt worden. Fran jetzt mit seinen Teammates beim Hardpoint. Luminosity Gaming braucht nur noch 11 Punkte zum Gewinnen. 8 Punkte. 8 Sekunden auf der Uhr für den aktuellen Hardpoint. Kagendra versucht jetzt hier alles, um irgendwie noch zu gewinnen. Die Chancen dafür stehen sehr, sehr gering. Und Next Hardpoint online in 7 Sekunden. Tectonic kämpft sich hier in die Ecke rein. Versucht einen Überblick zu erhaschen, holt einen schönen Shot und Hardpoint ist online. Aktuell in keines Gewalt, 55 Sekunden auf der Uhr. Luminosity im Hardpoint, 44. Luminosity braucht nur noch 6 Punkte auf den ersten Win und ist wieder im Hardpoint. 46, 47, 48, 49 und Luminosity gewinnt hier diese Runde mit einem 250 zu 120 gegen Kagendra und holt sich den Punkt. Majority of them winning World Championships just last year. What we got to see in Seattle comes as no surprise here in the opening map of day number 2 here at Worlds 23. Yeah, and I think that there's something to be said. Again, best of threes yesterday, so we didn't necessarily get a chance to kind of feel out what everyone's preferences were going to be after about 2 months of hiatus, going from Season 4 into this World Championships, because we just didn't get a chance to see what they would have picked for a second hardpoint or a second search and destroy. So I think there's going to be some mental gymnastics that are happening in the veto selection for both of these two teams, no matter who they are, as we go through the entirety of the day, kind of trying to feel out, hey, this is what they liked from a couple of months ago, but this is what they played yesterday. And Takeoff was a map that I wasn't 100% Ja, Leute, das hier ist ein Replay aus der aktuellen Runde, nochmal die besten Momente. Und ja, Luminosity hat hier wirklich gezeigt, was sie drauf haben. Ehemals ja auch einige Spieler, beziehungsweise 2 aus Tribe Gaming, den Gewinnern des letzten und vorvorletzten Jahres. Und zwar Tectonic und Vage, welche beide letztes Jahr noch für Tribe Gaming gespielt haben und jetzt keine Ahnung, warum das Team geswitcht haben. Da ist leider mir jetzt nicht wirklich was bekannt. Und hier haben wir die Stats. Reef ist hier der MVP seines Teams mit einer KD von 29 zu 34, während Envy der MVP mit einer KD von 33 zu 26 ist. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Sieht man nicht alle Tage.
Und wir warten jetzt auf die aktuellen Stats, wie es aussieht, wie viele Runden noch zu spielen sind. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was verpasst. Aber das ist jetzt auch nicht allzu schlimm. Heute, meine lieben Freunde, werden wir auch sehen, wer dieses Schmuckstück mit nach Hause nehmen darf. Und das könnte meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr spannend werden. Wir sehen ja auch über den Spielern ihre aktuellen KDs angezeigt. Und warten jetzt auf weitere Informationen über ein nächstes Match. Da die Spieler nämlich noch alle sitzen, könnte es bedeuten, dass es jetzt Tatsache ein nächstes Match gibt. Luminosity's Apocalypse, not with Tech in the lineup at least. So they have to get rid of it. And when you make a choice like that, where you're beating out not your worst, but another team's best, you find yourself in this position of like, boy, I hope they don't pick X, Y, or Z. And Takeoff, I don't think was the most comfortable map just based on Kagendra's history. So it definitely felt like Luminosity did a nice job in the hardpoint vetoes to kind of set themselves up for success in the 1 and the 4. Yep, and it's actually funny because both Shift and I last night we were going over a lot of these picks, bans, and vetoes, thinking about what could possibly be the outcome for a lot of these different best of 5s that we have on our cards here today for Saturday. And when you look at Luminosity, they have everything played in one way, shape, or another. At least 1 to 2 per map and within the combo. I don't think they necessarily care what they're going to be playing, but they're definitely going to be feeling targeted. Hippo is definitely one to do his homework to make sure that every single series that they're going to play going forward will feel rather targeted to make sure that they are comfortable, because it's just about everything that they should feel comfortable with at this point in time. But looking from the other team's perspective to your point, it needs to be where you feel most comfortable. Play what is best for you and against what is going to be out of this world of an experience against Luminosity, because they do obviously have their better maps, but you need to be playing your best if you're taking on the King. And that said, perfect segue. We've got Express coming up next. Ja, Leute, upcoming ist Karte Express Luminosity vs. Kagendra. Und wir werden sehen, wer sich hier den nächsten Punkt holen kann. Wie gesagt, ich habe derzeit nicht wirklich einen Überblick, wer jetzt gerade wie weit vorne liegt oder nicht. Ah, okay, Leute, wir haben gut eingeschaltet. Luminosity, das war gerade ihr erster Win, damit auch die erste Runde. Wir sind jetzt in der zweiten Runde in der Camp vom Band, welcher hier rausgeholt wird. Und es ist eine Runde Search and Destroy. Targets sind 7 Points. Leute, das kann eine ganze Weile gehen. Je nachdem, wie schnell hier die Teamwebs stattfinden. Wir sehen aktuell nicht wirklich die Profilbilder der Spieler. Keine Ahnung wieso. Aber wir haben ein 1v1 zwischen Washi und Zen. Zen hier für Kagendra mit der goldenen KRM unterwegs. Washi so ziemlich in seiner Nähe. Washi versucht jetzt hier einmal außen rum zu gehen, hat die Vermutung, dass Ken hier oben irgendwo rumrennt. Aber kein Schimmer. Oh. Die laufen so knapp an sich vorbei, Leute. Das sieht man sehr selten. Oh! Okay, Leute, Washi ist hier der absolute Quickscope-Gott. Das war ein Shot, du heilige Scheiße. Ach, du Kacke, Leute. Gut, Leute, damit haben wir das 1:0 für Luminosity Gaming. 6 Runden noch zu gewinnen, um sich hier den Sieg zu holen. Jetzt in der Camp von Reef, welcher mit der Mythic Fennec spielt. Hier gleich die ersten Fallkontakte hat. Ja, keine Chance. Keine Chance gegen Vage. Vage holt hier den Kill, den er braucht. Oh, Zen holt hier einen guten Kill gegen Tectonic. Wundert mich ein wenig. Tectonic ist eigentlich normalerweise ein bisschen schneller unterwegs. Diesmal ein bisschen langsamer als gewohnt. Vage hat hier noch Fran rausgeholt. Aktuell ein 2v3. Kagendra hat hier noch 2 Spieler auf dem Feld. Wir sehen hier gerade Zen. Schmeißt hier seine Nade. Washi hier bei A. Wartet nur darauf, die gegnerischen Spieler zu sehen.
Kurzer Switch zu Band. Band hat hier den vorletzten Kill geholt und Last Kill ist hier auch durch 2:0 für Luminosity Gaming. Und wir starten in die nächste Runde. Luminosity gegen Kagendra in Search and Destroy. Wage wird hier rausgeholt, genauso wie Envy und Band. Aktuell ein 2 gegen 4. Washi hier, einer der letzten seines Teams auf dem Feld. Und die Bombe wird von Reef platziert. Bei A, Bomb has been planted. Und Tectonic hier auch schon bei B vorhanden. Versucht hier irgendwie durchzukommen, ist hier aber komplett umringt von Kagendras Spielern. Oh, Washi holt einen sehr schönen Quick. Wird aber von Mercy rausgeholt. Tectonic hat ihn gesehen, wird aber ebenfalls eliminiert. Und damit haben wir das 2:1 für Kagendra. Kagendra versucht jetzt den Ausgleich. Bisher eine sehr, sehr taktisch gute Runde für dieses erste Viertelfinale der Call of Duty Mobile World Championship 2023. Washi hier weiterhin für Quickscope zuständig. Clove holt einen guten Kill gegen Wage. Wir sehen hier 3 Luminosity-Spieler auf einem Haufen. Band hier mit der goldenen Holger 26. Wirft einen Nade. Oh mein Gott, war das ein nicer Wurf. Leider daneben. Aber was soll's. Bombe wird von Zen platziert bei A. Bomb has been planted. Und Kagendra versucht jetzt hier das 2:2 zu schaffen, damit den Ausgleich. Wir haben allerdings jetzt das komplette Team von Luminosity auf dem Weg zu A. Aktuell 4 gegen 4. Der erste Spieler von Kagendra wurde eliminiert. Band versucht jetzt hier einen Kill zu holen. Band gegen Zen keine Chance. Und Envy ist Last Man Standing für Luminos. Wird hier aber in einem 2v1 Clutch von Fran rausgeholt. Damit haben wir den Ausgleich für Kagendra. Ein 2:2. Beide Teams müssen jetzt noch 5 Runden gewinnen, um diesen Punkt für sich zu behaupten. Wir sehen hier 3 Spieler auf dem Weg direkt nach unten zu B, 2 Spieler bzw. die Number 1 und die 5 auf dem Weg zu A. Aktuell weiterhin ein 4 gegen 4, 3 gegen 4. Kagendra hat hier schon nur noch 2 Spieler für Kagendra auf dem Feld. Und Luminosity rennt immer noch mit 4 rum. Damit haben wir Washi raus. Ein 3 gegen 1. Fran muss jetzt hier das komplette restliche Team von Luminosity Gaming eliminieren. Fran versucht jetzt hier außenrum, aber keine Chance gegen Tectonic. Tectonic hier einfach eine ganze Nase vorne, hat schon mit ihm gerechnet. 3:2 für Luminosity. Und es geht in die nächste Runde. Wir werden sehen, ob Kagendra jetzt wieder den Ausgleich schaffen kann auf ein 3:3 oder Luminosity sich jetzt hier schon den 4. Punkt sichern kann. Band hier gut unterwegs mit seinem Teammate. Aber Luminosity hier jetzt nur noch mit Washi unterwegs. Und Tectonic, welche gegen Misykes, Fran und Reef antreten müssen. Tectonic versucht hier gegen Fran. Misykes placed die Bombe bei B. Bomb has been planted und Tectonic und Washi müssen jetzt an die Bombe rankommen. Misykes, ganz knapp daneben. Tectonic versucht's von der Seite. Sehr schön. Tectonic hat hier einen absoluten Kill eigentlich geschenkt bekommen gerade.
Reef holt hier Washi raus. Tectonic 1v1 Situation, aber Reef hat hier den klaren High-Ground-Vorteil. Holt ihn hier raus. Damit haben wir ein 3 vs 3 Punktestand. Damit einen Side-Switch. Luminosity hat die Bombe auf dem Weg zu B. Sofern Envy tatsächlich, ja, Envy sehen wir hier, hat die Bombe, ist schon bei B vorhanden. Und placed die Bombe, Band wird hier rausgeholt. Vage rächt ihn hier aber instant, holt hier einen guten Kill. 4v3 Situation, derzeit Luminosity nur noch mit 3 Spielern auf dem Feld. Vage holt hier beinahe den Ausgleich. Vage hätte hier fast den Ausgleich geholt, wird hier aber in Last Second rausgeholt. Clove hier an der Treppe unterwegs, versucht hier mit Zen runter zur Bombsite. Und damit haben wir einen Team-Clutch. Kagendra, 2 Spieler auf dem Feld, kann jetzt ganz in Ruhe die Bomb diffusen. Luminosity ohne Spieler weiterhin auf dem Feld. Damit haben wir das 4:3 für Kagendra. Und in 3 Sekunden starten wir in die nächste Runde. Luminosity muss jetzt, wenn es gut läuft, den Ausgleich holen. Sie können sich natürlich noch 2 Runden Fehler erlauben. Danach ist aber dann auch endgültig Schluss. Reef hat hier anscheinend ein paar Grafikprobleme, wie man gerade gesehen hat, mit der Waffe. Misykes mit der Locus an einem guten Spot. Knapp daneben, wird aber auch straight up rausgeholt. Luminosity holt hier das 4:4. Damit wieder direkten Ausgleich. Wir switchen hier zu Luminosity rüber, sehen jetzt gerade die Camp von Tectonic. Und es geht los, ab in die nächste Runde. Luminosity versucht jetzt hier das 5:4 und damit den Vorsprung rauszuholen. Bombe aktuell in der Besitz von Envy. Und Tectonic hier mit seinem kompletten Team an der Bombe vorhanden. Envy placed die Bombe, bricht automatisch kurz wieder ab und ist jetzt am Placen. Bomb has been planted. Trophy System steht auf dem Bomb Place Point. Misykes versucht hier Wallbangs. Allerdings absolut keine Chance. Immer noch ein erster Kagendra ist raus. Reef hat's erwischt. Misykes hätte hier fast einen Double Shot holen können, wurde aber vom Band hier direkt eliminiert. Und damit haben wir einen Team-Clutch von Luminosity und ein 5:4. 2 Runden noch für Luminosity zu gewinnen, 3 Runden für Kagendra. Wir werden sehen, ob Kagendra jetzt direkt wieder ausgleichen kann oder nicht. Oder ob Luminosity hier nochmal einen großen Schritt näher in Richtung Win zieht. Luminosity hier groß bei A vertreten. Klage holt hier einen guten First Kill für sein Team. Aktuell 4v4. Und wir müssen weiterhin schauen, wie es jetzt weitergeht. Aktuell Luminosity steht noch mit 2 Spielern gegen 4 auf dem Feld. Washi und Tectonic die letzten auf dem Feld für Luminosity gegen 4 Kagendras. Wir sehen hier Clove, der hier noch alles versucht. Und Washi hier, keine Chance, keine einzige geringste Chance gegen Fran. Und Tectonic ist jetzt hier in einer 1v4-Situation gegen Kagendra. Tectonic hat gestern mehrfach bereits gezeigt, was er mit seiner Grau drauf hat. Schlichte Waffe, aber absolut stark eingestellt. Gut, Leute, gegen eine Mythic Fennec hat man auch mit einer Grau keine Chance. Muss man leider sagen. Wir switchen in die nächste Runde. Kagendra hat sich hier jetzt den Ausgleich geholt. Und Luminosity wird jetzt hier alles versuchen, das 6:5 zu holen.
Envy hat hier anscheinend irgendwelche Bugs. Ben schmeißt seine Flash. Und Envy placed schon die Bombe. Es ist ein 4 gegen 5 derzeit für Luminosity. Bomb has been planted by Envy. 3 gegen 5 für Luminosity. Kagendra hier schon direkt auf dem Weg. Versucht alles, die letzten Spiele rauszuholen. Envy ist der letzte seines Teams. Wird rausgeholt und Kagendra diffused die Bombe. Und damit haben wir ein 6:5 für Kagendra. Kagendra holt sich jetzt die Chance. Eine Runde muss Kagendra hier jetzt noch gewinnen, um den Sieg nach Hause zu holen für sich. Und Luminosity hat hier auch noch 2 Wins hintereinander zu holen. Führt allerdings noch mit 1:0 in der Gesamtrangliste gegenüber von Kagendra. Also es wäre kein absolut tragischer Unfall, wenn jetzt Kagendra hier den Sieg holen würde in dieser Runde. Reef hier bereits an der Bombe vorhanden, ne? Und holt hier einen schönen Kill gegen Envy. Zen und Misaik sind ebenfalls raus. Wir haben ein 1v3 für Fran. Fran ist hier der letzte seines Teams auf dem Feld. Fran komplett alleine in einem 1v3. Jetzt Tectonic hat die Bombe aufgehoben. Und Fran versucht jetzt hier... Oh! Schöner Longshot gegen Washi. Tectonic hat hier die Bombe nun geplaced. Und Fran muss jetzt versuchen, sie zu diffusen. Oh, Leute, Tectonic hätte ihn hier beinahe rausholen können, wäre 2 mm weitergelaufen. Aber wir haben weiterhin immer noch eine 1v. Ja, perfekt. Luminosity holt hier das 6:6. Damit haben wir eine erste Overtime. Overtime-Targets sind jetzt 8 Punkte. Die meisten von euch kennen es noch aus den letzten Streams der World Championship. Da hatten wir das mehrfach. Und Luminosity muss jetzt hier 2 Runden gewinnen, um diese Runde für sich zu behaupten und damit ein 2:0 zu bestimmen. Envy hier raus, aktuell 3 versus 3. Luminosity versucht jetzt hier ruhig weiter vorzugehen. Cage, oh, Reef holt ein Trophy raus, beinahe sogar ein Abschuss, wenn er ein paar Millimeter rechts gezielt hätte. Vage hier an einer guten Position, hat die Bombe genau im Blick, aber ist genau, wenn jemand kommt. Misakes hier versucht, den Seiteneingang noch im Blick zu halten auf beiden Seiten. Clove in der Nähe vom Bomb-Place-Ort. Misakes hat auch aktuell die Bombe weiter in ein 3 versus 3. Tectonic holt hier beinahe einen guten Abschuss. Knappes Ding, sehr, sehr knappes Ding. Absolut ruhiges Gameplay derzeit. Die Teams laufen sich hier kaum bis gar nicht über den Weg. 52 Sekunden noch auf der Uhr. Reef und Misakes beide unten unterwegs. Oh, Washi hat es hier fast geschafft, einen runterzuholen. Aber Luminosity gleicht auch direkt wieder aus. 2v1. Reef ist der letzte seines Teams auf dem aktuellen Feld. Reef versucht jetzt hier alles noch 2 Kills rauszuholen, aber keine Chance, Leute. Tectonic hat hier Reef erwischt mit der Grau 556 und damit holt Luminosity das 7:6. Eine letzte Runde müssen sie noch gewinnen, um diese Overtime hinter sich zu bringen und damit das 8:6 für sich zu entscheiden. Und wir starten wieder in die Runde. Bildschirmruckeln haben wir jetzt hier aus irgendeinem gewissen Grund. Wir hatten ja jetzt schon in den letzten 2 Runden das Problem, was wir jetzt gerade auch wieder haben mit der Nate-Spur, die immer noch angezeigt wird. Luminosity hat hier schon gut Leben verloren, während Kagendra immer noch sehr entspannt unterwegs ist. Luminosity jetzt wieder bei vollem Leben und holt hier das 5v3. Sehr, sehr schön. Band holt hier den letzten Kill von Kagendra. Damit gewinnt Luminosity mit einem 8:6 diese Runde. Search and Destroy. That was dirty. I'm not gonna lie, like that's some nerdy expression coming out from a search and destroy on Express from Luminosity. It doesn't matter what the map is.
But ultimately speaking, they use all their utility to act like, as you were talking about, to get onto planters, to get onto the A-bomb site, of which they Ja, show. Leute, wir warten auf das aktuelle Layout, wie es jetzt derzeit aussieht, welche Runden noch zu spielen sind, auf welchen Karten. Und wir sind hier nochmal kurz im Replay der aktuellen Runde. Ja, Leute, kurze kleine Vorwarnung, der Stream könnte demnächst mit Pech abbrechen. Das Internet macht gerade ein bisschen Probleme. Ja, besser gesagt, der Router macht gerade einige kleine Problemchen. Also wenn der Stream abbricht, dann tut's mir leid, aber dann werde ich auch direkt in den nächsten Stream sofort reinstarten, sobald es wieder geht. Und ja, Leute, wir haben jetzt nochmal die Match-Details. Tectonic hier MVP mit einer KD von 16:8. Während Reef hier ganz knapp daneben ist mit 16:9. Ganz, ganz knappe Sache, Leute. Aber hiermit gewinnt Luminosity 8:6 das Search and Destroy Match. Wir warten weiterhin noch auf das aktuelle Layout. Ihr seht, wir sind noch im Achtelfinale. Look, Kagendra, we said that it was going to be a must-win for map number 2. Yeah. It's not looking too good that they have to reverse sweep LG now, world's number 1. No, definitely not. I feel Kagendra hat hier anscheinend keine guten Karten, so wie es derzeit aussieht. Wir sind anscheinend schon im nächsten Match oder noch in den Einstellungen. Wir warten natürlich weiterhin auf weitere Entscheidungen, wie es gleich weitergeht. Die Teams warten offensichtlich noch auf die nächste Runde. Hier haben wir nochmal die Teamcamps von Luminosity und Kagendra. Luminosity spricht sich gerade noch ein bisschen fleißig ab. Kagendra hier ziemlich im Schwitzen offensichtlich. Alle ziemlich im Schweigen, während Luminosity hier noch ein paar Absprachen trifft für die folgende Runde. Luminosity hat hier wahrscheinlich sehr, sehr viel Mut gerade wieder aufgebaut mit diesem Win. Und wir werden sehen, ob Luminosity jetzt die nächste Runde gewinnen kann oder nicht. Oder ob Kagendra sich jetzt hier wieder durchsetzen kann oder nicht. Aktuell 0 Points für Kagendra. Sure, and I think that's the bigger point. Let's just go ahead and throw the assumption because they're 2-0 up. Not because of anything else. Not because of anything else. Not because they're, you know, a super team or whatever. Oh, okay. But there's really maybe one map on each mode that they're uncomfortable with. Sure. At worst. And so get rid of it. You could get rid of it. Yep, absolutely. Or you kind of evaluate, is our worst map also one of Ja, Leute, hier sehen wir es nochmal. Luminosity führt aktuell mit einem 2:0. Eine Runde müssten sie noch gewinnen, damit sie dieses Match gegen Kagendra zu Ende bringen und dann mit einem 3:0 den Win holen. Kagendra müsste jetzt eigentlich ausgleichen. Und wir warten weiterhin noch auf das nächste Match zwischen Luminosity und Kagendra. Aktuell keine großen neuen Informationen über die nächste Runde. Und beide Teams sind anscheinend schon sehr, sehr bereit. So, Leute, wir starten jetzt jeden Moment eigentlich schon in die nächste Runde. Alle Teams wieder an ihren Geräten und bereit für die nächste Runde. Runde ist anscheinend schon gestartet. Hier sind wir. Control. Luminosity Gaming gegen Kagendra. Wir haben gestern bereits schon eine Runde in diesem Modus miterleben dürfen. Luminosity und Kagendra beide nur noch auf 26 Leben. A wird hier von Kagendra eingenommen. 2/3 fast in Besitz von Kagendra. NB holt hier aber noch einen guten Shot raus und Luminosity verteidigt A mit allem, was sie haben. Rage wird hier rausgeholt vom Band. Karriere von Reef.
Während jetzt derzeit in A. A wird jetzt wieder dominiert von Kagendra, welche sie versuchen, hier weiterhin das zweite Drittel einzunehmen. Tectonic weiter hinten am Spawnpoint unterwegs. Band holt hier den guten Kagendra-Spieler raus und versucht jetzt hier wieder A für sich zu erobern. Das zweite Drittel von A wird jetzt von Luminosity zurückerobert. 50 Sekunden noch auf der Uhr. Reef jetzt am Point, versucht hier einiges, stürmt vor, wird aber direkt von Vage rausgeholt. Lauf jetzt bei A, schmeißt Trophy. Nicht mehr drinnen. Band hier auch wieder vor Ort. Reef gegen Band. Reef holt hier das zweite Drittel von A. Band wurde hier rausgeholt. Washi am leichten Highground holt hier einen Headshot, einen Longshot und einen Wallbang. 9 Leben noch für Kagendra, 8 Leben für Kagendra, 7 Leben für Kagendra, 12 für Luminosity. A zu 2 Dritteln eingenommen von Kagendra. Luminosity holt hier den Point fast wieder zurück. Vage ist hier mit Rauch raus. Clove ebenfalls. Damit haben wir nur noch 5 Leben für Kagendra und 11 für Luminosity. Luminosity hat jetzt hier die höchsten Chancen, sich das 1:0 zu holen. 13 Sekunden noch auf der Uhr. Envy ist am Point und wird hier von Fran rausgeholt. Zen und Clove ebenfalls raus. Fran holt hier noch Band raus. Damit haben wir nur noch einen Player von Kagendra. Fran ist ebenfalls raus. Damit haben wir das 1:0 für Luminosity. But that's the one thing that we realistically don't really see on Crossroads is how teams deal with losing the opening breakoff. Die nächste Runde geht los. 1 Minute 29 auf der Uhr. Timer noch nicht am Laufen. Envy holt hier beinahe First Blood für diese Runde. Washi und Veg sind raus durch Reef. Clove hier mit einem Teammate im Point drin. Den Reef raus, damit nur noch 27 zu 28 Leben. Clove wird hier rausgeholt, aber hat noch einen Shot mitgenommen. 26 Leben für beide Teams. B fast zu einem Drittel wieder eingenommen von Luminosity. A wird ebenfalls schon stückchenweise wieder eingenommen. Während hier mit dem Purifier H2O unterwegs. A wird hier zum ersten Drittel jetzt eingenommen von Luminosity. B ebenfalls schon fast zu 2 Dritteln eingenommen und A auch schon. Luminosity holt sich A und B zu 2 Dritteln. A umkämpft, A jetzt wieder kurzzeitig in der Gewalt von Luminosity Gaming, welche hier jetzt bei A und B an dem dritten Teil und letzten Teil des Points arbeiten. 17 Leben noch für Luminosity, 20 für Kagendra. Kagendra verlierte die Leben auf 19, Luminosity aktuell bei 15. Und Luminosity hat hier ganz schlechte Karten gerade, allerdings sind A und B schon beinahe in ihrer Gewalt. A wird zum ersten Drittel wieder zurückerobert von Kagendra. B schon minimal am dritten Teil angekratzt von Luminosity Gaming. 10 Leben noch für Luminosity, 12 für Kagendra. Fran hier unternimmt hier Versuche mit dem Annihilator. Washi wartet bereits auf Enemies, holt einen schönen Headshot. 9 Leben noch für Luminosity, 10 für Kagendra. Reef hier bei A. B ist bereits geschlossen. 1 Minute 13 noch auf der Uhr. Fran holt einen guten Shot. 2v8 derzeit jetzt für Luminosity. 1v8. Nur noch Washi auf dem Feld für Luminosity. Muss jetzt hier 8 Kills holen, ohne zu sterben. Wird hier aber rausgeholt. Damit haben wir das 1:1 für Kagendra. Kagendra gleicht hier aus. Damit haben wir einen Side-Switch. Und es geht in die dritte Runde. Eins der beiden Teams wird jetzt das 2:1 holen. Beide Teams auf dem Vormarsch, überwiegend Richtung A. Reef ist raus. Fran ist raus. Korrigiere, Reef hat Selbstmord begangen. Keine Ahnung, wie er es hingekriegt hat, aber Reef ist durch Selbstmord gestorben. Vage hier mit der R9O Hopper unterwegs.
Switcht hier auf die Grau. Aktuell 28 zu 19 Leben für Luminosity. Luminosity führt hier, was die Leben angehen. A und B weiterhin noch in ihrer Gewalt. 52 Sekunden auf der Uhr. Fran versucht hier vorzudringen. Ganz knapp. Wird hier rausgeholt von Washi. Vage hat hier noch Zen ebenfalls rausgeholt, wie man an der Seite sehen kann. 25 Leben für Luminosity, 16 nur noch für Kagendra. 35 Sekunden auf der Uhr. A wird teilweise eingenommen. Timer jetzt wieder am Laufen. 30 Sekunden noch übrig. Timer stoppt. Und Kagendra ist hier beim ersten Drittel für A beschäftigt. Timer ist wieder am Laufen. Luminosity hat hier A wieder zurückerobert. 20 Sekunden noch auf der Uhr. 21 Leben für Luminosity. 9 für Kagendra. 15 Sekunden. Timer stoppt bei 16. Und wir machen weiter. Fran raus, Cage raus. Und Zen raus. 6 Leben noch für Kagendra. 4 Leben für Kagendra und 17 für Luminosity. 16 für Luminosity, 4 für Kagendra. 8 Sekunden noch auf der Uhr. Timer ist gestoppt. 7 Sekunden. Timer läuft runter. 3 Leben für Kagendra, 15 für Luminosity. Und Luminosity wird sich jetzt hier gleich wahrscheinlich das 2:1 holen. Und die Runde ist vorbei. Luminosity holt hier das 2:1 gegen Kagendra. Und braucht jetzt damit nur noch einen einzigen Win in diesem Match, um das 3:0 für sich zu behaupten. Und wir starten rein. Luminosity stürmt vor, 3 Player zu A, einer oben, eine Richtung B. Und Luminosity verliert hier direkt 2 Leben, 28 zu 30. 27 zu 30. Cage fängt jetzt hier richtig schnell an, aber Luminosity gleicht auch direkt wieder aus. Washi holt eine Predator Missile, holt einen guten Kill. 24 zu 25 Leben, derzeit B zum ersten Drittel eingenommen von Luminosity. Washi hier wieder mit dem Annihilator, holt einen sehr schönen Longshot. Ebenfalls noch Double Shot obendrauf. Versucht hier jetzt so viele Kills wie er nur kann irgendwo rauszuholen. 21 Leben für Luminosity, 22 für Kagendra. B erstes Drittel komplett eingenommen von Luminosity Gaming. Zweites Drittel wird noch umkämpft, 20 zu 20 Leben. Wir haben hier Fran, switcht wieder auf den Annihilator, hofft hier auf schnellsten Feindkontakt. Holt einen schönen Kill gegen Vage, wird aber von Washi rausgeholt. Tectonic hat hier noch Clove rausgeholt. Wir haben 18 zu 18 Leben. Derzeit absoluter Ausgleich. B zu 2 Dritteln eingenommen von Luminosity. Luminosity versucht sie jetzt gerade beim dritten Drittel von B. Und wird wahrscheinlich auch Erfolg damit haben. B wird jetzt allerdings beim dritten Teil von Kagendra komplett zurückerobert. Band hier mit dem Purifier H2O unterwegs. 12 zu 13 Leben derzeit. Luminosity liegt hier hinten, was die Leben angehen. 28 Sekunden auf der Uhr. Time has stopped. 10 zu 11 Leben. A zum ersten Drittel von Luminosity eingenommen. Und Luminosity auch direkt beim zweiten Drittel von A beschäftigt. Wird hier allerdings schon gut unter Beschuss genommen. 10 zu 9 Leben für Luminosity. A ist gecaptured von Luminosity. 1 Minute 25 auf der Uhr. Luminosity hier jetzt nur noch mit 6 Leben zu 9 Leben. 5 gegen 8. 1 Minute 14 auf der Uhr. Washi und Tectonic bei B. Und B has been captured. Damit gewinnt Luminosity 3:1 dieses Match und holt sich im Ranking das 3:0. Damit hat Luminosity 3:0 gegen Kagendra gewonnen. Kagendra wird jetzt hier auf der Liste entweder gestrichen oder eins nach unten gesetzt und bekommt vielleicht nochmal eine Chance zu kämpfen. Luminosity verlässt die Stage und wir warten auf Informationen für das nächste Match.
to take 2 straight maps versus this LG team in any form. Absolutely. But not to come out and you know, hit on it too hard, but Kagendra, you know, they did well in the map veto process. It just comes down, I think, overall, that LG are here to play now. Well, you'd certainly hope so after dropping a handful of maps yesterday and best of 3 throughout the entirety of Swiss, going to OT versus LG. Ja, Leute, wir gehen hier nochmal in das Replay der besten Momente aus dem aktuellen vergangenen Match, wo Luminosity sich mit einem 3:0 letztendlich behaupten konnte gegenüber von Kagendra. Global team in Call of Duty Mobile, their decision making, their slaying, their understanding of where the operators kind of lie in wake for the enemy team and for themselves to be able to answer back in response, albeit a very interesting opening break in that final round, maybe getting a little over eager with the resources they had at their disposal. Still, in a deficit, they were still able to get the job done. And I think the final point here for LG is these guys on Crossroads are so good at playing around the objective, where I feel like in the past, teams that have preferred seeing Crossroads like it because it essentially turns into a 30v30 TDM more often than not. So to see LG be able to capitalize an offensive round by sneaking away the A zone, get the extra 60, and all of a sudden there's a bit of panic and chaos where Kagendra's like, wait a second, they got that. And then, oh, wait a second, they're already on B. That's just real tough to see, I think, if you're facing up against LG, because their Crossroads is going to be a staple if they were to find a way to win a championship this weekend. I mean, impressive performance across the board. LG moving through in our bracket, which means it's time for us to send it on over to FDOT at the main stage to see how they're feeling after that performance. I'm chilling up here with Washi. Congratulations on the win. Talk to me a little bit about the performance. Map number 2 looked a little tough, but you brought it out. How'd that one go? So last night, you know, we talked as a group. We found out that our next opponent was Kagendra, and we were like, okay, so let's see what are their worst and best maps. So we figured out how they play. They would pretty much be really aggressive, but they ended up also being split apart as default. So if they push aside, you know, game 2 S&D, they push aside, and if I see nobody, that means they 5-stack this side. That's a free site. And then we obviously taking care of them from there. Hell yeah, man. It's a whole science. I think a lot of the fans don't realize how deep you guys get into it. And speaking of deep, you got a deep roster here. Different lineup on the server from stage 4 to stage 5 with Tectonic coming in. How does that affect the team? Tectonic coming back, it makes the whole game a lot easier. It really does. It's just another me, you know, holding my side, I'm holding his side. We're watching over our SMGs. He's sniping with me, or I'm sniping with him, you know, vice versa. We're watching, we're getting the picks. Straightforward, yeah. And then last bit, after the W, you ran off the stage. You got a lot of people here supporting you. Tell me about the family and the squad that out here yelling your name. Oh, yeah. Look at my family, man. Yeah, they're coming here to support me. You know, I really do thank them, bro. I love you guys. I love you. Well, we love the performance. Shout out to the family. We love to see it all. Again, congratulations on the W. Still 2 more. Back to y'all at the desk. The day started with wholesome, and I'm here for it. I'm back. Things are wholesome. Okay. Family in the crowd, telling his family he loves them for supporting him, and they got to watch a good match. I mean, yes, LG comes through. I think we kind of expected them to have a strong performance to kick off the day, but we saw some really good moments out of Kagendra too, especially in the S&D. Yeah, and that was the biggest opportunity they would have had, I think, to extend the series. Kind of had to have it. And I think the thing for Kagendra is you can still hang your head really, really high. I mean, they went through a really tough opening Swiss. They got here into the top 8. They played up against what a lot of people are putting their horses on when it comes to winning a championship. And they really did battle pretty nicely. I mean, the takeoff got a little bit out of hand, kind of snowballed a little bit. Same thing can be said about the Crossroads, but I am impressed with what they did this weekend. I think they can definitely feel like they represented the region nicely. That is probably the toughest part about facing LG. I can't tell you how many times we probably spun that up across all 3 maps that were being played. But again, I feel like that is the most important part for all the teams that are still alive in the single elimination bracket, is that you showed that this LG team could be vulnerable. It was just about a tied game going in towards P3, and it was going back and forth as far as search and destroy is concerned. There's openings for some teams to potentially take maps off of this roster this entire weekend. Yeah, lots to be learned here, but LG move on through, and we need to move through our bracket, which means it's time for a short Ja, break Leute, for us. When we return, upcoming next im Quarterfinal 2 sind Standpoint Gaming versus Godlike Esports. Bleibt auf jeden Fall dran, es geht gleich weiter.
The Snapdragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy, DHL, and the United States Air Force. Ja, Leute, hier seht ihr nochmal das Schedule für heute. Wir hatten gerade eben das erste Quarterfinal zwischen Luminosity Gaming und Kagendra, wo Luminosity mit 3:0 gewonnen hat. Upcoming ist SPG vs. Godlike Esports, welche im Quarterfinal 2 antreten. Im Quarterfinal 3 haben wir den Q9 Club gegen PRHS und im Quarterfinal 4 haben wir meinen persönlichen Favoriten Tribe Gaming vs. Wolves.
All right, everybody, welcome back to the Snapdragon Pro Series live from DreamHack in Atlanta, Georgia. It is day 2 of our Call of Duty Mobile World Championship competition, and LG just moved forward in the first match of the day, continuing their run in the bracket on to our final day tomorrow. Not a surprising result, but exciting nonetheless. Back here on the desk, Glitter Shift, and now we've got Gil hanging out with us. You got to watch everything in the back. Tell me your reaction to the first match of the day. It was interesting to see how Kajidra tried to play that against LG. I was talking to Shift a second ago about that. Ja, Leute, ihr habt es gerade eben gehört. Morgen wird dann die finale Runde stattfinden. Ich dachte, es wäre heute, aber morgen wird dann doch die finale Runde stattfinden. Und wir hatten ja gerade eben ein Vorrücken von Luminosity, welche jetzt im Halbfinale gegen den nächsten Sieger der Folgerunde SPG vs. Godlike Esports antreten werden. Nach Godlike Esports folgt ein Match zwischen dem Q9 Club gegen PRHS und zu guter Letzt ein Match zwischen Tribe Gaming und den Wolves. And 8 are competing to become our top 4. LG now one of those teams moving forward, possibly making their way through to finals. And we're going to be moving through the bracket. Like we said before the break, the next match of the day will be Standpoint versus Godlike. We get to watch a little bit of East action here, so this should be very exciting. Yeah, and I think the other point about this is Standpoint, China's number 3 team, did not have a good outing at CDFI, and all of a sudden it's like the second coming of SPG, because they looked great yesterday. And of course, the big storyline, Godlike gets to represent India for the first time in Champs. Love to see it. Love to see it indeed. And in here tonight, like you mentioned, SPG that. Ja, Leute, Quarterfinal 2 upcoming Standpoint Gaming SPG versus Godlike Esports, aka GL. Opportunity to show themselves, as they didn't necessarily face teams that moved on to day 2. They didn't face teams, or they didn't beat teams that were onto the top 8, rather. Good point. They, I feel like, have an opportunity here tonight to move even further. I know it's not going to be an easy task. Like you mentioned, SPG did an amazing job yesterday, but Godlike has to prove to us that it wasn't necessarily just a fluke for them to get into day 2, but that they can actually move even further, jump from that top 8 right onto top 4. Yeah, this would be a really solid opportunity to prove themselves to everybody here at home and everyone here in the convention center. While we're waiting for our teams to get set up, if you are hanging out with us, come stop by the booth and see what we've got going on, because things are progressing even faster than I thought they were. Tom sounds like he's ready on the main stage. Let's get match number 2 introed. Our second quarterfinal set to start. 2 teams going head to head. The number 3 team out of China, a squad waiting to write their own story. Dressed in all white, say hello to Standpoint Gaming. Ja, Leute, Standpoint Gaming jetzt im Quarterfinal. Aktuell 2. Platz in Asien, beziehungsweise im Garena-Server. Treten jetzt hier an im Viertelfinale gegen SPG. Und wir werden gleich noch das zweite Team kennenlernen. Hier haben wir Earn, Neutrino, Abits, Trunks und Prevail für Godlike Esports. And on the left-hand side, one more time, give it up for Standpoint Gaming. All right, competitors, take your seats. Take your seats. And it's time to go. Ja, Leute, auf der rechten Seite Standpoint Gaming. Die Spieler haben Platz genommen, bereiten sich darauf vor. Die Fingersleeves werden angezogen, die Headsets werden aufgezogen und das Spiel wird in Kürze gestartet. Fingersleeve verwendet jeder, also Fingersleeves werden immer beliebter. Ich verwende sie hin und wieder, nicht immer, aber hin und wieder. They have fixed 2 of the 3 parts of that. Their search was really solid yesterday. Their point was absolutely immaculate. And the best thing about it was they only dropped maps to other teams from China. So
that's, I think, kind of the big point here, and that's actually a storyline for all the Chinese teams. Small little tidbit, marinate on that for a moment, but Der ist auch noch mein Plan und da werde ich dann nur noch Fingers verwenden. super surprising watching the play yesterday. Ist bei mir auch der Plan, aber ich werde mir wahrscheinlich dafür echt ein iPad holen. Weil ich wollte mir so oder so mal ein iPad holen. Nein, nicht mehr. Seit 2020 nicht mehr. Haben sie abgeschafft, weil du damit einen gnadenlosen Vorteil hast. Du hast halt da so einen gnadenlosen Vorteil. Once again, they get a second chance at the China's region. Like you mentioned, really good way of fixing the search and destroy. They played an amazing game of hardpoint. But on control, I'm not sure. I feel like that is going to be one of the key factors for this as we get a glance onto that ball. This is just amazing. Those shots, they're beautiful. I love these. Oh, they're so much fun. The players absolutely crushed these as well. Everyone being super willing to just kind of have a good time with it, show a little bit of themselves outside of the competitive part of this entire competition. Everybody's gear also immaculate. Very much so. And look, just to kind of wrap the point here about Standpoint, I was really impressed across the board with Leute, hier sehen wir nochmal die Spieler von Standpoint Gaming. Wir haben Enchuan, Worldtime, Guagua und Suiwon. But everyone really came to play yesterday. And I think more impressively, there were a couple of moments, especially in the respawns, where they had to ice up. A lot of really tight hardpoint maps that they were able to eke out over their opponents. Hier haben wir nochmal den Vergleich zwischen Kills und Assists. Wer Bock hat, sich das wirklich nochmal durchzulesen, kurz zurückspulen und pausieren. Und wir sollten jetzt dann jeden Augenblick in das erste Match reinstarten. Die Spieler machen sich alle schon bereit, sitzen alle bereits an ihren Geräten und wir warten darauf, dass das erste Match beginnt. That's right, and I'm really... 为什么畏惧是可能我们本身增加了对爆破模式的就是多样化，然后通过 Garena 就是战队的，我们学习了，就是我们加强了对热点的了解吧。我们队伍的战术与北美战术不一样的话，就会是我们更会偏运营一些，通过一些信息的补偿会进行一些转点，更快一些。 我觉得我们团队是比较需要去注意的吧，因为我们团队纸面实力看着很弱，其实很强。感谢一直支持我们的粉丝吧，因为毕竟我们从 S5 到 S6赛季，其实成绩的话一直都是名在第3，没有说更好的进步吧。所以希望这次不负你们的期待，拿下更好的一个世锦赛的名额吧。 I mean, we saw it right there from Guagua. He specifically said he feels like everybody is sleeping on them right now. Put some respect on their name. I was sleeping on them. Again, I have no problem putting myself out there and saying I was absolutely wrong about this team. And it just comes, again, with the knee-jerk reaction to looking at how they played through CDFI, looking at their records through Masters and CDFI alike, and then seeing them completely reverse that here on the main stage against international competition, some of which they've never even seen before. So it's really impressive, I think, that they figured out their own identity and they were able to stay on brand with that throughout the entirety of yesterday to come out as a 3-1 overall qualifier. Yeah, definitely a really good proving ground for them yesterday because we saw some strong performances across the board. Teams getting knocked out earlier than I think was anticipated for some of them. So this is massive for Standpoint. But on the flip side, let's talk about Godlike a little bit here, Gil. Yeah, absolutely. Godlike, I feel like they did a great job on their own search and destroy matches. They played Leute, hier haben wir das Team Godlike Esports und die werden jetzt auch nochmal vorgestellt. You saw yourself, look at those diamonds on his hands. I definitely feel like this team has a lot to prove still. They have made it to top 8, but how much more can they provide to the world? And I'm really intrigued as how they will strategize on this best of 5, because that's going to be a key part in order to see them actually have a shot against their SPG, or SPG to repeat themselves like yesterday, where they just Leute, hier haben wir die Spieler. Wir haben hier einmal Earn, Neutrino, Abyss, Trunk und Prevail für Godlike Esports. Abyss und Trunks kennen wir noch aus letztem Jahr. Earn genauso, Neutrino und Prevail sind, glaube ich, neu mit dabei in diesem Finalteam. Und wir werden sehen, wie sich die zwei mit einarbeiten und ob dieses Match
wieder an Godlike Esports geht, genauso wie letztes Jahr. So that, I think, was an elevating point, talking about Godlike from last year versus what we're getting here, at least from day number 1. Looked really, really clean. Their flawless record through India in Stage 4 was also matched with a couple of great results yesterday. Well, we got an opportunity to catch up with the Godlike squad as well and talk to them a little bit about what changes have been made to the team, the benefits of those roster changes, and how they're feeling going up against the top teams in the world. This is my first World Cup. I just turned 18. I feel like there's a lot of pressure coming from the last World Cup because we did not perform that well. This year, we have practiced a lot. We have studied the West. We have a different mindset coming into this World Cup. It's definitely a tough job because out of all the teams from India, you are selected for the World Championship. So I think I have a pretty big responsibility on my back because last year we were not able to make a very good mark. This time we are grinding hard to prove ourselves, that we are better. I believe Abhiz is the strongest in the team because his sniping skills are quite insane. I like to cheer up my team a lot because I'm the youngest here. I like to keep them together so that we can all have fun. We enjoy, we have fun, we talk to each other, we laugh. When we are down, those things help us to get back up and win it. Last year, when West was doing good and East teams were, I think, surprised from their performance. But I really feel that East teams are very smart. They have learned from the mistakes. This year, I think the foreign team will beat North America because it's not the same as before. The skills are on par with North America. This is the year it will be for the foreign teams. I really want to win the Call of Duty World Championship. That's gonna feel amazing because that's my dream. I wanna give a shout out to my family, friends, and all the supporters from India. Thank you guys for supporting us. I mean, like you said, after the first match, it definitely seems to be the overarching sentiment that all of these teams don't want NA to win. They're ready to bring it to them. They think it can be anyone outside of NA, and I love hearing from Godlike in that regard. I think it's really funny, too, just like the East versus West conversation. Outside of their one loss to Kagendra, they beat up on the West. They beat both European teams, and they beat the best Latin American team by seed coming in. So matching that with what they said there in their interviews, hey, job done, kind of. You know, you got the top 8, you beat up on the West a little bit. Now a chance to see if they can do some damage to China. Yeah, and like I wanted to touch on earlier, those vetoes, those picks are going to be a key part of how this could potentially play. I was looking at the stats, and yesterday particularly, these two teams have 2 maps that they win really convincingly. On Godside's behalf, if I'm not mistaken, that was Takeoff. Godlike, it was Takeoff, while on the side of SPG was on the map of Arsenal. They did really, really solid, and I feel like that's going to be important as we begin Ja, Leute, wir haben hier die Wins in Prozent der verschiedenen Teams gegenüberliegend in den verschiedenen Modis. Könnt ihr euch gerne durchlesen, ich werde da jetzt nicht wirklich viel zu sagen, aber ist auf jeden Fall krass, dass Standpoint hier 0% bei Control hat, aber dafür 100% bei Search and Destroy. Und Godlike hat hier auch sehr, sehr stronge Stats, aber ob sie sich dann wiederum gegen Standpoint durchsetzen können, weiß ich nicht, weil Standpoint im groben Ganzen eine höhere Prozentchancen hat. The only real downside here is their control. They have been pretty empty from it, not just on the weekend because they played it once, but even throughout their Masters and CDFI, that was by far their worst game mode. So that's where I kind of have vulnerabilities here where Godlike can take advantage. And, will that be an opportunity for them to really step in? We should be getting those vetoes, picks and bans through here in just a moment, which will then inform all of this information you guys have been giving us and the viewers. Gut, Leute, wir haben das erste Match upcoming. Hardpoint, Map 1 ist Hassandia, Map 4 Summit, gebannt sind Arsenal und Takeoff. Search and Destroy haben wir Map 2 Firing Range, Map 5 Slums, gebannt sind Express und Meltdown. Und glaube, ja, zu guter Letzt Control auf Raid, Map Nummer 3, gebannt sind Crossroads Strike und Standoff. Weise Entscheidung der Teams, dass sie Crossroads Strike gebannt haben. Crossroads Strike ist für Control eine absolute Pain in die Pum-Pum-Punkt-Karte. Und ja, Leute, wir werden sehen, wie es jetzt gleich auf Hardpoint losgeht in Map 1 Hassandia und gefolgt dann von
der Yeah, I nächsten was Karte. exactly surprised by that. Like you mentioned, control, not their best game mode, but to see Raid particularly brings in a big question mark for me, if I'm being honest, in a way, but we'll see how that plays out. To begin with, that Hacienda, I definitely thought that Summit was actually going to be the first hard point, but this could potentially change a lot. I feel like on Summit, Godlike could try to figure out a way, although SPG has been playing really clean, and then to move on to that search and destroy, you know, I want to see a bit of a dust-off, but at the same time, SPG has been so clean. As you mentioned, the map they lost wasn't even search and destroy against the Chinese team because they played it so well. I think just really quickly, the one reason why that Summit gets through is because SPG looked so good on Arsenal yesterday, and even though Godlike had gotten a lot of rehearsal on it, I think they were still kind of threatened by what SPG showed that they were able to do on Arsenal. I think this is going to be a really exciting second match of the day. That means we're moments away from figuring out who the winner will be. Chat, I want to ask you your opinions. You saw that pop up. Let us know in Twitch chat who you think is going to be taking home match number 2. Vote in those polls. Want to see how accurate you've been because Shift had an incredible day yesterday. I had a great day yesterday, and so far, just kind of looking at what I thought the Vitos would go, I'm doing pretty well on picking what the maps were going to be as well. I will say, though, for this series, I am surprised by the map set. It really does. It leans heavily Godlike's direction. The problem is, you're playing up against a Chinese team that really showed that they were worth their medal. I don't know. There is a big part of me that wants to go against my prediction that I put out there. I had SPG winning the series 3-2, but Godlike's map finesse here has an opportunity where they may upset. If you want to call it an upset, I don't even know if you can label it as that. Yeah, I wouldn't say it's necessarily an upset, but I do have to agree with you on that. I definitely thought that they were going to ban Takeoff, and Arsenal ended up doing so. Sure. Like I mentioned, the Summit comes in a little bit later than when I thought, but it could still have an impact because of that control that in a way could mean that Godlike can take us to at least there. On the search and destroy and firing range, I was honestly surprised that they picked it over Tanisha. In a way, I thought that could be an interaction, but well, with that in mind, I agree with you. Godlike has an opportunity, if not to win it easily, because it's not going to be easy. They could even be taking like a 3-1. I think that could bounce their way. It's definitely possible. I think looking at this overall, Godlike has to take the map 2, map 3. I don't, it's hard to say one way or the other in Hacienda because the results are from 2 months ago when these teams had last played it. True. Neither played it yesterday. So I like Godlike in the 2 and the 3. If they were to beat SPG, they have to win map 2, map 3, and I think they have to go 2-3-5. And that requires, and I think, you know, the people at the spawn are saying, Shift just said Godlike has to beat a Chinese team in 2 S&Ds. Not super plausible, but I think based on the map pool, it I is thought possible. the same. I thought the same when I saw the search and destroy, if I'm being honest with you. This is the beauty, though, of when we get to this stage of the competition, when we are doing now the best of 5s. Because we talked about that a lot in comparison when we were in the Swiss portion yesterday. The best of 3s don't have as much creativity, as much flexibility, right? So this is what is so nice about moving to the next stage, getting more opportunities for this team to go head-to-head and work on the entire pick ban phase. It's so much more important now. Yeah, I absolutely agree. And it's really interesting from the conversation point of like, when you're playing up against X opponent, in this instance standpoint, Godlike has to get this to 5 in my mind, obviously at worst, but the fact is they have to beat them at one of their best overall modes based on what we saw yesterday. So like we get that extra little bit of drama and like the stakes are higher because the series has to go longer, I think, for Godlike to have a chance at actually taking this. So I don't know, there's a lifeline opportunity in map 1, but I think if Godlike were to take this series, it's probably gonna be through the 2-3-5, which is again, not super plausible, but again, possible. And as you mentioned, that Hacienda brings a big question mark for myself. I am just not sure if that could be like an easy way through for the side of SPG. You know, I feel like Godlike could potentially bringing a surprise in there, and with that, you know, maybe easy off on the side of search and destroy that Chinese is so strong on. Yeah, and to be fair, just gonna kind of keep going back and forth on both sides of the fence here. Devil's advocate, big Godlike in India,
100-point club 2 teams on Hacienda, but it's like, how highly do you put stock into that? Because really, it was only 2 teams in India all season long, and we obviously saw what happened to Vitality. They didn't put up much of a fight, so like, how lopsided are those results? I'm looking for a lifeline. Someone throw me a raft or something, piece of wood. You've given like 5. Something to float You don't need to look. You found the lifelines. You found multiple scenarios where it can swing in either team's favor. Yeah. Just feel like I'm pulling on the thread of a sweater. It's coming unraveled in front of my face. I don't know. That's what happens when you give Shift extra time. I go off the rails. Then he just starts pulling more numbers, more stats from different seasons. It's kind of like big braining it. Did you ever play Roller Coaster Tycoon? Yes, obviously. Did you ever get to a point where it's like the train gets off the rails, but you didn't finish the roller coaster, so it just launches and it just goes everywhere? That's me when I get extra time to fill on map picks. It's like, yeah, it's going really nicely, but then we get over the loop-de-loop, and there's nowhere for the car to go, so it just explodes everywhere. You start with a what if, Exactly. and what if, and there's no stop. There's no stop from there. It just goes. It snowballs. It's all snowballing. Thank you for hanging out with us, guys. We're just having giving the players a few more moments to get themselves set up here for match number 2, making sure that everything is all good at their stations and that they're comfortable and ready to go while you're listening to us talk. And we talked about this a little bit yesterday too. This trophy, absolutely gorgeous. Very large. Have you picked it up? Do you know how heavy it is? I have not picked it up. I'm afraid to. You have? No, I'm terrified. Oh, okay. I don't want to break anything. No. I thought she did. I was like surprised because I'd be terrified as well if I'm being honest. Okay, you know what I'm going to do then? While we let our players get set up, I'm going to send it to a short break so I can go up on stage, pick the trophy. You want to go right now? Like, we can see you try to pick it up. No, I don't want to embarrass myself. We're going to send it to a short break, give our players a few more minutes, but don't worry, when we return, match number 2 coming at you. Ja, Leute, eine kurze Pause. Wir sehen hier nochmal das Schedule für den restlichen Tag. Quarterfinal 2 haben wir jetzt Godlike Esports gegen SPG. Im Quarterfinal 3 nochmal Q9 gegen PRHS. Und im Quarterfinal 4 Tribe Gaming vs. Wolves.
All right, everybody, welcome back to the Snapdragon Pro Series. See, a few more minutes, we got everything all figured out. Our players are ready to go. If you're just joining us, we are in match number 2 of day 2 of our Call of Duty Mobile World Championship competition. We've got the title, we've got the trophy, and we have the prize pool on the line. And today, 4 teams will be eliminated on their journey to those grand finals. Right now, both these squads fighting to make sure they are not one of those teams. Saw those fist bumps come through. Looks like they're getting ready. I'm pumped for it. Again, this is a very tight series, I think, in terms of how the maps played out. Wir starten jeden Moment rein in das Elimination Match zwischen SPG und Godlike Esports. Los geht's, Standpoint Gaming und Godlike hier in ihrem Elimination Match. Ein einziges der 2 Teams wird heute weiterrücken, das andere darf wieder nach Hause fahren. Erste Runde, Hardpoint, Targets sind wie gewohnt 250 Punkte und der aktuelle Hardpoint ist mit 4 Punkten Vorsprung in Besitz von Godlike Esports. Und Standpoint Gaming holt sich den Hardpoint zurück. Trunks holt hier einen wunderschönen Double Kill. Ihre Triple Kill. Ah, fast ein Vierer rausgeholt. Oh, das ging weit daneben, Leute. Das ging sehr, sehr weit daneben. Aber kann jedem Spieler passieren, egal wie gut man ist. Und wir sind hier schließlich in den World Finals 2023. Da erwarte ich nichts anderes. Godlike jetzt im Hardpoint erneut. Führt hiermit mit 25:5 vor SPG. Und der Hardpoint geht nur noch 10 Sekunden. Jetzt wieder in der Gewalt von SPG. Wir sind hier bei Bird in der Cam, welcher sich schon auf dem Weg zum Next Hardpoint macht. Schmeißt hier seine Nade rüber. So, er hat nächste Nade rein, holt einen wunderschönen Keep It Fresh Kill gegen Prevail. Und Trino wurde durch seine Nade gekillt. Und Bird versucht hier einiges noch zu protecten. Holt hier ein paar Damages an seinen Gegnern. Trunks versucht es von unten über die Waterside. Holt hier einen schönen Kill gegen One und Guaga. One wurde nochmal rausgeholt. Trunks holt hier nochmal Time raus, damit einen Dreifach-Abschuss. One ebenfalls durch eine Killerdrohne rausgeholt. Der erste Godlike Prevail ist jetzt auch mal wieder raus. SPG liegt hier mit 18:48 weit zurück. Hardpoint geht noch für 27 Sekunden. Und Godlike führt jetzt mit über 50 Punkten. Das ist ein absolut krasser Fortschritt, den man so bisher selten gesehen hat. Und wir sind weiter gespannt. Unten seht ihr gerade noch Werbung für die US Air Force. An der Stelle natürlich nochmal den größten Respekt an alle Soldaten auf dieser Welt. Und das Match läuft weiter. Nächster Hardpoint ist bekannt. Es steht 33:54. Godlike führt hier derzeit im ersten Match. Wir haben gerade Trunks mit der Claw. Holt hier einen schönen Kill. Double Kill. Oh, schöner Triple Kill wird hier aber dadurch nochmal rausgeholt durch die Mythic Fennec von One von SPG. Guaga raus und Bird raus. Time ebenfalls raus durch eine Predator, genauso wie Chuan. Hier Learn mit dem Annihilator. Holt hier einen guten Kill gegen Chuan, wird hier aber von Time straight up rausgeholt. Hardpoint derzeit immer noch in der Gewalt von Godlike Esports, welche jetzt mit 75:33 in Führung liegen gegenüber von SPG, aka Standpoint Gaming. Guaga holt hier einen schönen Kill, versucht sich den Hardpoint für sein Team zu holen. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Standpoint Gaming. 10 Sekunden auf der Uhr für den aktuellen Hardpoint. Der nächste Hardpoint ist bekannt gegeben, über 50 Meter entfernt auf der anderen Seite der Karte. Godlike bereits vor Ort. Haben hier aber auch noch mit einem Gegner aus Standpoint Gaming zu kämpfen. Korrigiere 2, welche jetzt hier bereits im Hardpoint chillen. Bird hier mit dem Purifier H2O. Wird allerdings von hinten rausgeholt von Prevail. Trunks holt Guaga und Prevail holt Time. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Godlike Esports, welche hier ihre ersten 100 voll machen wollen. Hardpoint jetzt umkämpft. Und Godlike versucht hier wirklich alles noch irgendwie vorzudringen. One wurde hier rausgeholt. Guaga mit der Switchblade wird ebenfalls rausgeholt. Wir switchen zu One, welcher jetzt einen weiteren Anlauf startet.
wird hier kaltblütig von Abbots abgeschlachtet. Neutrino und Earn haben hier nochmal einige Kills geholt. Godlike liegt jetzt hier mit 107 zu 45 vorne. Hardpoint wieder in der Gewalt von Standpoint Gaming. 7 Sekunden auf der Uhr. Next Hardpoint ist bereits bekannt. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Godlike Esports. Und wir haben ja ein starkes Hin und Her. Godlike führt mit 112 zu 48. Trunks bereits bei einer Killzahl von 25. Ich lasse euch das auch mal kurz sehen. Momentaner MVP-Titel ist derzeit noch bei Trunks, welcher mit 26 Kills gerade die meisten Kills im gesamten Match hat. Guaga holt einen schönen Longshot, Double Shot und Triple Shot. Sehr, sehr schön. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Standpoint Gaming. Godlike nimmt ihn diesen aber straight up wieder ab und geht auf die 120 Punkte. Godlearn hier am Safen, versucht hier die Seite zu safen, holt hier einen schönen Kill. 128, 130 für Godlike zu 67 für SPG. SPG jetzt wieder im Hardpoint. Chuan hat hier keine Chance gegen Trunks. Trunks dreht direkt wieder um, holt sich hier noch One. Bird ebenfalls raus. Time auch raus. Dann wird Chuan versucht hier zum Hardpoint vorzudringen. Bekommt hier aber wenig Chancen. Godlike jetzt im Hardpoint. Hardpoint läuft 1 Minute auf der Uhr. 135 zu 79. Aktueller Punktestand. Godlike führt hier mit einem hohen Vorsprung. Learn holt einen sehr schönen 5-Shot mit dem Annihilator. Zieht sich auf die 6 hintereinander hoch. Godlearn jetzt Killerdrohne abgeworfen. Neutrino und Previll bereits im Hardpoint. Wir befinden uns wie gewohnt weiterhin noch im Quarterfinal. Oh, Neutrino wird hier von Chuan rausgeholt. Chuan holt hier ebenfalls noch Godlearn raus. Bird holt Trunks. Und Chuan und Bird werden beide von Abbots rausgeholt. Previll holt hier noch Time raus. Wir haben hier Guaga mit der Claw. Kann sich allerdings nicht im Hardpoint durchsetzen. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von SPG Gaming. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Und SPG liegt mit einem Punktestand von 87 zu 169 weit zurück. Godlike hat hier eindeutig die Nase vorne. Wir sehen hier Prevail mit seiner Mythic Fennec. Und er holt hier Bird raus, welcher keine Chance sieht, genauso wie Time. Time und Bird beide ebenfalls eliminiert. Hardpoint aktuell umkämpft zwischen Godlike und Standpoint Gaming. Godlike erobert sich den Hardpoint. 45 Sekunden auf der Uhr. Time hier jetzt für SPG in der Nähe des Hardpoints. Versucht hier so viele Kills wie möglich zu holen, wird aber auch rausgeholt. Abyss hier mit dem Sparrow unterwegs. Prevail versucht es mit einem Predator. Und Abyss jetzt mit der Switchblade. Er hat es fast geschafft. Guaga holt ihn allerdings raus. Standpoint Gaming versucht hier in den Hardpoint vorzudringen. Hat hier auch eine Chance bekommen. 16 Sekunden noch auf der Uhr. Standpoint Gaming hat hier 1-2 Punkte noch machen können. Aber Godlike ist direkt zur Stelle und holt sich den Point so schnell sie können auch nur zurück. 8 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint ist fast vorbei. Und jetzt wieder in der Gewalt von SPG. Hardpoint ist over, next Hardpoint ist bereits bekannt. Time auf dem Weg zum Hardpoint. Versucht hier jede Ecke zu safen, ohne drauf zu gehen. Time ist raus, Bird ist raus, Neutrino ist raus. Wir haben jetzt Suiwan mit der Switchblade. Suiwan wurde eliminiert. Godlearn saved hier die Side. Godlike Esports liegt jetzt hier mit einem Punktestand von 213 vorne und macht einen Punkt nach dem anderen. Standpoint nimmt jetzt den Hauptpoint wieder ein. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Und SPG jetzt im Hardpoint. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Godlike umkämpft gerade den Hardpoint, holt ihn sich jetzt wieder zurück. Steht 220 zu 119. Godlike hat hier eindeutig die Nase vorne. Nulchan jetzt mit der Mythic Fennec hier für SPG am Hardpoint. Wird hier allerdings rausgeholt von Neutrino. Bertie und Time holen hier Trunks von Prevail. Hardpoint ist over. Es steht 221 zu 120. 100 Punkte Unterschied. Korrigierung 99.
Time hier mit der Grau, genauso wie Bird. Bird wird rausgeholt. L-Trunks mit Ascendant. Fennec unterwegs hier jetzt am Hardpoint. SPG versucht hier weiter in den Hardpoint vorzudringen. Godlike hat ihn allerdings schon wieder zurückerobert. 45 Sekunden noch auf der Uhr für den aktuellen Hardpoint. Godlike führt mit 229 zu 128. SPG jetzt wieder am Hardpoint. SPG holt sich so schnell sie können den Hardpoint zurück. Versucht jetzt hier einen Ausgleich zu schaffen. Hier haben wir Abyss mit der Switchblade. Holt einen schönen Fast-Kill aus dem Hardpoint raus. Hat hier allerdings keine Chance gegen Time. Suiwan holt hier noch Neutrino und Prevail. Wird allerdings von Trunk rausgeholt. Time jetzt im Hardpoint. Hat hier allerdings keine Chance gegen Neutrino. Trunks wird ebenfalls rausgeholt von Chan. Aktuell 231 zu 153. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Godlike. Esports Hardpoint is over. Next Hardpoint in 5 Sekunden. Godlike führt hier mit 234 zu 153. Hardpoint, 1 Minute laufende. SPG hat ihn in seiner Gewalt und muss jetzt wirklich handeln und dafür sorgen, dass Godlike nicht mehr reinkommt, damit sie hier noch eine Chance auf den Win haben. Time holt einen schönen Kill mit der War Machine. 42 Sekunden auf der Uhr. Suiwan wurde hier rausgeholt. Longshot und Headshot durch Bird. Double Shot. Und Hardpoint weiterhin in der Gewalt von SPG. Bird macht hier einen absoluten dreckigen Spawn-Camp und versucht hier so schnell wie möglich die Enemies rauszubekommen. Entron ist hier noch am Hardpoint. Standpoint Gaming holt sich die 200 Punkte und versucht jetzt aufzuholen. 3 Sekunden auf der Uhr für den aktuellen Hardpoint. Next Hardpoint 81 Meter entfernt. Hardpoint in 7 Sekunden online. Es steht 236 zu 209 für Godlike Esports. Standpoint Gaming konnte gerade ein kleines Stückchen aufholen. Und Godlike muss jetzt wirklich handeln, damit sie hier wirklich noch gute Punkte machen können. Hardpoint jetzt gerade umkämpft. 50 Sekunden sind auf der Uhr. Und Standpoint hat jetzt hier gerade große Probleme, sich den Hardpoint beizubehalten. Hardpoint jetzt noch in der Gewalt von Standpoint. 35 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint in Gewalt von Standpoint Gaming. 219, 220. Standpoint könnte hier jetzt aufholen. Aber Godlike stürmt vor, holt sich den Hardpoint. Und 5 Punkte fehlen noch für Godlike Esports. Godlike Esports jetzt wieder im Hardpoint. Und Standpoint hat es fast geschafft, aber Godlike holt sich dieses Match mit 250 Punkten und wint das Hardpoint-Match. So, wir warten noch auf die Stats der aktuellen Runde, um zu sehen, wer der aktuelle MVP des Matches ist und wie der aktuelle Punktestand steht. Into about, I want to say about 20. 20 points, yeah. Yeah, that was not bad whatsoever, but that's the problem when you're so far behind. Wir sehen hier über den Köpfen der Spieler ihre KDs eingeblendet. Und warten immer noch auf die Stats der Runde. With good rotational play, string one hill to another and do so in a convincing fashion to allow yourself to chip away really quickly, but to do that over and over and over and over again is very tough to do. And I think more importantly, it just comes to the fact that Godlike showed up on this stage and said, let's get into it. I know you guys are having tech issues. We don't care. We just want to play the map. And I will say, between Trunks and Neutrino early, they were all over it. So maybe a bit fortunate to have built a 100+ point lead at one point in time in the map. Your Godlike Standpoint definitely started to find some fever late into the map. Just, again, like we continue to hit on, just too much of a gap to overcome. And yeah, well, I mean, for the side of Hacienda, I mentioned how Godlike I felt like had a better fighting chance as in comparison to Summit, which in a way I feel like played off in their favor. Now, we're gonna be moving on to that search and destroy, in which, as you said and you were questioned, is not easy against SPG. It will not. But I'm not sure. I feel like it's more of a toss-up for me on Search and Destroy than it was on Hardpoint here.
because we've seen it already. Wir sind hier noch immer im Replay und warten weiter noch auf Informationen, wie es jetzt um die KDs der Spieler steht. Step up to the plate and showed how to defend his allies with a huge way of playing. Now S&D, I'm not too sure. I think there's definitely an even situation for SPG to try to make it 1-1, and that's exactly what they need, because if they don't, I said that there was a potential 3-1 opportunity for Godlike, but if SPG Ja Leute, hier haben wir die Match-Details. Godel Trunks ist MVP mit einer KD von 46 zu 34 und einem Score von 6522. Hardpoint-Time liegt bei ihm bei 1 Minute 18 und der Impact bei 176 Punkten. Sehr, 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 sehr strong. Soyu1 aus SPG ist hier in seinem Team MVP mit einem Score von 5216, eine KD von 34 zu 43 und 12 Assists und einer Hardpoint-Time von 1 Minute 22 und einem Impact von 135. You caught a little bit of heat, you worked your way back into the map, and you do go to one of your categorically stronger modes here into firing range, where they did have a good result yesterday, playing it just once, and of course they took it then. So I think this is the map right here where not only does Standpoint get the chance to kind of show them that, hey, it wasn't just a day one thing, which is, to be fair, that's kind of what it was at CDFI. They came out and surprised teams, and it was just like, wait a second, where are these guys coming from? And then they kind of cooled off. Can they do that here without cooling off? Can they find a way to keep that momentum at the end of map 1, go into their best mode by region, and find a way to tie this thing up? Because if Godlike start up 2-0 up, you're absolutely right. It very well may be a 3-0 because of how bad the control has been for Standpoint. Yeah, that's the great point over there for SPG. Can they maintain the heat? 4-0, defeating even one of his regional teams, that being Q9 yesterday. Can they continue to ramp up? On the other side, Godlike, if I'm not mistaken, played twice on firing range yesterday, winning both of them. Yeah. So that is also something to take into consideration. Both coming out strong on Search and Destroy, both coming out strong onto firing range, which is also why they ended up selecting that one up for sure. Oh my God, I don't know. I feel like SPGs, I don't know how the ban in picks went off over there, but that was just not in their favor whatsoever. Yeah, kind of looking at it, since we do have some time here, I was curious, and you brought this up in our pre-show, that Tunisia wasn't a part of the pool because both teams have enjoyed it in the past, and it was available for both teams to pick. And I don't know who picked what, but as you kind of look through it, it was an Express and a Meltdown veto, which is more kind of indicative of both teams are vetoing out their worst maps, just based on how things had gone. Or I guess in this instance, you know, there is an element of the Express not really having played in a long time for a team like Godlike. So there is a wide variety of things, but I think you're absolutely right. Like, I was surprised based on the regularity that Standpoint had played it and the success that Godlike had played it, that Tunisia didn't make it into this map pool considering it was available. Yeah, it was a surprise for sure, but you know, at the end of the day, it seemingly maybe they had a plan, and that plan was to, in a way, it feels like an even ground for them to be facing off on Search and Destroy. Firing range, we've talked about in the past, it is just a map that you have to know how to play in. That both of them were so unsure, maybe on that hard point, that they went with that selection for the map number 2, for the game number 2. I think you're absolutely right. It felt like, just looking at the vetoes, that this was a map set that was mostly determined by we're vetoing out our worst map, and kind of just, again, painting it out for all of you big-time map selection nerds out there like myself. When you play a best of 3, you have the opportunity of vetoing your opponent's best and your worst every single time in Hardpoint and Search and Destroy. You don't have that same luxury in best of 5s, which is why we kept talking earlier about how you're going to learn a lot about the identity of the teams here today on what they're thinking through, because you're not going to be able to either veto your opponent's best or your worst. You have to pick between the two, and it looks like for these two squads, we can at least say with some certainty that they're choosing to veto some of their worst maps, which, again, tells us a lot, I think, when whoever wins this match moves on to tomorrow. Yeah, pretty much just met at the middle there with a firing range that hopefully we'll be moving towards soon. I gotta say, I really love the KDAs being behind them. It's just such a nice way of having understanding on how the team as a whole has been doing, but of course individually over there. And in case you guys missed it, in the beginning of the game, the match,
we also saw the overall kill-death assistant ratio, in which, if I'm not mistaken, SPG had a considerable lead on the kills, but also on the deaths, and that's something that Godlike capitalized on hardpoint. Yep. We sure think that could capitalize on control, and now with the firing range being this toss-up map, SPG need to figure something out, need to make sure that they don't fall behind whatsoever, because if they do, as we've previously seen Godlike, they can just strike like crazy onto your neck. Absolutely the case. And thanks for bearing with us, dear friends. We should be getting pretty darn close to map number 2. Why I said it like that, no one will ever know. Just what came through me at the time was very organic. Said about 60 seconds away is what I'm hearing, so. Firing range up next, like we continue to talk about, and I think it's going to be interesting to see how both teams approach this stylistically, because... Do you want to take a look onto the KD from Neutrino over there? 20.6 kills for every 12 or so deaths for himself. That's been great. We saw her pop up, and for a reason that's not a new thing for him today, but coming in from yesterday as well. Oh, big time. If we talk about how both these teams stylistically play, for SPG, it was a full team effort yesterday. And in the past, we've seen from Godlike, maybe even a little bit here in the first map, it can sometimes be an individual performer. And looking at a player like Neutrino, looking like a player like Trunks, very well could be one of those two. Learn as well is also up positive. there. Look at all those numbers. Oh, absolutely. It is one of those things that this team comes with more formidability than any other Indian team before, which is surprising because they had the option of playing with the same roster they did last year and instead decided to bring players like Abiz in, who is unknown, didn't play much at all last year, and he's been electric. He's been a rock star for this squad. Absolutely has. And in here we take another glance onto that trophy that I so hope to see Lauren pick up at some point. I gotta throw it out there. If she is hearing me right now, hearing my voice, She lifts. She's a lifter. She'll find a way to get that thing. She might even squat rep it or something. I don't know. That'd be amazing. That would be amazing. And for all you people that are at home, hope you all have enjoyed what we've seen so far. That LG versus Kajidra was definitely a blast. Right now, Godlike and SPG, although it was very inclined for Godlike at first, we saw SPG pick it up at the end, not quite enough to win it, but to make it close to the very end as we begin to see players just try to scream at each other. Then I don't quite remember his name, the one in the middle here for Godlike, just trying to cool things off, you know. We've won already. Of course, we're gonna keep it hype, but not too hype, you know. Just not go overly crazy, because that can also play against your team. Yeah, that's Trunks right there. I think he comes in as kind of the leader of this squad, not only in what he provides on the map, but you also have kind of seen him around the arena here this weekend, kind of being the guy that everyone kind of surrounds. So here we go, finally into it. Wake up, Atlanta. We're getting hot and ready to go. Godlike versus Standpoint Gaming, and it will be offense first and foremost. So Leute, wir sind im nächsten Match. Godlike Esports versus Standpoint Gaming S&D. Know nothing about that. There we got Sweet One still pushing forward. Bombs being planted. Learn about to try to get that kill, and does so with a double before getting chunked by Juan. A great interaction there. Und Leute, wir haben bereits 2 Spieler aus Standpoint Gaming raus, einen aus Godlike Esports. Bomb ist noch nicht geplantet. Trunks, verliert er das 1v1 gegen Chuan. Chuan fast am Boden, ne? Und Trino wartet hier nur auf Chuan. Prevail versucht's hier, kriegt Guaga raus. Und Neutrino erwischt hier Chuan und Time. Damit haben wir das 1:0 für Godlike Esports. Targets sind wie gewohnt 7 Wins für ein Team. Und es geht los in die nächste Runde. Godlike rusht zu 4 bereits zu Point A. Und SPG hält sich hier noch gut zurück. Läuft aber gerade mit der Bombe Richtung B, wo noch keiner von Godlike auf sie warten wird. Neutrino hier in der Nähe von B. Rechnet schon mit Gegner. Bombe ist noch nicht platziert. 3 versus 5.
Und Learn hat hier Suwon im Visier gehabt, kriegt ihn aber nicht ganz raus. Prevail holt Time raus, Suwon wird durch Learn eliminiert, aktuell 3 vs 3. Bomb has been planted bei B. Learn hier auf dem Vormarsch. Prevail auch in der Nähe. Bird versucht hier mit der Sniper was ausrichten zu können. Guaga holt einen schönen Shot, wird hier aber von Learn direkt rausgeholt. Learn jetzt bei der Bombe, hat hier auch ein gutes Play gegen Chuan. Und Bird ist der Last One aus seinem Team, ist jetzt tot und die Bomb wird bei Abyss defused. Bombe ist defused, 2:0 für Godlike Esports. Und wir starten in die nächste Runde. SPG rusht bereits vor. Bombe von SPG befindet sich momentan eher im Mittelfeld. Suwon hier mit einem guten Überblick auf den Weg zu B. Chuan ist hier gerade noch mit der Bombe unterwegs weiterhin. Wir switchen zu Bird. Weiterhin mit seiner Locus Electron. Versucht hier seine Gegner irgendwo ausfindig zu machen. Trunks und Prevail versuchen sich von hinten ranzuschleichen, während Standpoint Gaming zu 4 gerade auf A rusht und die Bombe wird platziert. Wir warten weiterhin auf Aktionen von Godlike Esports, welche sich jetzt Stück für Stück langsam Richtung Bombe heranpushen. Chuan holt hier einen Double Shot raus, hat hier aber gleich auch Probleme mit Trunks. Und Chuan ist der letzte aus seinem Team, jetzt gegen Trunks. Und Prevail wird hier rausgeholt. Trunks zieht und damit haben wir das 3:0 für Godlike Esports. Vier Wins benötigt Godlike jetzt noch, um Standpoint Gaming hier zu eliminieren. Chuan wirft die Nade rüber zu A, weit dahinter und Chuan ist raus, Swan ist raus, Prevail, Abyss und Bird sind raus, Neutrino, Guagan ist raus und Godel Trunks ist der letzte aus Godlike Esports, holt damit das 4:0 gegen Standpoint Gaming. Und wir starten in Runde 5. Bombe in Besitz von Chuan. Trunks wirft hier seine Nade. Einen relativ strong Point. Turret wird placed. Und Learn versucht hier gegen Chuan. Chuan ist am Placen. Und Bomb has been planted. Chuan holt hier noch Godlearn mit Suwons Hilfe raus. SPG Bird ist ebenfalls raus durch Abyss. Prevail hier an der Bombe in der Nähe. Hat sein Visier schon gut auf Chuan gesetzt. Kann aber nicht ganz ausfindig machen, wo er sich genau befindet. Prevail holt hier Guagan, Neutrino und Prevail raus. Damit haben wir das 4:1 für SPG. Und wir starten in Runde Nummer 6. Godlike führt mit 4:1. Derzeit vor Standpoint Gaming. Godlike jetzt bei bei A. Wir sehen hier Abyss mit der Locus Electron. Hat hier keine Gegner noch im Visier. SPG mit 3 Spielern auf dem Weg zu A, werden allerdings auch schon von einem weiteren erwartet. Aktuell 4v4 derzeit. 4v3. Suwon jetzt hier am Bomb Place Out B, A. Chuan placed die Bombe. Trunks allerdings auch schon in der Nähe. Und wir warten auf Aktion von Godlike, welche jetzt ein 3 vs 4 führen gegen Standpoint Gaming. Trunks holt hier ein paar HP von Chuan runter.
Wird hier aber auch gut angeschossen. Neutrino holt einen wunderschönen Headshot. Holt direkt einen Double Kill raus. Wir haben Neutrino und Learn gegen Chuan. Und Chuan wird hier von Neutrino eliminiert. Und damit sind wir bei einem 5:1. Not allowing him to defuse is wild, in my opinion, by the way. He deserved to defuse that bomb, but it doesn't matter. It is just a defuse. Und wir gehen über zur Runde Nummer 7. Godlike führt hier weiterhin mit 5:1 und wird jetzt versuchen, das 6:1 rauszuholen, um diese Runde hier noch zu gewinnen. Aktueller Punktestand: Godlern führt im Match derzeit mit 1:0 vor Standpoint Gaming. Godlern jetzt bei A, placed auch direkt die Bombe. Aktuell 5v4. Und Learn wird hier von Suiwan rausgeholt. Suiwan wird hier von Preval direkt noch rausgeholt. Preval an einer guten Position, wird von hinten angeschossen, aber überlebt. Hat hier allerdings wenig Chancen und derzeit ist Time der last player left für Standpoint Gaming. 1v3 derzeit. Time hat hier keine Chance gegen Trunks, damit führt Godlike Esports mit 6:1 vor Standpoint Gaming. Standpoint Gaming benötigt jetzt nur noch eine einzige Runde, um hier den Win und damit das 2:0 herauszuholen. Standpoint Gaming muss jetzt handeln, damit sie das verhindern können und noch ein paar Möglichkeiten haben, das Ganze zu ändern. Yes, Standpoint Gaming muss jetzt die Runde gewinnen, damit Godlike nicht mit 2:0 führt. Hier haben wir Time mit der Locus. Neutrino hat es hier noch versucht jetzt hier die Backline ein bisschen zu safen. Aktuell 3v4. Godlike liegt hier weit zurück, 2v4. SPG zeigt jetzt hier wirklich, was sie drauf haben. 3 vs 2, 3v1. LBs ist der letzte Player left für Godlike Esports. Und wird hier gescoped von Time. Damit haben wir das 6:2 für SPG. SPG versucht hier wirklich alles und kitzelt den zweiten Punkt für sich raus. Und die nächste Runde startet. SPG direkt unterwegs Richtung A und B. Tatsache, A wird hier von 1, 2 und 3 defended, B von 4 und 5. Allerdings ist komplett Godlike auf dem Weg zu B. Standpoint Gaming bereits 2 Spieler verloren, Godlike auch 2. Please. Und Leute, hiermit haben wir das 7:2. Godlike gewinnt dieses Match Search and Destroy und holt sich den nächsten Point. And this is the thing, it's like, there's such a big part of this where Godlike, again, kind of talking about them through their entry yesterday, and now even more today, it's like there's just not a lot of good film on them. Because they ran through their region, which I think a lot of people consider to be one of the weakest, maybe next to Japan, and you can't really take much out of going flawless in map counts. Ja, Leute, hier nochmal das Replay der Best Moments des Matches. Godlike hat hier das 2:0 gegen Standpoint Gaming geholt. They were a little bit one-dimensional. They played a lot of takeoff, they played a lot of firing range, and I guess what Standpoint saw was enough for them to say, okay, we can square up against these on firing range, but that decision, if it was a conscious one, is starting to come back and bite them really hard, because that was domination from beginning to end, almost like we saw in the Hacienda. This time, no letting up as Godlike are fueled, trying to get this down in 3. Yeah, they were not gonna let it go as he went on the side. Ja, Leute, wir haben hier noch die Match-Details. Godlike Abyss ist der Best Player MVP mit einem Score von 1399 und einer KD von 12:6 und einem Impact von 165, während nur Enchuan einen Score von 1440 und eine KD von 8:7 hat, mit einem Impact von gerade mal 141. Godlike gewinnt hier mit 7:2. They were not being able to follow through with the defense once they activated the bomb. That was a problem that happened over and over and over again. It kicked them so hard back
that there was once again no opportunity to try to come from it. Man, I'm almost at a loss for words. Flat out, this is. It's just, there's so many reactions that you can have about this. First and foremost is the kind of the mystery, the facade, if you want to call it, about what Godlike was able to do in India, being perfect. Coming through yesterday, there were still these mixed bag results where it's just like, we don't know if all of that pre-hype buzz, whether the scrims was really going to be, you know, significant enough to really show itself on the main stage, but they're showing that. And at the same rate, though, the other side of the sword is like, did SPG just have a good first day? You know, because this feels like, based on performances that we have tracked from when they were playing in Masters, when they're playing in CDFI, they were getting beat up by just about everybody besides like the second team from Japan and like the fourth teams from Garena. Like they were not doing particularly great in their region to even qualify for Worlds in the first place. Kind of like a lucky to be here type situation. And then all of a sudden we kind of get awoken, alarmed by how well they played yesterday, qualifying for 3-1. But was that just one good day for SPG? Because, you know, just to put it out there, this feels more like what the results reflected for SPG coming into this event. And now you have to reverse sweep. And I don't know how you do that going into a mode that you were 3-12 in coming into the event. And in particular on Raid, they're 1-6 on. 1-7 in total after their match yesterday, but they got smoked by Q9. It's not good news. Not good news whatsoever. I think you touched on that earlier. It feels like they used all of their strengths on the at the beginning, and then after on, they were just nothing. They got emptied. Ja, Leute, wir warten weiterhin auf das nächste Match. Godlike Esports führt hier weiterhin mit 2:0. Wir sind im nächsten Match, meine lieben Freunde. Und Godlike muss jetzt hier versuchen, einen Win zu holen, um dieses Match für sich zu bestimmen. 3 Punkte sind hier wie gewohnt das Ziel. Und A wird hier zum ersten Drittel schon von Standpoint Gaming eingenommen. Verzeiht bitte diesen Anruf, der gerade reinkam. Und Godlearn wird hier eliminiert. Der Live ist abgebrochen. Ah, nee, doch nicht. Nee, läuft noch. Entschuldigung, Leute, das war gerade ungewollt. So, da sind wir wieder. Die Runde läuft noch. Bitte verzeiht das Ganze. Suiwan hier einen schönen Kill rausgeholt. Es steht weiter noch 0:0. A zu 2 Dritteln von Godlike eingenommen. Ich versuche mal die Grafik wieder minimal hochzuschrauben, Leute. Auf 480 wollte das, glaube ich, nicht. Und wir sehen hier Suiwan. Nate bereits ausgerüstet. Fennec auf dem Second Slot. Steht immer noch 0:0 für Godlike vs. Standpoint Gaming. B immer noch komplett eingenommen von Godlike. 2 Minuten noch auf der Uhr. Godlearn hier zu sehen mit der Grau 556 auf Second Slot, die Fennec Ascendant, die er wahrscheinlich aufgehoben hat. Trunks holt hier einen schönen Shot gegen Suiwan. B immer noch in der Gewalt von Godlike Esports. 1 Minute 40 auf der Uhr, 22 Leben für Godlike, 21 für SPG. Trunks holt hier einen schönen Kill, wird aber straight up noch mit rausgenommen. 21:20 Leben, B immer noch in der Gewalt von Godlike Esports. Learn wird hier von Nuanchan eliminiert, Prevail holt Nuanchan, Guaga holt Prevail und Bird wird von Trunks rausgeholt. Leute, wir sehen hier wieder ein Muster, wie auch letztes Jahr, immer noch ein absolutes Hin und Her zwischen diesen zwei Spielern, beziehungsweise zwischen diesen zwei Clans. Godlearn hier in einer guten Position mit der Grau, holt einen schönen Backkill. Not bad, mein Freund. Trunks hier in B, holt einen guten Kill raus. 1 Minute auf der Uhr, 16 Leben für Godlike, 10 Leben für SPG. Wir sind in den letzten 50 Sekunden. Wenn Godlike jetzt kein Mist mehr baut, holen sie hiermit den ersten Punkt der Runde.
kills. Und 14:10 Leben derzeit bei Godlike vs. Standpoint Gaming. B immer noch in der Gewalt von Godlike, wird jetzt aber zum ersten Drittel von SPG eingenommen. 40 Sekunden sind noch auf der Uhr. Time ist gestoppt. Erbis hier an einer guten Position mit der Sniper. B bereits zur 2 Dritteln eingenommen und SPG saved sich hier beinahe Point B. 8 Leben noch für Godlike, 3 Leben für SPG. SPG mit 2 Leben, 6 Leben für Godlike. Godlike führt hier noch in Sachen Leben und erobert sich hier B zurück. Last Player left für SPG und Trunks holt hier Bird. Damit das 1:0 für Godlike Esports vs. Standpoint Gaming. Wir starten in die nächste Runde. In 3 Sekunden geht's los und Godlike hat noch 2 Runden zu gewinnen, um dieses Match nun endgültig für sich zu bestimmen. Trunks hier auf dem Vormarsch. Nate ist raus. Neutrino mit der War Machine. Versucht hier noch ein paar Kills rauszuholen. 27:26 Leben. 28:25 Leben. Godlike führt hier, was Leben wieder angeht. Aber SPG versucht hier auch alles, das Ganze wieder umzukehren. B zu einem Drittel eingenommen von Godlike. Erbis holt hier einen schönen Double Shot, wird hier aber von Bird direkt gestoppt. Bird wird hier allerdings auch noch sofort von Prevail rausgeholt. Learn hier mit dem Annihilator. Hat es hier mit 3 Gegnern zu tun, holt einen, wird von hinten attackiert, aber holt sich den Second Shot. Allerdings hat er hier keine Chance gegen Guaga. Erbis wieder in B. Und B ist in der Gewalt von Godlike Esports. B has been captured. Jetzt fehlt nur noch A. 2 Minuten noch auf der Uhr, 23:16 Leben. Godlike führt hier wieder mit einer großen Nase vorne. Prevail mit dem Equalizer holt hier 3 Shots. Aber wird von Sui1 direkt gestoppt. Neutrino wird hier von Enchuan rausgeholt. Und wir haben 20 vs. 13 Leben. A weiterhin in der Gewalt von SPG. 1 Minute 42 noch auf der Uhr. Trunks chillt hier am Spawn, wird von Sui1 rausgeholt. Learn wird von Time eliminiert und Prevail holt Sui1. Neutrino in der Mitte, Goddard Trunks auf dem Weg in die Mitte. Mit der Nate. 1 Minute 26 auf der Uhr. 8 Leben für SPG, 15 für Godlike, 14 für Godlike, 7 für SPG. Trunks hier versus Time, ganz knapp daneben. Time gewinnt dieses 1v1. Prevail wird durch einen Granatwerfer rausgeholt. Time wurde von Prevail noch durch seine Nate rausgeholt. Godlearn, Fahrzeugexplosion war mies, aber ist nun mal ein Hin und Her. 6 gegen 10, 4 gegen 10. SPG hier wieder weit hinten liegend. Erbis weiterhin mit der Locus Electron und den Prize Fighters. Trunks wird hier rausgeholt. 9 vs. 3. 8 vs. 3. Noch 47 Sekunden auf der Uhr. A weiterhin in der Gewalt von SPG. Prevail versucht hier vorzudringen. Und wir haben nur noch 2 von SPG, einen von SPG auf dem Feld. Enchuan ist der Last Player für SPG und damit die letzte Hoffnung, dieses Match noch für sich zu behaupten, beziehungsweise ein 2:1 herauszuzögern. 5 Leben noch für Godlike. Und damit ist Tron raus und Godlike führt jetzt mit 2:0 vor Standpoint Gaming. Wir gehen in die wahrscheinlich letzte Runde, wenn Godlike es gut anstellt. Side Switch. Und 1 Minute 30 sind auf der Uhr. Godlike stürmt mit 4 Mann zu B. Einen entbehren, korrigiere, 2 entbehren sie für A. Standpoint allerdings auch direkt vorhanden bei B. Versucht das Ganze zu verteidigen. Time hier mit einem schönen Shot. Und B wird endgültig zurückerobert. 27:26 Leben aktuell. 1 Minute 14 auf der Uhr. Time ist gestoppt derzeit. Neutrino mit der War Machine holt. Einen schönen Kill, wird hier allerdings noch schnellstmöglich von der Grau rausgeholt. Trunks wird hier ebenfalls eliminiert durch Time. Sui1 eliminiert Prevail durch die Fennec. Time jetzt in B. B zu 2 Dritteln eingenommen von SPG.
weiterhin noch in Gewalt von Godlike Esports. Und Godlike Esports verliert hier mit Objective B 2 Minuten 13 auf der Uhr, 20 gegen 23. Und Godlike hat hier langsam auch große Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Standpoint Gaming versucht alles, um zu verhindern, dass Godlike hier mit einem 3:0 gewinnt. 1 Minute 58 auf der Uhr. Trunks macht hier einen ziemlich guten Spawn-Trap. Das war schon auf einem nächsten Level. Trunks hat hier wirklich den perfekten Spot raus. Und ja, Leute, 1 Minute 40 noch auf der Uhr. 15:13 Leben, 2:0 derzeitiger Punktestand. Trunks wird hier rausgeholt. 1 Minute 30 noch auf der Uhr, 14 gegen 12. Die Welt liegt hier unten drin. Hat hier den ersten Gegner schon im Visier, kriegt ihn allerdings nicht ganz raus. SPG mit 11 Leben im Rückstand, 1 Minute 20 auf der Uhr. Gott, Trunks hier weiter vorsichtig unterwegs, holt hier einen wunderschönen Kill, fast ein Double, wird allerdings gestoppt. Aber Standpoint Gaming bekommt langsam Probleme, sie sind bei ihren 8 Leben, während Godlike hier noch mit 13 Leben chillen kann. Freewell rusht hier wieder nach unten, holt einen wunderschönen Double Kill. Standpoint Gaming ist bei ihren letzten 4 Leben angelangt. 48 Sekunden auf der Uhr, 12, 11 Leben für Godlike, 10 Leben für Godlike und 4 für SPG. Freewell hier am Warten. Und wir gehen in die letzten 30 Sekunden des Matches. 4 vs 10, 3 vs 10, 3 vs 9. 2 vs 9. 1 vs 9 und Godlike gewinnt dieses Match mit 3:0 und damit das Final Match mit einem Gesamtpunktstand von 3:0 gegen SPG Gaming. Holy cow. Literally. That is unbelievable. India is here to not just play, they're putting everyone on notice. And look, we were kind of flirting around with the storyline. Is Godlike playing that well, or was SPG just having a bad day? I don't care. You put anyone on the stage versus that Godlike team today, and they're going to sweat or get beat down in similar fashion. That is a massive showing to a single elimination bracket, and Godlike continues to have India on its shoulders, pushing it an extra step. They've at least secured top 4. What a display from Godlike. Incredible performance over there, and as such it has to be recognized on the Indian region that last year struggled like no other. They bumped into so many obstacles last time, but in here today, although Vitality could not step up to the same level, Godlike surely did against plenty of different regions. They made that loss against Q9, but they beat both of the European teams. They beat also the #1 seeded for Latin America, and now it seemingly is like they're going after China. Oh yeah, big time. It's just, again, I have to just sit there and say, like, Godlike, that performance would have done well versus anybody. Yeah. Anybody. That was really good hard point until it wasn't there at the end for a little bit, but we'll kind of forget that. For the first 80% of the map, the hard point was perfect from Godlike. The search and destroy was as dominant as we've ever seen on firing range on both sides of the palm. And then a 3-0 on raid where they're making great decisions. Ja, Leute, hier haben wir noch die Match-Details. 3:0 Win für Godlike Esports. MVP ist Neutrino mit einer KD von 20:11 und 7 Assists, während von SPG Sui One der MVP ist mit einer KD von 22:15 mit einem Assist. We had the extra time before this match to do that additional analysis. You were pulling on that thread. You showed all of the ways in which Godlike could benefit from the entire picks and ban space, and they do that, but in even more dominant fashion than you had ever predicted. I mean, that was a performance. Did you see the zoom in? The intensity in the eyes at the end, the celebration coming out of Godlike? I love everything about it. Pure elation.
And again, that's the thing, like talking about how this series laid out based on the picks and bans, the 2-3-5 looked like the best overall maps, but there was potential for them to sneak out a Hacienda Hardpoint win because they looked good at it when they played it in their region. 2 different 100-point clubs. But the thing was, that was such a long time ago, and we didn't know what either team was going to bring to the table with Hacienda. So for Godlike to come out, play the map that flawlessly, that says a lot about their fluidity across every single mode. It's not just on what they played kind of one-dimensionally yesterday. They look prepped and ready to go to possibly chase on a championship. And I gotta say, I definitely gave Godlike a true chance of making it onto the next day, and I was not expecting it to be that way. I said it at the beginning, I thought of 3-1, and even the games that they won, I thought it was gonna be sort of close. That was not what we saw whatsoever. We saw them completely prepped when it came down to those different interactions. In the 3 game modes, they had a plan that constantly adapted to what SPG tried to do. We saw them on control. They strategized what to do if they lose an objective, and quote-unquote lose, because they just gave it away for free. And it wasn't just you guys. I was talking to Proper in the back as well. He also thought it was going to be a 3-1. Still in favor of Godlike. But that means it's time for us to also check in with Tom. I want to hear how Godlike feels after now. Ja, Leute, wir gehen gleich in ein Interview mit Godlike, aber davor noch als Information. Im Viertelfinale treten jetzt noch an Q9 Club gegen PRHS und Tribe Gaming gegen Wolves. After defeating such a strong team, and now we are in the top 4, we are finally seeing our path, and we can finally see the trophy come to us. Well, we've watched the Indian subcontinent step up and up and up and up, and you guys, you didn't just win, you dominated. Why are you so strong today, dude? I feel there's a hunger. We haven't performed that well in the previous World Cup, but this time there was a hunger that we have to go there, we have to prove ourselves, we have to dominate every team there, and we have to lift that trophy. You're absolutely doing it, and I think the fans at home know it and they see it. Is there anything you'd like to say to the people at home? Because I know, I've seen it in chat, everyone is loud for you guys. Let them know. I would just like to say, guys, हमको support करते रहो. हम बहुत आगे आ चुके हैं और हम अब ये ट्रॉफी उठाने वाले. Keep supporting us, guys. Keep supporting us. All right. Well, you knocked him out on the stage. You knock him out on the wall, my man. All you, congrats. Ja, Leute, wir hatten gerade die Karriere von Godlike Esports zu sehen. Und jetzt darf hier Godlike SPG vom Container streichen. Wir sagen Tschüss zu SPG und sehen sie vielleicht wieder in 2024. Aber SPG folgt auch Inco Gaming ins Aus und darf nach Hause fahren. It's about the hunger, right? We saw that in the reactions to the win. It is the extra it factor that they just have right now. Hopefully that serves them well tomorrow as well. Everyone should be on notice. The thing about it is you're going to have to prep through what we just saw, and it's just like, huh? Like, how did that happen? After a bunch of maps that they hadn't played yet this weekend, you know, they come in with a certain kind of vulnerability to being in, you know, the India sub-region, which we didn't know how good that region was going to be in total because of years past, but for them to come out and put up that kind of a showing versus an SPG team that I was very wrong about yesterday, and they looked like they were going to be one of the major contenders as China was really elevated with all 3 teams, I would have a hard time sitting down and trying to figure out how to play that Godlike team after that performance. Absolutely, I would be scared in a way, and because of that, let's take a quick update onto the brackets. What has happened so far? Ja, Leute, hier haben wir das Bracket. Luminosity Gaming gegen Godlike Esports treten im Halbfinale als nächstes an. Und es entscheidet sich dann noch, ob der QG Club Powerhouse International, Tribe Gaming oder Wolves Esports ins Halbfinale vordringen wird. Yeah, we've seen some really strong performances so far, flawless performances out of some of our teams. Very, very impressive, but that's just half of the competition that we have here today. You saw in that bracket, we still have 2 more quarterfinal matches to determine the last 2 teams making it through to tomorrow, rounding out our top 4, which means for us it's time for another short break. When we return, it will be Q9 versus Powerhouse for match number 3 on the day, so don't go anywhere. More Call of Duty Mobile World Championship action when we return. The Snapdragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by
Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy, DHL, and the United States Air Force. So Leute, ihr seht schon, upcoming sind als nächstes Q9 gegen PRHS und danach folgt das letzte Quarterfinal-Match zwischen den Wolves und Tribe Gaming. Jetzt wird sich noch entscheiden, welches der 4 Teams, beziehungsweise welche 2 der 4 Teams weiterrutschen ins Halbfinale, um sich dann einen Platz im Finale zu safen.
All right, everybody, welcome back to the Snapdragon Pro Series live from DreamHack Atlanta, where we are halfway through our Call of Duty Mobile World Championship competition. It feels like it's flying by, and that's because it is. We just saw two back-to-back 3-0 beautiful performances out of our teams. LG, Godlike, moving through the bracket. You didn't get a chance to talk about it. We were talking about it in the green room, so I want you to hype up Godlike a little bit here. I feel like a proud uncle watching Godlike being able to showcase on the main stage. Again, you go back to Worlds 22 last year in Raleigh. No performance was even close to what we're seeing today. They have broken past their previous threshold. Now they're past top 8, in towards top 4. What? That is insane. Nobody had India doing this well this tournament. Come on. And we talked about it at the beginning of the show too, Gil. It's all about new regional dominance. Everyone's coming for NA. Everyone is coming for NA. Godlike will sure get a shot tomorrow, but today you said it yourself, are only halfway through, and I am hyped. Are we to expect any more upsets today? Question mark? Probably. I love that. I'm here for a good storyline, okay? We said it before the break. We've got another match coming up right around the corner. Match number 3 today is between Q9 and Powerhouse. This is gonna be another good one. Ja, Leute, für heute gibt es noch 2 Matches. Upcoming ist der Q9 Club gegen Powerhouse, kurz auch PRHS. Danach folgt ein Match zwischen Tribe Gaming und Wolves. Und dann das absolute Grande Finale wird morgen stattfinden. Davor läuft dann noch das Halbfinale, in dem Luminosity gegen Godlike Esports antreten wird. Und wir werden als nächstes sehen, ob Queen Joey Club oder Powerhouse International sich durchsetzen kann und einen Platz im Halbfinal-Match Nummer 2 ergattern kann. Danach folgt dann das Match, in dem Tribe oder Wolves sich den 2. Platz und damit den letzten Platz im Halbfinale 2023 bestimmen kann, um dann eine Chance zu bekommen, mit sehr, sehr viel Glück gegen ein anderes sehr, sehr gutes Team im Finale antreten zu dürfen. Ihr wisst meine Einschätzung und meine Hoffnung. Ich hoffe weiterhin auf Tribe Gaming und gehe auch stark von aus, dass die Wolves besiegen können, da die Wolves nämlich in ihren letzten paar Matches gut waren, aber die Taktiken gingen nicht ganz ran an die von Tribe, weshalb ich da eher gute Hoffnung bin, dass Tribe da ein schweres, aber einfaches Spiel haben wird und die Wolves rausboxen wird. Meticulousness, greatness. Please welcome to the stage, Qingzhou Club. Oling, Shingon, Sun, Maochi, Youngyi. One more time, Q9. Men, take your seats. Ja, Leute, Q9 Club ist eingetroffen und geht auf ihre Positionen. Und wir sehen jetzt einen internationalen Squad, der es geschafft hat, auf Platz 1 der Garena-Server zu kommen. Ein herzliches Willkommen an Powerhouse, welche jetzt im Viertelfinale gegen den Q9 Club antreten werden, um sich einen Platz im Halbfinale zu sichern. Incendio, Stern, and Irfan J. Once more, Powerhouse. All right, y'all, take your seats. Teams are ready. I know you are. Let's play some Call of Duty. All right, our players are out on the stage getting themselves ready for this matchup. So let's start deep diving in. I want to start things off with talking about Q9. Q9's road yesterday saw them losing just a single series. It went all 3 maps, and as Gilla had already alluded to, it was none other than their Chinese counterpart facing off against Wolves. Again, when it comes down to just losing maps, when you're looking at this Q9 Club roster, they only lost 2 Chinese teams. That's both against Standpoint and for Wolves. So I think that you have some VOD to look at here if you're Powerhouse and trying to rectify what happened back at C8AFI. It's going to be interesting how the side of Q9 plays yet again another team from Garena.
We've seen them, you said it, they've won in the past, but we've already seen that that story can change and already did, for example, within India and the side of China with SPG, right? So I'm intrigued to see how that's gonna work out for the Q9 team as we begin to see these beautiful shots here over on the vault. Getting a look at our players here as we walk through some of the fun they get to have before they even came into this weekend. Hopefully that'll continue for them here. You know, that's the goal for everyone. Moving on to Championship Sunday. That's the cash they are hoping goes in their pockets at the end of it all. There was cash on the floor, but I just have one question, and there's only going to be a select few of the audience and maybe also staff that'll understand this. What's inside the box? Ja, Leute, hier die Spieler des Q9 Club, kurz Queen Joy Club. Oling, Sinan, Sun, Maui und Yang. Any one of these 5 players can pop off. Specifically, that player in the middle, Sun, is absolutely ridiculous. I've talked about it in the past. I'm a huge fan of this player, even with the sniper. Lauren, what do you have to say about them right now? Well, we got an opportunity, obviously, to also speak with Q9 heading into this event. And we wanted to hear their thoughts on how the whole competition was going to go and where they thought they would place. So let's check it out.我觉得对我和我的阵容来说，这次参加 CODM 的世界锦标赛意义重大。我觉得这一次的冠军是我们非常渴望的。然后我们在美国比赛的时候，我们也会想到远在大洋彼岸的来自我们国家的同胞的观众在努力的支持我们，这也会给我们非常大的动力，所以我们会保持着这个热情和冲劲打下去的。没有，感觉这次来到世界舞台上其实很兴奋吧。欧林、丧、猫奇、西安，因为我觉得我的队友都是最好的、最棒的。Very good。我感觉可能因为内资吧，可能这么内资的因素，其实有时候我们也挺畏惧对面的，就是对，因为都是内资的，没打过训练赛嘛。我最想叫的是LG吧，因为他是北美赛区的冠军嘛，我就特别想跟他们交手。谢谢大家的支持，然后我们一定不负大家的希望，把这个冠军带回去。All right, I think that might have been one of my favorite things we've seen out of some of these interviews so far. Q9 saying that they really want to go up against LG in the championship because best team, strongest region, and they want to be the best. So in order to be the best, you have to beat the best. That mentality is so great. I mean, it really does kind of put a sentiment in a completely different language on the giant target that is on LG's back, right? I mean, again, you are the #1 team globally, especially for a lot of the players are the defending champions from last year's Worlds. You come for the king, you best not miss. Absolutely, and obviously we're looking at them now up here on the stage. Going up against Q9, it is Powerhouse. Let's talk about them a little bit. Absolutely, this team from Garena that surprised a lot of people yesterday by how they managed to sneak into day number 2. We'll be facing off against the top 1, top 2, depending on how you see it for China. This team Powerhouse have yet another shot against one of the big teams out there. On that interview, we saw how Q9 specifically want to go after the side of LG on the Grand Finals, but I'm sure that the side of Powerhouse. Ja, Leute, hier haben wir das Team Powerhouse International mit Shade Up, Bingo, Incendio, Skirt und In French. Skirt and Irfan. Some of these sound like Harry Potter spells, I swear. But nonetheless, Powerhouse International is definitely a roster that you do not bat an eyelash at. It's impossible to. We saw how emotional the Garena casters were, even on social media this morning, to be able to see the representation, not just for one Garena team, but both of them making it in towards top 8. A lot still to do. Again, retribution on the line for Powerhouse, trying to rectify the Map 5 loss versus Q9 Club not too long ago. Well, we got an opportunity to talk with Powerhouse before the competition and chat with them about just how much it means to be competing in the World Championship here this weekend. I feel
proud to represent my country in stage 5 because we will be going up against everyone in the world. I'm representing Singapore, but my team consists of almost every country in the region. We have Singapore, Malaysia, Philippines, and Indonesia. We're the only team with almost the entire Southeast Asia in the team. This year, every team will be ready for it. I decided to join Powerhouse because I saw an opportunity in this team, championship mindset. This year, we are more prepared for the West team compared to the last year. The West team will be more comfortable because they win for the 2 years in a row. I hope they don't let their guard down. Their play style is very different from the Southeast Asian play style. It's tough for us to match their play style as well because we can't scrim them when we are at home because it's on different servers. But I would say this year Southeast Asia would like to prove things different. Every team is ready for the weather, ready for the home ground difference, and we're set to win because we have more LAN tournament experience than the West. You know, they kind of echoed a lot of the sentiments that you've been saying here on the desk proper. One, they play against each other in the East a lot, so they know that, but they don't get an opportunity to scrim against the West. So there's a little bit of an unknown factor there, but then also kind of called the West side out, saying they've got more LAN experience than them. That's absolutely the case. Again, when it comes down to these Eastern teams, they've been playing LANs since, well, I don't even know, like a long time ago, realistically. And this one in particular between Q9 Ja Leute, wir sehen hier die Wins and Loses zwischen Q9 und Powerhouse und genauso auch in den Modi Hardpoint, Search and Destroy und Control. Ihr könnt gerne pausieren und euch das Ganze ein bisschen durchlesen oder jetzt auf die Schnelle durchlesen. Ich werde euch das jetzt mal lieber nicht vorlesen. Giving us all these different maps and breakdowns of what we were able to see just yesterday. Very stark differences as far as the game modes are concerned. 100% though, the 2 times that Powerhouse went to control. Can't bad an eyelash at that. If, of course, that map number 3 could be quite integral for Powerhouse. And we talked a lot about how different scenarios could be a potential good outcome for Godlike here between Q9 and Powerhouse. I was looking to find a way to maybe beat those picks, go the way of the Garena team. But I'm just not that sure this time around. I feel like overall Q9 is not only a good team, but a super solid squad to go against. And in here tonight, I am just not sure if I see a crack of opportunity for the side of Powerhouse. We saw just how influential and important the picks ban phase was in our last match. What type of an advantage it can give, especially now that we're in those best of 5 series, the difference that can make, and we'll be getting those picks bans through here in just a moment for these 2 teams as well. What are you anticipating out of some of these squads here proper? Well, the last time that these 2 teams did play off against each other on LAN, keep in mind, Q9 blew them out of the water when it came down to the raid control. 4-0, again, difference as far as the scoreline is concerned when they were playing across the waters. But as far as Search and Destroy is concerned, Q9 took both of them. And the way that they were able to win it was, well, quite frankly, in taking, I believe it was map 1, 2, and 5. They lost the control. They lost the map 4. But the Search and Destroys did go down on Tunisia, did go down on Express. And all things considered, when you're looking at it from Powerhouse's perspective, you did have some time in between that and now. Ja Leute, wir haben als erstes Hardpoint, Map 1, Takeoff, Map 4, Summit, gebannt sind Apocalypse und Hascendia. Danach folgt Search and Destroy, gebannt sind Express und Tunisia, Map 2 sind Meltdown und Map 5 ist Slums. Und zu guter Letzt Control mit Map 3, Raid gebannt wurden Crossroads, Strike und Standoff. Moving on to the hardpoint on Summit and potentially game 5 of Search and Destroy on Slums. I gotta say that I don't dislike this, particularly for the side of Powerhouse, but I'm still just not feeling it. I'm not completely on their side, if I'm honest. So this Summit is going to be the most interesting one that does stand out to me, of course, that being the map number 4, should we get there, of course. That was a 10-point differential that Q9 were able to win. So very close in between these 2. So it's kind of like the picking of the 2 evils if you are Powerhouse as far as your vetoes are concerned. You have to allow the takeoff to come through, which honestly speaking is an Eastern classic. But this is probably the best maps that you could possibly draft for yourself if you are Powerhouse, given that that raid control did go your way quite swimmingly last time. All
right, well, I think this is going to be a really exciting third match of the day. Hopefully everybody at home is ready to get into this one as well. If you're hanging out in chat, or if you're even here in the audience and you're on your phones, make sure you hop on in there and let us know who you think is going to be taking this one, which team moves on to tomorrow to compete potentially in that World Championship, and which team's journey might end here. It's definitely going to be an exciting back and forth because both of these teams want to be fighting for that title, the trophy that we get to see all the time here on stage, and of course that $1 million. Ja Leute, upcoming ist jetzt Q9 gegen Powerhouse. Ein Team geht nach Hause und ein Team zieht weiter ins Halbfinale, um gegen Tribe oder Wolves anzutreten. Wir sind in der ersten Runde. Hardpoint Queen Joy Club gegen Powerhouse International. Aktuell 0:0. Erster Hardpoint online. 57 Sekunden noch auf der Uhr und Queen Joy Club führt jetzt mit 5:0. Hat sich den Hardpoint direkt erobert. Und wir schauen hier, wie Powerhouse International jetzt als nächstes agieren wird und wie die Taktiken sein werden, um sich hier durchzusetzen und dieses Match zu gewinnen. Powerhouse hat jetzt den Hardpoint in ihre Gewalt, 35 Sekunden auf der Uhr, 12:6. Und Powerhouse holt hier demnächst den Ausgleich. 250 Punkte sind das Target dieser Runde. Und Powerhouse weiterhin im Hardpoint. Queen Joy Club übernimmt die Führung. Allerdings werden sie direkt wieder zurückgeschlagen. 15 Sekunden auf der Uhr. Und nur noch 10 Sekunden. Nächster Hardpoint ist bekannt. Wir haben hier Shadow. Maokwi, Incendio. Wird hier ziemlich schnell von Quingling rausgeholt. Bingo und Shadow wurden ebenfalls zum Opfer von Oling. Skird holt hier Xenon raus. 36:12 für Powerhouse International. Powerhouse liegt jetzt weit vorne. Wird hier allerdings am Hardpoint vom Queen Joy Club abgelöst. 50 Sekunden auf der Uhr für den aktuellen Hardpoint. Maokwi versucht's durchs Fenster, holt hier einen schönen Kill. Nate beide raus, wird hier allerdings eliminiert. Und Powerhouse führt noch mit 38:31. Queen Joy Club immer noch im Hardpoint. 25 Sekunden noch auf der Uhr. Sinan holt hier einen schönen Double Shot. Incendio holt hier ebenfalls noch einen Double Shot raus. McQueen folgt mit einem Double Shot gegen Incendio und Squendo. McQueen wirft hier die Nade. Predator derzeit schon freigeschalten. Sparrow auf der Fähigkeitenliste. Skirt wird hier rausgeholt. McQueen mit der Grau und Prize Fighters auf dem Second Slot in Richtung des Next Hardpoints. Queen Joy Club führt derzeit mit 50:42. Die Predator-Rakete wird gestartet. Ein Kill durch McQueen, Sun und Yang killen Bingo und Shadab. Quingling wird hier durch Shadab rausgeholt. 50:42. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Queen Joy Club. Powerhouse ist hier mit 3 Leuten bereits wieder auf dem Weg Richtung Hardpoint. McQueen hier unten im Hardpoint. Versucht ihn hier zu 2 zu verteidigen. Quingling, der letzte seines Teams im Hardpoint, wird hier aber auch jeden Augenblick unterstützt von 2 seiner Teammates. Hardpoint derzeit in keines Gewalt, jetzt umkämpft und wieder in der Gewalt von Queen Joy Club. Powerhouse liegt jetzt hinten mit 42:70 und Queen Joy Club dominiert hier diesen Hardpoint. 17 Sekunden noch auf der Uhr. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Powerhouse, wird aber direkt abgelöst von Queen Joy Club. Shadak hier mit der Mythic Fennec auf dem Weg, holt hier einen schönen Double Shot raus. Wirft seine Nade, macht einen Triple draus und dominiert den Hardpoint in der letzten Sekunde. Nächster Hardpoint in 7 Sekunden verfügbar. Es steht 75:54. Queen Joy Club führt hier eine kleine Nasenlänge weiter vorne. Und der Hardpoint ist wieder in der Gewalt des Queen Joy Club. 53 Sekunden auf der Uhr. Powerhouse International löst ab. Und Skirt versucht hier mit der Claw so viel zu verteidigen wie möglich, wird allerdings von hinten von Sun rausgeholt. Sun wird von Bingo eliminiert und McQueen holt Shadab. Incendio hier wird direkt rausgeholt von Xinan. Quingling Mitte wird rausgeholt. Shadab wirft seine Smoke, holt hier einen guten Kill, hat hinter sich allerdings noch einen Gegner, hat er nicht gesehen, wird hier von 2 überrannt.
Und Queen Joy Club führt weiterhin mit jetzt 92 zu 65. Sun wird hier von Shaddock rausgeholt. Shaddock hat hier sehr, sehr gute Karten, ist hier mit dem Sparrow unterwegs. Holt einen 5th Kill straight up hintereinander. 2 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint noch in der Gewalt von Powerhouse. Hardpoint jetzt wieder neu identified. 32 Meter entfernt von McQueen und ist in 2-1 jetzt online. Und wird direkt von Queen Joy Club dominiert. Shadab jetzt hier unten vorhanden. Yangi versucht zu verteidigen. Holt einen schönen Revenge-Shot. Aber kann sich gegen Shadab nicht durchsetzen. Xinnen wird hier ebenfalls rausgeholt durch Skirt. Shadab hat hier noch einen rausgeholt, wird allerdings von Quingling gerecht. Mingo holt Quingling raus. Und wir haben hier wieder ein wildes Hin und Her. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Hardpoint war jetzt überwiegend in der Gewalt vom Queen Joy Club. 28 Sekunden noch auf der Uhr. Steht 100 zu 86. Queen Joy Club holt sich hier die Führung. Und hat jetzt noch 20 Sekunden im aktuellen Hardpoint zu verteidigen. 15 Sekunden noch auf der Uhr für den aktuellen Hardpoint. Powerhouse rückt vor, umkämpft diesen Hardpoint. 10 Sekunden noch. Nächster Hardpoint ist bereits bekannt, 24 Meter entfernt. Incendio hier mit der Grau unterwegs. Hat hier einen guten Shot gegen Xinnen. Skirt wurde hier von McQueen rausgeholt, genauso wie Sun ebenfalls einen eliminiert hat. Queen Joy Club führt derzeit mit 106 zu 95. Yang hier mit der Gravity Vortex Gun. Holt einen schönen Double Shot, 54 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint in der Gewalt vom Queen Joy Club. Incendio hier mit der War Machine. Und ein schöner Abschuss. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Queen Joy Club. Welche sich hier sehr, sehr stark durchsetzen und das Gegnerteam dominieren. 127 zu 96. Powerhouse International rückt vor in den Hardpoint. 22 Sekunden noch auf der Uhr. McQueen versucht hier vorzudringen. Hat hinter sich einen Gegner. Incendio hat ihn hier noch gesehen und erwischt. Keine Chance für ihn. Queen recht allerdings. Und wir haben hier Shadab, der jetzt in Richtung des Next Hardpoint vordringt. Und Shadab wird hier ziemlich dreckig rausgeholt. Aktuell 131 zu 115. Beide Teams liegen sehr, sehr nah beieinander. Hardpoint geht noch 56 Sekunden und ist in der vollen Gewalt vom Queen Joy Club. Quingling hier auf dem Balkon angelangt. Sun weiterhin unten am Erdboden und versucht hier in den Hauptpoint vorzudringen. Shadab wird rausgeholt. Quingling weiterhin oben auf dem Balkon. Versucht hier einen Überblick zu bekommen, aber hat hier keinen im Visier. Bingo unten im Hardpoint wird hier allerdings rausgeholt von Sun. Incendio holt Sun wiederum. Und Skirt versucht es hier mit der Claw. Kommt damit aber nicht wirklich weit. Und Queen Joy Club führt jetzt mit 143 zu 121. Hardpoint geht noch 20 Sekunden. Derzeit umkämpft. Und jetzt wieder in der Gewalt vom Queen Joy Club. Yang weiterhin mit der Fennec unterwegs, genauso wie Xiang. Und McQueen mit dem Sparrow versucht hier vorzudringen. Hardpoint immer noch in der Gewalt des Queen Joy Club, welche jetzt mit 160 zu 122 führen. Hardpoint jetzt geschlossen, nächste öffnet in 7 Sekunden. McQueen macht einen guten Strong Shot gegen Ironfall. Sinan wird hier von Shadab rausgeholt. Und Hardpoint ist wieder in der Gewalt des Queen Joy Club, wird hier aber direkt abgelöst von Powerhouse International. 50 Sekunden auf der Uhr. Powerhouse dominiert jetzt und versucht sich den Ausgleich wahrzumachen. McQueen hier mit der Grau holt einen schönen Double Shot raus. War eine knappe Sache, aber er hat es doch geschafft. Yang hier an der Treppe versucht alles zu safen. Smoke wurde gelegt. Sinan macht hier Blind Shots, wird allerdings von hinten rausgeholt. Incendio hier mit der War Machine. Killt sich beinahe selber, aber hat es doch noch überlebt. Und der Hardpoint ist weiterhin in der Gewalt von Powerhouse International, die jetzt stark aufholen. Es steht 170 zu 143 für den Queen Joy Club, welcher jetzt wieder den Hardpoint eingenommen hat, der noch für 8 Sekunden aktiv ist. Nächster Hardpoint, wie ihr seht, findet in der Mitte statt. Einer der schwersten Hardpoints, weil man von allen Seiten beschossen werden kann und keinerlei Deckung unten vorhanden hat.
McQueen hier mit der Grau auf dem Balkon. Hat hier im Bingo im Blick gehabt. War allerdings zu spät dran. Bingo jetzt unten am Hardpoint. Wird hier allerdings auch direkt vom Xenon rausgeholt. Es steht 184 zu 143 Hardpoint in der Gewalt von Powerhouse International. 50 Sekunden noch auf der Uhr. Und Powerhouse versucht jetzt hier einen Ausgleich des Punktestands. Skirt wird hier allerdings straight up von Quingling rausgeholt. Bingo mit dem Purifier H2O. Holt er, ganz knapp, aber hat doch noch den Kill bekommen. Setup hier auch gestorben. Skirt mit der Grau unterwegs, genauso wie Mercury, welcher jetzt eliminiert wurde durch Bingo. Incendio holt Sun und Xinnen jetzt am Hardpoint. Holt leider nicht den Kill, wird von 2 Powerhousern überrannt. Und Queen Jai Club führt immer noch mit 188 zu 168. Powerhouse allerdings jetzt im Hardpoint. 5 Sekunden noch auf der Uhr. Hardpoint ist umkämpft. McQueen hat's erwischt. Hardpoint ist geschlossen. 188 zu 173. Next Hardpoint öffnet in 2-1. Hardpoint ist offen und der Queen Jai Club ist direkt vor Ort. Die ersten Nades sind bereits wieder reingeflogen. Queen Jai hat's hier versucht, leider auch nur 2 Kills rausholen können. Shadow in der Nähe des Hardpoints. Incendio mit der War Machine versucht hier vorzudringen, holt einen schönen Berserker-Kill. Incendio hier unterhalb der Treppe holt einen wunderschönen Revenge und Double Kill. McQueen weiterhin am Hardpoint in der Nähe. Hardpoint jetzt umkämpft, 25 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint in der Gewalt von Powerhouse International. Aktueller Punktestand 217 zu 175. Queen Jai Club holt ihn sich direkt zurück. 15 Sekunden noch auf der Uhr. Queen Jai Club braucht nur noch 26 Sekunden, um diesen Win für sich zu bestimmen. 5 Sekunden auf der Uhr. Powerhouse aktuell noch im Hardpoint. Und Queen Jai Club hat die letzte Sekunde noch dominieren können. 227 zu 185. Nächster Hardpoint in 3, 2, 1. Hardpoint online. Und wir sehen eine gute Predator placed von Incendio. 53 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint direkt umkämpft. Queen Jai Club holt sich die Führung. Und hier holt Queen sehr, sehr schönen Shot gegen Skirt. Und Shut Up. Quingling wird hier allerdings auch direkt von Siren rausgeholt. 239, 287, 34 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint in der Gewalt von Queen Jai Club. In den letzten 30 Sekunden, er steht 244, 287. Queen Jai Club nur noch 3 Punkte entfernt. 2, 1 und Queen Jai gewinnt mit 250 zu 187 und macht damit das 1 zu 0. Happened after capitalizing on the mistakes of the opponents and making them always. I don't think we saw more than a single moment of the control over on Powerhouse, and that was on P1 at the very beginning of the game. After that, they were just trying to constantly catch up onto the opponents, but that just never happened. No, it didn't. Again, I felt like that. Ja Leute, genießt das Replay. Wir starten gleich in Match Nummer 2 von maximal 5. And then they just completely give it up. Through the first set of hard points, it was like 10-15 seconds left inside P2. Screw it, play for P3. Try to get yourself that money rotation, and they just allowed Q9 to quite literally waltz into what was a small lead. We were like, okay, you know, first set jitters, whatever may have you. And then it happened again in the second set, and that's exactly what makes Q9 just so deadly. And what we saw yesterday, they remain flawless on hardpoint on the weekend thus far. You give this team any inch to breathe in a hardpoint, any setup to have for themselves, they'll turn it into a lead. And I mean, you said it perfectly, the way that the side of Powerhouse could have Ja Leute, hier die Match Details. MVP ist Quingling mit einer KD von 44 zu 35 und einer Hardpoint Time von 46 Sekunden mit einem Impact von 141 Punkten. In Powerhouse haben wir hier Shadow mit einer KD von 53 zu 41, einer Zeit von 1 Minute 2 und einem Impact von 161. Just try to show some more here on the hard point, because if I'm being honest with you, when it comes down to search and destroy and then the control, it's gotta be for Q9. It just has to. You would think so. For Q9, again, as far as a region is concerned, coming straight out from China.
Search and Destroy has to be, well, I hate to really utilize this pun, but a powerhouse, isn't it? They have spent so much time just being able to perfect their Search and Destroy. And again, you go back to the last time these two teams have faced off against each other at CDFI, the way that Q9 club were able to beat Powerhouse International, they took both the 2 and the 5. There's one thing that they know for certain is that their Search and Destroy will be relatively strong. We've seen that throughout many, many different tournaments from Q9's perspective. But we are going over towards Meltdown. And as for Powerhouse's perspective, they only played it once. That was yesterday. It was a 3-7 loss of all things versus Standpoint, another Chinese team, would have thought. But clearly you left it through inside of this best of 5 because you did not want to face them on the Express or the Tunisia. That was the last 2 maps in Search and Destroy that they lost to versus Q9 across the pond. So you better hope that you had some immediate turnover going into this Meltdown if you are Powerhouse. Would you say that this map number 2 was a must-have? I'd say that they definitely play the cards right to prevent complete disaster on the Search and Destroy. You said it yourself with those both being Express and Tunisia. I feel like a lot of you guys have seen those clips on Twitter from Son with a sniper killing 4 people nearly at a time. It was just insane how he plays with that sniper. And today, I feel like he was smart. He was smart, but it doesn't take away the fact that Q9 are just so dominant that it is just that difficult to attempt any sort of way. Maybe you prevent them from playing their best, but even their second to best or even third to best is quite difficult to play against. We'll have to see how it all pans out. Again, I can only imagine that we are probably just mere moments away from hopping in towards this map number 2. It's going to be a big one as you see Q9 having themselves some conversations. Same for Powerhouse on how they could potentially take this map number 2 away from Q9, who also played this map a single time yesterday. It was a 7-4 win versus Vitality, which if there's anything we learned off of in our last series, you do not sleep on India. Those guys came to play. Got the graphic on the screen. Verticality as it may be, it is time to get into map number 2. You feel like that Powerhouse, if they want to try to at least take this and try to really increase their chances to stay alive. Ja, Leute, wir gehen in die zweite Runde. Powerhouse versus Queenjoy Club, welcher mit 1:0 führt. Eine Runde Search and Destroy Target, wie gewohnt 7 Wins, um dieses Match für sich zu behaupten. Wir sind, Powerhouse jetzt auch schon direkt nur noch mit einem Spieler, und zwar Shadab auf dem Feld, welcher hier Quingling rausholt, der ihn nicht gesehen hat. Ein 1v3 und damit haben wir das 1:0 für den Queenjoy Club. Und rein in Runde 2 der Quarterfinals. Sind hier auf einem guten Weg Richtung A, wo er schon von 2 weiteren erwartet wird anscheinend. Sun hier mit einer Locus Electron versucht hier Gegner auszumachen, ganz knapp einen nicht entdeckt. Aktuell ein 4v4, 2 Spieler sind bereits gestorben. Wir sind hier beim Mergui, welcher hier mit der Grau unterwegs ist. Wir sehen die Luftperspektive. Aktuell die 2 und 3 sind hier unten vorhanden. Die 1 ist ziemlich in der Nähe von ihr. Die Bomb has been planted by Quingling. 41 Sekunden auf der Uhr. Bomb ist geplantet bei B. Wir haben ein 3 vs 3. Bingo, Shadab und Cringe müssen jetzt gegen Quingling, Sun und Mergui antreten und diese Bombe diffusen. Quingling hier derzeit mit 3 Kills auf dem Weg, wird hier von Shadab rausgeholt, welcher hier auch Mergui rausgeholt hat. Damit haben wir das 2:0 für den Queenjoy Club. Und wir starten in Runde 3 in 3, 2, 1. Queenjoy Club hat die Bombe. Hat sie allerdings noch nicht mal aufgesammelt. Wir wissen nicht, was es damit auf sich hat. Allerdings hat der Q9 Club die Bombe
nicht aufgesammelt. Habe ich so noch nie gesehen. Kann allerdings auch einfach eine Taktik sein. 2:0 führen sie derzeit gegen Powerhouse International. Weiterhin noch ein 5v5. Und jetzt wurde die Bombe auch mal aufgenommen in Gewalt von Quingling, der jetzt hier zu AV drängen möchte, wo bereits die 3 Incendio anscheinend auf sie wartet, der sie direkt im Visier hätte, sobald sie auch noch hochkommen wollen. Und da, oh, mein Freund, da hättest du einen schönen Kill machen können. Aber egal, Incendio zieht eine Sekunde zu früh weg. Aktuell immer noch ein 5v5 und Xinnen ist First Blood dieses dritten Matches. Kompletter PRH ist jetzt an A. Und Moskwi ist der letzte aus Qingjai Club. Hiermit eliminiert und Powerhouse holt sich das 1:2. Wir gehen in die nächste Runde. Wir werden sehen, ob Powerhouse jetzt ausgleichen kann oder nicht. Oder ob Qingjai Club jetzt ihren dritten Point holt. Xinnen hat die Bombe. Und Powerhouse rennt hier mit ihrem kompletten Squad zu B genau in die Arme des Qingjai Club. 4v4, 4v3, 3v2, Xinnen und Quingling die letzten aus ihrem Team. Und Xinnen ist der letzte Q9, der hier noch ein 1v1 provoziert hat und das 1v1 gewonnen hat. Damit haben wir einen 1:3 Punktestand. Q9 führt. Und wir starten in 5 Sekunden in Runde Nummer 5. Los geht's, Q9 hat die Bombe aufgesammelt, rennt Richtung A. Quingling hier weiterhin mit der Grau 556 unterwegs. Macquee schmeißt hier schon mal seine Nades. Noch mit Power. Ja, jetzt auch auf die Grau geswitcht. Mit Xinnen, welcher direkt bei A die Bombe plantet. Bomb has been planted. Beide Teams jetzt bei A in einem finalen Kampf. Und Powerhouse und Qingjai Club nur noch mit 4 Spielern auf dem Feld. Oh, Macquee macht einen richtig schnellen Triple Kill. Und damit macht Powerhouse das 1:4. Q9 führt um einige Nasenlängen. Und wir starten in Runde 5 rein. Qingjai braucht nur noch wenige Kills oder Plants, um hier zu gewinnen. Powerhouse jetzt auf dem Weg zu A. Powerhouse derweil, Q9 derweil bereits bei B. Und Jang placed hier die Bombe. Bomb has been planted. Komplett Powerhouse ist jetzt auf dem Weg zu ihnen. Und wir sind jetzt in einem 3v3 zwischen Powerhouse und Qingjai Club. Irfanji hier mit seinem Teammate auf dem Weg zu B. Es könnte eine knappe Sache werden. 2v2, 1v1 und Irfanji hat hier das 1v1 verloren. Damit 5:1 für den Q9 Club. Und wir haben einen ersten Side-Switch, mit dem Powerhouse jetzt nochmal versuchen kann, den Ausgleich zu schaffen. Irfanji mit Shadow hier auf dem Weg zu B, um hier die Bombe zu placen. Das komplette Team von Powerhouse ist jetzt hier unterwegs. Shadow wird hier gescoped von Sun. Jangi hat hier keine Chance vorzudringen. Skirt hier mittlerweile schon beinahe alleine. 2v3 derzeit. 2v1. Und damit haben wir das 5:2. Powerhouse holt ihren zweiten Punkt rein. Und wir starten in Runde
Nummer 8. Quinjoy Club führt weiterhin mit 5:2. Hier sehen wir Sun auf dem Weg zu B zum Defenden als einziger aus seinem Team. Kommt es hier auch derzeit nur mit einem zu tun. Yang hier bei A versucht hier noch einiges zu verteidigen. Die meisten sind auch schon auf dem Weg zu A. Sinnen hat es hier gleich mit 2 Enemies zu tun. 1v3, keine Chance. Xinnen ist raus. Wir haben ein 4v4. Q9 gegen Powerhouse. 7. Runde. Infantry wird rausgescoped. Sun ist raus. Zheng holt hier Skirt und damit das 6:2 für den Quinjoy Club. Letzte Runde für Q9. Q9 braucht einen Punkt. Powerhouse 5. Wir starten rein. Powerhouse direkt auf dem Weg, genauso wie Q9 Club. Q9 splittet sich in 2 und 3 auf 2 Richtung A, 3 Richtung B. Incendio hier mit der Locus Electron. Oh, knapper Shot, knapp daneben ist aber auch vorbei. Incendio zieht weiter. Sinnen hier in einer 2v1 Situation. Aktuell keine Verluste auf beiden Seiten. Und wir warten auf weitere Aktionen der Teams. Sinnen jetzt auf einem guten Weg Richtung B. Weiterhin ein 5v5. Es gab noch keine Kills. Bombe ist immer noch im Besitz von Shirt. Und Bomb has been planted by Shirt. Und hier haben wir First Blood by Sun. 2 Kills straight up hintereinander. Dritter ging daneben. 5v3. 5v2. Powerhouse liegt weit hinten. Und wir haben ein 3v1. Last Player vom Powerhouse ist dead. Und Q9 kann jetzt entspannt die Bombe diffusen und holt damit das 7:2 und gewinnt damit diese Runde Search and Destroy. Sehr starker Einsatz beider Teams. Quinjoy war hier allerdings weit mehr abgesprochen. Und ja, Leute, ist nun mal ein Hin und Her. Ist auch normal, wir kennen es aus letztem Jahr aus den Finals. Und ja, meinen größten Respekt an Quinjoy. Gute Leistung, gutes Spiel. Und wir warten jetzt auf Informationen der nächsten Runde, beziehungsweise welches Team weiterziehen darf und welches nicht. Und danach schauen wir in Richtung Finale, welches immer näher rückt. Hier nochmal das Replay. Und nochmal zur Erinnerung, weiter sind derzeit im Halbfinale Luminosity und Godlike Esports. Jetzt entscheidet sich, ob Q9 oder Powerhouse ins Halbfinale einziehen darf und dann gegen Tribe oder die Wolves antreten darf. Sobald das Halbfinale durch ist, geht es dann wie gewohnt ins Finale, wo eins von 2 Teams sich als Bestes der Welt herausstellen darf. Just have 2 different plans and they commit to them. I feel like Q9 had 4, and when your opponents have 4 different approaches to the same map, how are you supposed to have it right every single time, right? The side of Powerhouse tried to predict at least 2 or 3 of those rounds. They just didn't get it, and because of that hit or miss interaction is that Q9 was constantly getting them outplayed. You said it perfectly. Being unpredictable is something really, really important, and more so in a map like Meltdown that I feel like it's so heavily orientated on the beginning of you strategizing, not necessarily being super quick, but how you position takes a huge impact on what potentially could happen on those rounds. Here's the scary part. If you're looking at this from Powerhouse's perspective, you were down 0-2. It's a single elimination bracket. You have to reverse sweep Q9, the #1 team from China, for Garena's last hope. Here at Worlds, at DreamHack Atlanta, Worlds 2023. Now, I will say this much. Raid control is good for a multitude of reasons, and that's not just for one side of the stage. This is Q9's most played control map. They definitely prefer to see it comparatively to, say, a standoff. However,
the last time these two teams faced off against each other at CDFI, Powerhouse won this 4-0. Okay, yeah, that's something you touched on earlier. That's huge in a way for them. That is going to be really, really important for Powerhouse. Yet again, it's still their last chance, you know? Even if it's your best game mode, there's gonna be a little bit in the back of your head thinking, this is it. This is it. We have to, like you mentioned, reverse sweep. And this is the first step. We cannot tumble. We cannot even be weak for a second, because if you are completely eliminated. You said a single elimination is having that impact on Ja, this Leute, team. es geht in die nächste Runde. Powerhouse vs. Queenjoy Club. Und ja, den Modus kennen wir schon mehrfach jetzt gesehen in diesem Final. Und Leute, wir sind mittlerweile bei 3,5 Stunden Stream. Sehr, sehr schön, gefällt mir. Und ja, Powerhouse gegen Queenjoy Club. 3 Punkte sind zu holen. A zum ersten Drittel eingenommen. Vom Queenjoy Club 26 Leben für Powerhouse, 29 für den Queenjoy Club. Wir sehen hier Shadab schon die First Nade geschmissen. Sind hier mit der Chopper unterwegs. Auch ein seltener Anblick, aber man sieht auf jeden Fall, dass er damit umgehen kann. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Und wir warten auf größere Aktionen. 22 gegen 28 derzeit. How it works per se, but it's always fun to see it, right? When you begin to spray and pray with it through the walls is amazing. Now Q9, they just go no fear, just fine. Look at him go with the chopper going all across the map, already running out of bullets. Und Sinnen hier immer noch an einer guten Position. Derzeit noch 21 gegen 25, 24. Hier wird ein guter Kill von Skirt gemacht. Quingling holt hier allerdings Skirt direkt noch mit raus und folgt mit dem Kill gegen Bingo. Incendio hat derweil Sinnen rausgeholt. 19 gegen 23, 1 Minute 30 auf der UAB, weiterhin in der Gewalt von Powerhouse International. Gang hier an einer guten Position, versucht vorzudringen. Sinnen versucht hier die Tür zu safen und hofft natürlich auf Gegner von, bzw. Feindkontakt. Naukui hier an seinem Spawn stürmt ein Stückchen vor. Quingling hier gegen Bingo, keine Chance durchzukommen. Sun ganz, ganz knapp daneben geaimt. Ja, wird hier auch rausgeholt. Incendio hier im Fenster drin, versucht einen Überblick zu kriegen, aber keine Chance. Hat hier 2 im Visier, wird aber rausgeholt von Naukui. Sin hat Infran rausgeholt und Skirt Infran. Skirt legt hier richtig gut los, 14 gegen 13 derzeit. Let's see so far, hiding one way or another, tries to distract, eventually falls. That's 12-12. The War Machine in the hands of Incendio will begin to get a triple with this operator. Huge value off of it at a distance, continues to cause terror onto the Weiter geht's opponent's natürlich heart. auch in dieser Runde. Wir warten immer noch auf größere Aktionen. B immer noch in der Gewalt von Powerhouse International. 17 Sekunden noch auf der Uhr. 9 Leben für Powerhouse, 7 für den Q9 Club. 6 Sekunden noch auf der Uhr. 4 Leben für Q9, 6 Leben für Powerhouse und 4, 3, 2, 1. Umkämpfung. Q9 versucht es hier noch in letzter Sekunde zu wenden. Ne? 3v3 Gunfight jetzt derzeit zwischen Powerhouse und Queenjoy Club. 2 Sekunden sind gestoppt auf der Uhr. 2 Powerhouser, 3 Queenjoyer. Sinnen hier versucht alles, um die letzten 2 Powerhouser rauszubekommen. Und B ist... perfekt, Leute. Powerhouse wurde rausgeholt. Die letzten 2 Spieler von Powerhouse sind raus. Damit haben wir ein 1:0 für den Queenjoy Club. Wir gehen in die nächste Runde. 3 Sekunden und es geht los. 1 Minute 30 wie gewohnt auf der Uhr.
Und wir warten auf die ersten großen Aktionen der Teams. Bingo versucht hier Sparkles zu holen, Inframe keine Chance, Skirt versucht hier alles ein bisschen zu verteidigen, aber kann sich nicht wirklich durchsetzen. Bereits zu einem Drittel eingenommen von Powerhouse. Zweites Drittel wird jetzt endgültig zurückerobert durch den Queenjoy Club. 1 Minute 6 noch auf der Uhr. B ist jetzt umkämpft zwischen Powerhouse und Queenjoy. Nein, und hier wirklich alles, um die Points für sich zu behaupten. Allerdings versucht hier Powerhouse sich schon die erste kleine Konstanze von B zu krallen und das schaffen sie auch anscheinend. B und A gehören jetzt zu einem Drittel Powerhouse International. Wir haben noch 54 Sekunden auf der Uhr, die mittlerweile gestoppt sind. Bingo holt das zweite Drittel von B. Und wir haben hier Incendio. Incendio wird rausgeholt durch Macweak Sinnen, holt Shadow und B ist in der Gewalt von Powerhouse International. 1 Minute 50 auf der Uhr für Powerhouse International, um sich auch A zu krallen. B ist geschlossen. Dann ist Skirt. Sinnen jetzt am Point. Versucht hier für sein Team alles, um das Ganze hier noch zu safen. Powerhouse kommt hier nur langsam bis gar nicht näher. 1 Minute 28 auf der Uhr. Noch nur ein Drittel eingenommen von A derzeit. Mokui holt einen wunderschönen Double Shot, wird hier allerdings auch gleichzeitig noch mit rausgeholt. Sind in einer ziemlich guten Position und A ist immer noch nur zu einem Drittel eingenommen. 1 Minute 7 noch auf der Uhr, 9 Leben für Powerhouse, 16 Leben für den Queenjoy Club. Incendio ist raus, 8 Leben, 7 Leben gegen 16 und nur noch 52 Sekunden auf der Uhr. Sun aktuell mit 7 Abschüssen. Mokui, ja, Sinnen mit 15 Abschüssen, gerade MVP seines Teams. Mokui folgt ihm. Und nur noch 2 Spieler für Powerhouse auf dem Feld. 14 Leben noch für den Queenjoy Club. 32 Sekunden noch auf der Uhr. Q9 ist kurz davor, dieses Match zu beenden. 20 Sekunden noch auf der Uhr. 13 Leben für Queenjoy, ein letzter bei Powerhouse. Und, oh, Incendio holt einen schönen Kill. 8 Sekunden noch auf der Uhr. Und Queenjoy holt sich das 2:0. Wir nehmen einen Side-Switch und wechseln einmal die Seiten auf der Karte. 1 Minute 30 wieder auf der Uhr. 30 Leben für beide Teams. A und B noch in der vollen Gewalt von Powerhouse International. Queenjoy braucht nur noch einen einzigen Sieg in diesem Match, um Powerhouse zu eliminieren und damit vorzurücken. Q9 holt sich gerade das erste Drittel von B. Und damit ist das erste Drittel beinahe jetzt eingenommen. Sinnen momentan mit der War Machine unterwegs. Switcht auf die Boxhandschuhe. Sun mit dem Purifier. Sinnen mit der Fennec holt einen wunderschönen Shot gegen Skirt, holt seine Puri-Date heraus und damit einen Double Kill. Und holt noch Shadow mit vom Feld. 20 Leben für Powerhouse, 29 für Queenjoy Club. B ist komplett in der Gewalt von Queenjoy und Powerhouse hat nur noch A übrig. 2 Minuten 12 auf der Uhr. 17 Leben für Powerhouse, 26 für Queenjoy. Twinling hier mit der Claw. Versucht hier noch ein paar Kills zu holen. 15 Leben nur noch für Powerhouse, 14 Leben für Powerhouse, 10 Leben Unterschied.
Weiterhin 10-9 Leben Unterschied. 1 Minute 50 auf der Uhr. A gehört noch Powerhouse International. Dann haben wir in Revenge hier mit dem Equalizer unterwegs. 12 Leben noch für Powerhouse, 20 Leben für den Queen Joy Club. A weiterhin in der Gewalt vom Powerhouse. Und Yang holt einen Kill, wird aber direkt mit rausgeholt. 10 gegen 17. 1 Minute 20 ist noch übrig. Sinnen wird hier ebenfalls rausgeholt. 9 Leben nur noch für Powerhouse. Wingling hier an einer guten Positioner. Und wir warten auf größere Aktion. 7 gegen 14. Queen Joy Club hat hier die doppelte Anzahl an Spielern. 6 gegen 10, 5 gegen 10. 57 Sekunden auf der Uhr. 4-3 gegen 10. Maukui ist dead. Sinnen versucht es hier. 3 gegen 9. 2 gegen 8. 1 gegen 8. 1v8, 1v7. Und damit holt sich Queen Joy Club mit 3:0 den Win in dieser Runde. Ja, Leute, Queen Joy hat eine sehr, sehr starke Performance gezeigt, ein 3:0 herausgeholt und gewinnen dieses Match. Hände werden wie gewohnt geschüttelt. Größten Respekt natürlich an alle Spieler, die hier dabei sind und sich beweisen können und wollen. Damit hat Queen Joy auch das Match gewonnen, wodurch ein weiterer Clan raus sein sollte. Ja, Leute, Queen Joy gewinnt. Powerhouse ist damit raus. Und wir sehen Powerhouse womöglich nächstes Jahr wieder. We talked about this before we got into match number 3, and I was like, it might be another 3-0. And I was talking to Shift. He said, no, he's like 3-1. I think everybody was certain it was going to go a little bit farther, but I don't know what's in the water today. They are not only 3-0s, but they are decisive 3-0s. Yeah. Like, these teams came to play. I think it's terrifying to really speak of the continuation of the tournament, right? Because when you're coming away from best of 3s yesterday during the Swiss stage, and you're coming in towards the, I'd say, the truer portions of the tournament, now in towards a single elimination bracket, it's a best of 5. This is where you feel like that teams are really going to play at their best. Yeah, it absolutely has to be. And, well, I mean, I feel like Glitter said it perfectly. The way that these 3 have won is not by a little bit. It's not by a single decisive play, but across the board how dominant they are being against other top 8 players. Top 8 teams across the world. I'm just impressed by how this day has gone by. I was not expecting to see 3-0s so far today, if I'm being honest with you. Look at that hype. That is the hype we love to see, celebrating the win. Q9 now moving on in the competition, solidifying their spot in tomorrow. The top 4 so far, like you guys have said, are showing why they deserve to be the top 4 right now. They're not letting anybody get the best of them. And I don't know if it's just the day, if they did some good VOD review from yesterday, whatever it was, it is working. And I am impressed. But of course, we can't have another match without another winner's interview. So F-Dot, standing by. Thanks so much, Glitter. We are here at the bomb wall again, and I have here a member from Qingzhou Club. Fantastic win, 3-0. You guys were extremely dominant. How'd you do it? 你们今天比赛表现非常的好，一直占领了主导地位，取得了3比0的成绩。你们是怎么做到的？我觉得我们就是靠着彼此的信任走下去。我觉得来到了第5阶段，没有什么是不可能的。 We've been trusting all of our teammates to do all the jobs for us, and now that we are at stage 5, we think nothing is impossible for us.
China's always been very good against the rest of the world, but now it's the time that it matters. Is anything going to change for tomorrow, or will you keep the strategy the same? 中国在对外的表现上一直打得非常的好。那我们在接下来的比赛中会有任何战术上的改变吗？还是我们会保持原本一直有的战术？我觉得战术可以是多变的，但是我们的信念一定是坚定的。我们会带着对彼此的信任，带着我们良好的配合，一直走下去，直到决赛或者直到我们结束我们的旅程。We have been playing a dynamic game, but our trust in each other has always remained the same. So we will continue to play our best until the next match, till the match after, or however long it takes. I love that. It seems to be all about family on these stages. That said, somebody's got to leave. You beat him on the server. Now it's time to knock him out on the wall. Ja, Leute, ein nächstes Team wird an der Wall weggenockt. PRHS ist raus. Wir sehen sie nächstes Jahr wieder, sofern sie nochmal antreten. Und Q9 Club ist eine Runde weiter. It was Q9 who just shut the door on Powerhouse's opportunity. That was a slow X too. You saw there was some pride and joy in that red. Like he was like very slowly just drawing the red line. He's like, yeah, that's right. I just did that in a 3-0 fashion. Went 5 maps last time, not today. But I gotta say, this Q9 Club roster, when it comes down to it, definitely some considerations when it comes down to hardpoint. Clearly flawless on the entire weekend so far. That was probably the biggest test for them of all. I would definitely say that Powerhouse kind of gifted them a lot of different opportunities to be able to get the lead that they did on takeoff. But their search and destroy and control looked absolutely perfect. Yeah, at this point they just now get to sit back in, relax for a little while as they wait to find out who their opponent will be. They gotta be super happy. We saw how proud of themselves they were. Ja, Leute, hier nochmal das Bracket. Luminosity Gaming gegen Godlike Esports sind im Halbfinale und der Queen Joy Club wird als nächstes dann gegen Tribe Gaming oder Wolves Esports antreten, die als nächstes ihr Match feiern. Tribe Gaming gegen Wolves Esports ist upcoming. Und wir werden sehen, wie das Ganze läuft. Ihr wisst, mein persönlicher Favorite, Tribe Gaming. Ich möchte diese Männer im Finale sehen, genauso wie letztes Jahr. Und ja, das Ganze wird sich in wenigen Minuten zeigen. Like it's going to be really, really exciting. We have Tribe versus Wolves to close out our entire competition. This might be the only one that goes the full distance. Ja, Leute, up next Quarterfinal 4 und damit das letzte Match des Tages. Wolves Esports versus Tribe Gaming. Nach diesem Match geht's erst morgen weiter ins Halbfinale, wo wir dann sehen werden, ob Luminosity Godlike Esports besiegen kann oder ob der Q9 Club seinen jetzt kommenden Kontrahenten besiegen kann. Before that, though, we're going to send you to a short break, so make sure you get yourselves ready to go, because when we return, our 4th and final quarterfinal match between Tribes and Wolves. Don't go anywhere. Ja, Leute, wir starten in eine kleine Pause mit Replay-Szenen, bevor es dann in das finale Match des Tages geht. Und ja, genießt die kleine Pause. Wir hören uns gleich wieder zum letzten Match und dann geht's morgen weiter. The Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy, DHL, and the United States Air Force.
Ja, Leute, jeden Moment geht's weiter zum letzten Quarterfinal-Match zwischen Wolves und meinem persönlichen Favoriten Tribe Gaming. Das letzte Match des Tages, bevor es morgen ins Halbfinale und dann ins Grand Final geht. Wir sind zurück in der Pro Series Call of Duty Mobile World Championship Finals 2023 in Atlanta. Ich hier live aus Deutschland. Und Leute, letztes Match des Tages. Luminosity streicht hier nochmal Cagendra durch. Und die Wolves dürfen jetzt gegen Tribe antreten. Und wir werden sehen, ob vielleicht Luminosity im Finale gegen Tribe kämpfen darf. Dann dürfte Tribe nämlich gegen zwei ihrer ehemaligen Spieler antreten. Dazu hatte ich mich ja im Stream gestern schon geäußert. Hier sehen wir nochmal SPGs Cutout. Und ja, hier nochmal PRHS Powerhouse, als sie verloren haben. Gut, Leute, letztes Match geht in jedem Augenblick los. Oder wer Lust hat, kann natürlich gerne nächstes Jahr auch nochmal hingehen. Mein größter Traum ist es natürlich auf jeden Fall da auch mal live dabei zu sein. Wäre absolut geil. Aber jetzt haben wir erstmal nochmal ein letztes Match für den Tag vor uns, welches in einigen Augenblicken beginnen wird. Tribe Gaming versus Wolves. Einer bleibt, einer geht. Yeah, I think this is going to be a really, really enjoyable way to close out day 2 of our competition. Match number 4, like the boys are saying, it is between Wolves and Tribe. It's going to be exciting, so hopefully everyone at home is ready, sitting down. You've got yourself settled to close out our competition. If you're here live with us at the event as well, we've got some chairs. Come watch to see how this one goes. It's going to be really important. Honestly, if you're the players, maybe come do a little bit of scouting in the process as well. It's here. You can't miss it. I don't think it's going to be the 3-0. I was telling you in the green room, and I was telling properly, I was telling you it was going to be another 3-0 for this one. I think this is the one we avoid the 3-0. There's a lot of frame up we could put into this. So I'm just going to tease you and say, if it were to be a 3-0, let me put it this way, actually. Do I tease it too soon? If Tribe want to win this match, it has to be a 3-0. That's all I'm going to say. And we'll talk more about it when the maps come out. I've got a little insider info. But I will say that this is going to be a really tall ask, I think, based on what Wolves showed us yesterday versus what Tribe showed us yesterday, let alone how coming into this event, their map pools generally would play up against one another. There had to be a lot of finesse in the veto process for Tribe to have edge in this particular series based on what we've seen so far. It's really all I'm going to tease. But that given, like I told you towards the end, if it's going to be a 3-0, it's going to be a very close and competitive 3-0. Should it go a further distance and there's going to be 2 search and destroys being played, you have to favor that Wolves team. Their search and destroy is gross. Do you also have insider info? I have a lot of information. Where is he getting his insider info? I want insider info. It's not up my sleeve. I'm going to have to figure out where that source is. And I will figure out where that source is. Won't happen. Our players are getting themselves ready here for match number 4 before we can get them introed and hyped up. But of course, this entire event would not be possible. So we need to give a huge thank you to our presenting partner, Samsung, for providing devices with top-tier performance, crystal clear displays, and lightning-fast response times. The Samsung Galaxy S23 series has the absolute best-in-class devices for mobile gaming with exceptional battery life and incredible power. These devices are raising the bar for mobile gaming with unmatched speed from the newest, fastest Snapdragon platform ever, available only on Samsung Galaxy. With epic power comes epic gaming. Level up your game with the Galaxy S23 series to play just like the pros you see here today. Just had to take a moment to thank our presenting partner because this event is just so cool. You did a great job being the hand model. And you got the whole background set up with the logo and everything? I was made for this. Wow. You think I wore the vest to cast? No. This makes a lot more sense now. Makes me a better hand model wearing a vest. I'm really proud of you. Thank you. All right, now that we got through that, we can get back to getting ready for match number 4. I think we're just waiting on our players here, so let's start talking about it. Wolves
versus Tribe. Ja, Leute, letztes Quarterfinal. Wolves Esports versus Tribe Gaming beginnt in wenigen Augenblicken. Es bleibt spannend. Das letzte Match des Tages, bevor wir uns morgen fürs Halbfinale und das Grande Finale 2023 wiedersehen werden. Und in wenigen Augenblicken geht's auch schon los. Die Teams werden sich gleich bereit machen. Noch stehen sie nicht an ihren Pulten. Bedeutet, wir müssen noch ungefähr uns 1-2 Minütchen gedulden, bis es dann in das letzte Match geht. Und mein persönlicher Favorit hoffentlich weiterziehen kann. Es wird sich zeigen oder nicht. Ich gönn's ihnen. Klar gönn ich's auch Luminosity. Genauso auch Wolves, Godlike und dem Q9 Club. Und wir heißen jetzt unsere Teams auf die Stage willkommen. Für das Finale Quarterfinal haben wir Nummer 2 Teams aus China. Und zwar haben wir hier und jetzt den Wolves Clan. Ein Team, welches heute mehrfach gezeigt haben, dass sie zu mehr fähig sind, als man denkt. Immens starke Spieler, die ein Gameplay haben, welches ich so selten gesehen habe. Mega sympathische Menschen, auch allein schon vom Anblick her. Und ja, mal sehen, ob sie sich gegen den Rekordhalter und Sieger der letzten Jahre, Tribe Gaming, durchsetzen können. Und damit heißen wir jetzt auch unseren mehrfachen World Champion, zweifacher World Champion der Call of Duty Mobile World Championship, heißen wir willkommen Tribe Gaming. Say hello to Tribe Gaming! Ja, Leute, die All-Time-Favorites betreten die Stage. Tribe Gaming noch fröhlich am Lächeln, bevor es gleich absolut ins Schwitzen geht. Hier seht ihr nochmal alle Spieler. Alle sind bereit für ihr womöglich letztes Match in der Call of Duty Mobile World Championship 2023. Viel Glück an alle Spieler, die jetzt live womöglich ihre letzte Runde Call of Duty Mobile des heutigen Tages spielen werden. Alle sind bereit, die Spieler machen noch die letzten Einstellungen und dann geht's in die letzte Halbfinalrunde, Viertelfinalrunde zwischen Tribe Gaming und den Wolves. This is the #1 team from China. Given that they were already qualified, looking at what they were able to do across the entirety of the region and at CDFI as their champion, I think it was pretty much solidified with the way that they kind of dealt a swift hand to Q9 yesterday. Yeah, that's the bigger point that I was going to go into, was the fact that we talked about how China only beat China yesterday, and Wolves did a lot of that. Yes. And that's I think the overarching point that really kind of allows us to solidly say that, yes, this is indeed the best team from China, even though they come in as the #2 seed. The thing about the team yesterday, though, ja, Leute, nochmal Team Wolves Esports haben wir Zay, Pegyak, Swing, Nian und King. Sollten wir mittlerweile alle kennen, haben wir gestern schon gesehen, heute glaube ich auch schon gesehen. Und diese hervorragenden Spieler dürfen jetzt gegen den mehrfachen Weltmeister Tribe Gaming antreten, welche heute nochmal beweisen wollen, dass sie die Besten der Besten sind. Und diese wollen natürlich auch erneut einen Pokal mit nach Hause nehmen und in ihre Sammlung aufnehmen. Und ja, Leute, wir hören gleich wahrscheinlich noch ein Interview mit den Wolves, bevor es dann über zu Tribe Gaming geht. 这一次西方队伍惧怕东方队伍的原因，是因为在去年的比赛当中，我们就是战胜了不败神话的 Tribe 战队吧。Ja, Leute, die Wolves sagen, sie wären dazu fähig, Tribe Gaming, die ungeschlagener Weltmeister sind, ein für alle Mal zu besiegen.
Das wird sich jetzt zeigen. Ich hoffe es persönlich nicht. Ich möchte Tribe wieder an der Spitze sehen. Aber natürlich wünsche ich Wolves absolut Glück und gönne ihnen natürlich auch gerne den ersten Platz, wenn es dann so eintreten sollte. Und wir warten jetzt noch, bis Team Tribe vorgestellt wird.这一次北美队伍的话，我们是想交手的是 LG 跟 Tribe 吧，因为 LG 在这一年几乎就是大满贯吧，然后 Tribe 的话就是这一次是重组嘛，我们也想就是碰一下实力，所以说我最想碰到的就是这两支队。我觉得我最想跟 LG 交手吧，因为去年毕竟也输过他们嘛，我觉得今年我们一定能打回来。Listen, at this rate, every single team that wants to be the top team in the world is calling out LG Wolves once again, saying that that's who they want to be in order to take the entire title home. All I'm going to say is I'm not surprised. Again, when you have as much LAN experience as Wolves, enough competition to be able to essentially just fund the entire country at that point. Wolves want to take down the #1 team. They want to run it against LG and just prove to the point that not only are the #1 team from their region, but the world. On the flip side of that, they have to go up against the juggernauts in Tribe Shift. Let's talk about them. Yeah, we already kind of flirted with the idea of it. This is a rebuilt Tribe team, and it's actually really interesting that this is the matchup we get for a single elimination bracket because a lot of stress is going to be thrown to S-Thug and Rehan, considering how good Sai looked, especially after that little interview, kind of hearing that he's going to be the star. Those two need to step up in a major way. And again, looking at how they played through yesterday, there were a lot of major concerns in the road for Tribe. Coming out and not necessarily looking as convincing versus Powerhouse. They played a tight series versus Luminosity but fell short. And then the loss to TLE was where I was really like, bro, what is going on with this Tribe team? They should have no issue with it. They were eventually Ja Leute, Tribe Gaming dieses Jahr mit Rebelow, Solo aus letztem Jahr, Space, Struck und Rehan, Space auch aus letztem Jahr, Rebelow, Struck und Rehan sind neu dabei für dieses Jahr. Und ja Leute, 1-2 Spieler haben wir schon gesehen, die zu Luminosity gewechselt haben. Das könnte Tribe Gaming, wenn sie ins Finale mit Luminosity wie letztes Jahr einziehen, womöglich das Genick brechen. Wird sich dann auf jeden Fall zeigen. Aber jetzt beginnt erstmal das letzte Viertelfinal-Match zwischen Wolves und Tribe Gaming. I think that it's a very realistic case. I mean, should Tribe somehow come out on top of this series, I think that you realistically have them making their way all the way to face Luminosity in the finals. It would almost be poetic to a certain extent, but again, there's so many different question marks, there's so many different anomalies that could end up playing into an effect with a lot of different circumstances. It always just comes down to the maps. That's really bold to say because not only is this Wolves team looking really solid through and through every single mode, but Q9 just beat the brakes off Powerhouse. I think that to figure that we're going to get an LG and Tribe rematch at this point based on how the teams have looked would be egregious to say right now without seeing how this match goes first. Why said It's a big if, brother. If they 3-0 Wolves, again, there's a lot of ifs, there's a lot of question marks. That's why I don't do predictions. There's always a lot of ifs, don't worry about it. But we did get a chance to catch up with Tribe before this weekend to see how they felt about keeping the trend going and the wins under that Tribe banner. Hi, I'm Solo. I play for Tribe Gaming. I'm the IGL/team captain. Well, for me, I've always tried to keep it as simple as possible. Like, no matter what team I'm on, no matter who I'm playing with, the idea is to win, and that doesn't change no matter what. But definitely, I feel the pressure. Like, for instance, I just don't want to be the weakest link in terms of the dynasty of Tribe. So definitely feeling that pressure, but I don't know. Just got to win at the end of the day. The pressure, it's a lot, you know, like compared to the previous teams Tribe had, like they were like a bunch of good players, talented players, top players, you know, but like this year it's a different lineup, you know, so it's a lot of pressure on us, like new players that play for Tribe, you know, so we gotta like put up a show, you know, make it good and like go for the 3rd trophy. Oh, we've been doing a lot of research, we've been doing our own thing. Once we get on that stage, it's gonna be a different lineup, it's gonna be different play styles, it's gonna be different metas for Tribe Gaming. We've been working back in the lab, doing a lot of good things, and it's gonna pay off well. Like, I have a few friends in these other regions, and I talk to them about what their players are kind of thinking and what they're kind of wondering, and I've heard from a lot of them that they are just completely disregarding us right now.
and that has just been amazing to hear for me because I'm like, okay, we'll show these guys. We heard them mention it. There is a little bit of added pressure knowing that they might be a different roster, but there is a dynasty associated with Tribe, and they want to keep it within that home base. Yeah, I was talking to Dot backstage when I was taking my little bit of a break listening to Gil and Alan Cass, and that's where the entire phrase, they have big shoes to fill. These boots need to be made for walking. Ja, Leute, wir haben hier Vergleiche zwischen Tribe und Wolves. Wolves liegen hier eindeutig vorne, was die Statistik angeht. Und Tribe wird da jetzt wirklich einiges reißen müssen und sich nochmal neu beweisen müssen. Es ist ein komplett neues Team im Vergleich zu letzten Jahr. Das Team ist in die Fußstapfen der Champions getreten. Ob das eine gute Entscheidung war, wird sich zeigen. Wenn sie dieses Match gewinnen, war es wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Und dann kommt auf sie noch das Halbfinale zu, bevor sie mit sehr viel Glück den Titel weiterhin behalten können. Hardpoint kommt als erstes. Gebannt sind Arsenal, Takeoff. Map 1 sind Hascendia, Map 4 Apocalypse. Search and Destroy kommt danach mit Express und Slums gebannt. Map 2 ist Meltdown, Map 5 ist Tunisia. Danach folgt Control mit Standoff als Map 3 gebannt sind Raid und Crossroads Strike. Outside of that, Meltdown is Tribe's most played search, but it has not been convincing. And you do not want to go play Wolves on Tunisia. And then the final, Standoff for the Control, is great news for Wolves. They look pretty solid in it. They definitely don't want Raid. So that's essentially what we assumed it was going to be. This is a great map pool for Wolves. They got rid of Tribe's Arsenal, they got rid of Tribe's Slums, and they got rid of their worst control in Raid. I've got Wolves taking this thing if it goes anything beyond 3 maps. I agree with you. We already kind of poised that idea. It all kind of starts off with this Hacienda, and the only consideration that I do have for Tribe, just to play devil's advocate, is that they were able to at least outlast Luminosity on this map mode combination yesterday within the Swiss stage. Sure. All of that said, there's still some more considerations. We still have a lot of question marks about what does this new Tribe ceiling truly look like. And that's what we're about to find out. That's literally why we are here. We want the best of the best in the entire world making their way through to that top 4. So this is going to be an electric match, to be sure. The versus screen comes through, which means it is time for the 4th and final match of the day to determine our 4th and final team in our World Championship for Call of Duty Mobile. Let's see who takes this one home. It's going to be a good one. And again, I think this has to be for Tribe. You have to come out immediately. So Leute, das finale Match des Tages startet. Ein Team geht, ein Team bleibt. Tribe Gaming vs. Wolf Esports mit Hardpoint. Und Wolves ist hier direkt im Hardpoint, 53 Sekunden auf der Uhr. Tribe ist noch relativ ruhig unterwegs, umkämpft jetzt den Hardpoint und versucht hier... Rebelow wird rausgeholt, Nien folgt mit einem Tod direkt hinterher. Space, neuer Spieler, versucht hier den Hardpoint aufrechtzuerhalten, geht wieder nach oben raus, wird hier anscheinend rausgeholt. Wolves Xing haben wir hier unten wieder im Hardpoint. Hardpoint umkämpft, 30 Sekunden auf der Uhr. Zay versucht es von oben. Hardpoint ist wieder in der Gewalt von Wolves Esports. Es steht 15:7. 20 Sekunden auf der Uhr. Tribe momentan sehr schwach unterwegs und sehr zurückgezogen. Rebelow holt hier einen Comeback-Kill. Tribe momentan im Hardpoint. Versucht hier aufzuholen. Wird allerdings direkt rausradiert. 5 Sekunden noch auf der Uhr. Wolves wieder im Hardpoint. Es steht 30:14. Wolves führt mit doppelt so vielen Punkten wie Tribe. Tribe versucht jetzt, den Hardpoint in ihre Gewalt zu halten. Hardpoint in der Gewalt von Tribe. Wolves versuchen vorzudringen. Rebelow holt hier allerdings einen guten Kill. Rebelow hat sich selbst gekillt durchs Fahrzeug anscheinend. Okay, Leute, hat man selten gesehen. 30:32. Tribe holt sich hier eine minimale Führung. Aber Wolves löst sie auch direkt wieder ab. Tribe wieder im Hardpoint.
Rehan macht einen guten Kill, wird straight up rausgeholt. King hier am Hardpoint vorhanden, versucht vorzudringen, ist im Hardpoint drin, wird allerdings direkt von Rebelo rausgeholt. Rebelo ebenfalls raus. Space wurde von Peggy erwischt. Stark und Rehan holen hier den Versuch für die Führung. Momentan liegt Tribe mit 48:32 vorne. Hardpoint der nächste ist bereits bekannt. Zay momentan oben unterwegs, 57 Meter vom Hardpoint entfernt. Hardpoint ist gesperrt. In 5 Sekunden geht's los. Tribe führt derzeit mit 56:32. Zay wurde hier von Stuck absolut schnell rausgeholt. Stuck hier kurz überrannt worden. Hardpoint momentan in der Gewalt von Wolves Esports. Tribe versucht hier vorzudringen, aber Wolves verhindert alles, was sie auch nur irgendwo verhindern können. Zay wird hier allerdings von Stuck erwischt. Stuck und Rebelo hier absolut stark unterwegs, versuchen hier alles um ihre Wege durchzubahnen. Momentan hat Tribe hier auch eindeutig die mehr Abschüsse. Space momentan noch im Hardpoint. Hardpoint kurzzeitig umkämpft gewesen. Tribe Gaming führt mit 64:53 vor Wolves Esports. Und wir sehen hier wirklich ein wildes Hin und Her. Ein absolut spannendes Viertelfinale, wie man es selten gesehen hat. Peggy wird hier rausgeholt. Rebelo direkt wieder auf dem Weg. Keine Chance, an Man vorbeizukommen. Space holt hier Zay und Nian raus. King holt wiederum Space raus. Wir haben Rebelo, der hier mit Hilfe seiner Teammates einiges ausrichtet. King ist raus, Peggy holt Stuck und Rehab holt Wolves, genauso wie Zay Rian holt. Aktueller Punktestand liegt bei 62:68. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Wolf Esports. Tribe versucht hier wieder mit einem kompletten Team vorzudringen. Das komplette Team von Tribe jetzt auf dem Weg in Hardpoint. Wolves King durch Mythic Kylo eliminiert. Und Tribe ist im Hardpoint, sichert sich wieder einen minimalen Vorsprung von wenigen Punkten. 31 Sekunden noch auf der Uhr. Tribe liegt vorne mit 78:69. Knapper Vorsprung, aber Wolves holt sich direkt wieder den Hardpoint. Sei straight up wieder raus, 78:78. Wolves gleicht aus. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Tribe Gaming. 11 Sekunden noch auf der Uhr. Hardpoint umkämpft wieder in der Gewalt von Wolves Esports. Hier haben wir King, welcher um alle Ecken piekt und wirklich alles versucht, diesen Hardpoint zu safen. 1 Sekunde auf der Uhr. Hardpoint ist geschlossen. Aktueller Punktestand liegt Wolves mit 87:7 Punkte vor Tribe Gaming. Wolves macht hier einen guten Shot. Hat hier aber absolut keine Chance, wird sofort überrannt von 2 Tribes. Hardpoint ist online, 52 Sekunden auf der Uhr, jetzt umkämpft. Wolves Esport versucht sich hier den Hardpoint zu safen, aber keine Chance. Tribe rückt direkt vor und versucht den Ausgleich zu schaffen. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Wolves. Wolves liegt momentan um knapp 10 Punkte vorne. Wird hier von Rebelo rausgeholt. Rebelo absolut starke Performance bisher in der Runde gezeigt. Wolves allerdings sehr aggressiv unterwegs. Komplettes Team weiterhin gerade am Hardpoint unterwegs. Wolves führt gerade mit 100:91. Tribe sichert sich wieder den Hardpoint, 14 Sekunden auf der Uhr. Zay momentan mit der Claw unterwegs. Holt sich hier Solo, Rehab und Space. Peggy wird von Stuck rausgeholt. 2 Sekunden auf der Uhr. Wolves führt mit 106:93. Tribe müsste jetzt langsam anfangen, Energie reinzustecken und sich die Points zu holen. Nian holt sich einen guten Double Shot. Point komplett zugesmoked. Nian ist raus. Hardpoint wieder in der Gewalt von Wolves. Tribe stürmt rein, holt sich den Hardpoint. 44 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint jetzt wieder in der vollen Gewalt von Tribe. Es steht 100:111. Wolves holt sich den Hardpoint zurück. Wird hier direkt wieder zurückgedrängt. 36 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint wieder in der Gewalt von Tribe. Wolves sofort wieder zur Stelle und umkämpft, aber Tribe lässt sich hier nicht niedermachen. 26 Sekunden auf der Uhr. Tribe versucht hier aufzuholen. Liegt nur noch wenige Punkte zurück. Und Tribe schafft den Ausgleich. 15 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint weiterhin umkämpft. 10 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Tribe. Steht 112:118. 3 Sekunden auf der Uhr.
Und Tribe führt jetzt mit 123 zu 112. Nächster Hardpoint ist 56 Meter entfernt von Solo. Solo jetzt weiterhin auf dem Weg zum Next Hardpoint, um mit seinem Team Tribe Gaming hier nochmal eine ganze Nasenspitze nach vorne zu kommen. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Wolves. Tribe ist wieder drinnen, holt sich den Hardpoint zurück. 43 Sekunden auf der Uhr. Tribe führt mit 132 zu 115. Hardpoint kurzzeitig umkämpft und Wolves holt sich diesen Point zurück, aber nicht mit Tribe. Tribe direkt wieder drin. Wir haben hier noch Rehab mit dem Annihilator. Switch zurück auf die Fennec. Holt einen schönen Shot. Double Shot. Wird hier allerdings direkt gestoppt von King. Und Hardpoint geht noch 15 Sekunden. Tribe führt jetzt mit 149 zu 121. Wolves holt sich den Hardpoint zurück. Tribe direkt wieder an der Stelle und damit führt Tribe jetzt mit 157 zu 121. Nächster Hardpoint in 5 Sekunden online. Wir sehen Solo. Solo wurde schon direkt rausgeholt am Hardpoint. Zay auch oben schon unterwegs mit der goldenen Grau und lockt hier down mit seinem kompletten Team. Ja, im Hardpoint hat es jetzt mit 2 Tribes zu tun. Kriegt allerdings nur einen raus. Tribe direkt wieder im Hardpoint. Hardpoint 43 Sekunden noch aktiv. Tribe direkt wieder vor Ort, um sich diesen Point so weit wie möglich zu safen. Tribe liegt jetzt gerade vorne mit 170 zu 126. 33 Sekunden sind noch auf der Uhr. Target wie gewohnt noch weiterhin 250 Punkte. Wolves holt sich den Hardpoint zurück für die letzten 25 Sekunden. Tribe ist wieder auf dem Vormarsch. 3 Spieler auf dem Weg in Richtung Hardpoint. Hardpoint ist umkämpft und Tribe versucht es jetzt wieder umzudrehen. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Tribe Gaming. 10 Sekunden auf der Uhr. Nian hat hier keine Chance wirklich reinzukommen. 5 Sekunden Hardpoint wieder umkämpft. Und der Hardpoint ist closed down. Damit liegt Tribe mit 182 zu 137 vor Wolves Esports in dieser ersten Runde. Und der neue Hardpoint geht online. 1 Minute wieder auf der Uhr. Tribe ist direkt drin und saved sich die 190 Punkte. Hardpoint jetzt umkämpft, wieder in der Gewalt von Tribe. Wir sehen hier Solo, welcher keine Chance hatte, an Zay vorbeizukommen. Man holt ebenfalls noch Rebelo raus. Wir sind wieder bei Stack, welcher hier im Hardpoint einen schönen Kill holt, allerdings von der Seite auch von Xing rausgeholt wird. Tribe führt derzeit mit 196 zu 144. Wolves ist wieder im Hardpoint, wird direkt umkämpft von Tribe, welcher sich den Hardpoint sofort zurückerobern. 24 Sekunden noch auf der Uhr und Tribe benötigt nur noch 49 Punkte, um sich hier in ihrem ersten Match den Win zu holen. Zay jetzt gerade im Hardpoint, keine Chance gegen Rehab. Rehab hat ihn erwischt. Hagia auch wieder im Hardpoint. Hardpoint derzeit umkämpft. Jetzt wieder in der Gewalt von Wolves Esport. Tribe Gaming führt weiterhin mit 202 Punkten. Hardpoint jetzt wieder geschlossen. Wolves Esport liegt mit 157 Punkten zurück. Und Tribe ist schon mit dem kompletten Team auf dem Weg in Richtung Hardpoint. 49 Sekunden Hardpoint-Zeit werden noch benötigt. King holt einen schönen Longshot. Nian versucht es reinzukommen. King holt ihm den Kill. 48 Sekunden auf der Uhr. Tribe wieder auf dem Weg Richtung Hardpoint. Hardpoint immer noch in der Gewalt von Wolves Esports, die hier versuchen, den Ausgleich noch irgendwie hinzubekommen. Zay wird hier von einem Sparrow rausgeholt über eine Long Distance. Space jetzt im Hardpoint. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Tribe führt mit 220 zu 170. Rebelo holt hier noch ein paar gute Kills. Wird hier allerdings auch direkt rausgeholt von Zay. Zay wiederum von Space rausgeholt. Tribe führt mit 228 zu 171. Wolves wieder im Hardpoint. Hardpoint noch 7 Sekunden online. Next Hardpoint bereits bekannt gegeben. 4 Sekunden noch füllen. Hardpoint Rebelo jetzt wieder im Hardpoint. Wird hier in einem Double Clutch zusammen mit Stung rausgeholt von Zay. Zay holt ebenfalls noch Rehab direkt hinterher. In 4 Sekunden geht es in den nächsten Hardpoint. Tribe führt immer noch mit 228 zu 180. Wolves hat sich den Hardpoint gesaved. Space auf einem guten Weg. Wird hier allerdings direkt von der Killerdrohne von King rausgeholt.
Rehab keine Chance irgendwie vorzubringen. Der Hardpoint ist wirklich komplett besetzt von Wolves. Wolves beginnt jetzt hier an der Stelle richtig gutes Gameplay zu zeigen, um zu beweisen, dass sie besser sind als Tribe. Ting macht hier einen ziemlich starken Spawn-Trap. Tribe allerdings auch schon auf dem Vormarsch, versucht hier in den Hardpoint vorzubringen. Hardpoint umkämpft, 19 Sekunden auf der Uhr, 16 Sekunden auf der Uhr. Wolves holt sich den Hardpoint zurück und schafft damit beinahe einen Ausgleich. 224, 229 und Wolves hat den Ausgleich geschafft. 230 zu 229. Hardpoint ist closed down. Nächster Hardpoint in 5 Sekunden online. Tribe nicht vor Ort. Wolves gesehen jetzt im Hardpoint. Wird hier allerdings rausgeholt von Rehab. Rehab ist im Hardpoint. Solo unterstützt sie mit dem Equalizer. 49 Sekunden auf der Uhr. Tribe führt jetzt mit 240 zu 233. 10 Punkte noch für den Sieg. Hardpoint ist umkämpft. Jetzt in der Gewalt von Wolves Esports. 39 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint wieder umkämpft. Tribe rückt vor. Wolves holen sich zurück. 33 Sekunden auf der Uhr. Nien ist hier mit der War Machine unterwegs. Wolves benötigt 4 Sekunden. 3, 2, 1 und Wolves holt sich die erste Runde gegen Tribe Gaming mit einem 1:0. They had themselves somewhere near about a 50-point lead going in towards that set of hard points. Alan, that is despicable, to say the least. That way that Tribe were setting themselves up for that P2 looked great off of the spawn. That happened there from Raballo. But then they try to hit for what, 5 seconds on P2? Instead of rotating through office and pillars to get themselves inside of P3, through all of the kills that Wolves were able to find across the entirety of P3, which, by the way, all times that we were at P3, they were the initial ones there. They got themselves the operators. It came down to the last-ditch effort from the team captain of Solo with the equalizer there at the end. And it was just an operator advantage that Wolves were able to pull out there and keep them at bay there at P4. And I will say, not only is the decision for Tribe to hit that scrap time super costly, but at the same rate, you gotta hit the regain button. You can't just keep going in 2v5 and expecting that things are going to go your way. And then I think the final thing, maybe the more impressive part, we weren't really sure what Wolves are going to be able to give to us in the hard point. We knew that they're going to be a great search and destroy team, but their ability to manipulate spawns here, perfect. I mean, they're anchoring the left side of the map. They know for a fact that Tribe have to be hitting them from both sides, and then at that point, the operators of a War Machine and a Purifier aren't going to get beat. And Q9, I'm sure, just got injected with a huge life force, stealing that map away from Tribe. You can see the breath of fresh air, just immediately leaning back in the chair, just getting the job done. Ja, Leute, die Match Details MVP ist Wolves King mit 54er, 39er KD und 13 Assists, während Rebelow hier eine 44er, 42er KD hat mit 6.759 Punkten und einem Impact von 162 Points. Knappes Spiel, 9 Punkte Abstand. Aber was soll man machen? Tribe hat noch ein paar Chancen und ich hoffe, dass sie es hinkriegen. Absolutely the case. And that's just massive for the series, swinging even more favorably towards Wolves. Yes. I mean, again, it is a bit bizarre. Like, to get talking through the hardpoint vetoes, Tribe had to make a decision. Do we take out Takeoff or do we take out Summit? Those were the two maps that Wolves really ran through China on. So you had to pick your poison. Yeah. And somehow Summit still doesn't get picked. So it is a bit bizarre, and it kind of feels like, I think, when Tribe are looking at the map set saying, we kind of got away with one here. All we got to do is win our opening hardpoint, and we've got extra lifelines built into the series. Problem now is they didn't win their hardpoint, and the things start to look very dire in terms of how do you find a way to steal 3 maps somewhere in the mix here against a Wolves team that's very complete across the rest of this map set. Yes, they sure do, because we were setting ourselves up for that map number 2. It's going to go down on Meltdown. This is a map mode combination that we did see yesterday versus for this Wolves roster where they completely Ja, Leute, Map Number 2 ist Meltdown, welcher als nächstes gespielt wird. Modus noch nicht ganz bekannt. Und Tribe wird jetzt hier versuchen, das 1:1 zu machen. Yeah, absolutely the case. And that was the one thing we for sure knew coming into all this was that the Chinese teams were going to be a major threat in search and destroy. They value it a lot higher just in their format and play style than what we see out west normally.
And then that said, you know, there's a mixed bag of results here for Tribe. I'm just kind of going through the canals of my brain here, like thinking back to Tribe in particular on this map, and it's either hot or cold. And it's not just by instance of them playing it. Sometimes they have a super hot first half and a super cold second half. So it's not a convincing map for Tribe in any form. It's their most played, sure, but there's nothing out there that has me going and saying this is how Tribe for sure win this map, especially against a Wolves team that has looked really solid on it as well. Well, take it as what happened yesterday even. This was the map number 2 when they were facing off against Luminosity in the Swiss stage. Yeah, and LG's always had their number on this map. Absolutely, yeah. But it was still tied 3-3 at the half, but then once sides had swapped, Tribe were nowhere to be found. It's again almost feels very similar to what we just witnessed there on the Hacienda map number 1. They had themselves at least an even game, a little bit of a lead, and they couldn't close things out, let alone find some semblance of consistency to be able to win that map. Yeah. Here's the thing. Here's the John Madden comment. They have to play 2 good halves of Search and Destroy here. Boom. Have to have it. Fist bumps are out. Map surely loading. Wolves, huge advantage in the mode. But does Tribe find something over all of the reps they've had on this map to merit the selection, the pick, and a chance to even Ja up Leute, this die series? nächste Runde geht in wenigen Augenblicken los. Da sind wir Meltdown Tribe Gaming gegen Wolves Esports, die aktuell mit 1:0 führen. Search and Destroy 5v3 derzeit. Tribe liegt hier gut zurück. 2 gegen 4. Okay Leute, 2 gegen 3. Tribe versucht hier das Blatt zu wenden. Ne? Kriegen sie auch hoffentlich hin. Peggy placed die Bombe. That's fair though. Yeah. Tag with the plant. Wait, that's Doug. 2v2, King und Nian gegen Space und Stuck. Oh, Space ganz knapp daneben, wird hier von Nian rausgeholt. 1v2, Stuck gegen King und Nian. Nian holt Stuck, damit das 1:0 für Wolves Esports. Absolutely been electric this entire week. Realistically, his entire career finds 3 within that previous round. The sniper is nothing to bat an eyelash at. Tribe do need to be aware of these opening Runde 2 geht los. Wir sind bei 4,5 Stunden Stream, meine lieben Freunde. Und Tribe versucht alles hier jetzt noch zu gewinnen. Solo raus. 4v3, Tribe macht einen guten Ausgleich. 4v2, Peggy und King für Wolves gegen Stuck, Rehan, Space und Rebelo. Peggy und King immer noch die Last Players für Wolves Esports. Stuck, Space und Rebelo momentan noch auf dem Feld. Bombe wird momentan nur von Rebelo verteidigt. Stuck momentan unten unterwegs. King und Peggy beide unter großem Druck, hier die Runde zu gewinnen. 1 Minute 2 noch auf der Uhr. King, holt einen guten Headshot gegen Rebelo. 2v2. Stuck und Space gegen King und Peggy. King holt hier den letzten Tribe-Spieler, damit 2:0 für Wolves Esports. Tribe kommt hier anscheinend langsam ziemlich stark ins Schwitzen. Wolves führt momentan mit 2:0. 4 gegen 5, ein Tribe ist raus. Hit him with aggression, and if there's no answer defensively, just keep doing it until they figure it out. 3 gegen 5. And with Neon collecting another elimination and the bomb being Bombe wurde bei King platziert.
realistically all going to have to either come through mid or through the front of the defensive side of A. You don't have the numbers to try to do it. What Wartet throwables hier you auf die possibly have in your Gegner. arsenal to try to work your way back in. 5 gegen 3. Rehan looking for jump peaks. He's been tagged. King also gets a read in the player mid-map. King hier beinahe einen Shot rausgeholt. Peggia holt Rehan. Damit 2 gegen 5. 2 gegen 4. Tribe macht den ersten Kill und damit ist Tribe raus. 3:0 für Wolves Esports. Crazy call for a strategy. I mean, if you can't figure out our aggression, what are you gonna do? Just continue to be Runde Nummer 4. Tribe wird jetzt mal hoffentlich zeigen, was sie drauf haben. Ansonsten wird es anscheinend eine echt schlechte Entscheidung gewesen sein, ein neues Team aufzustellen. Wird sich hoffentlich zeigen. Die Leistungen von Tribe sind auf jeden Fall im Vergleich zu letzten Jahr sehr mangelhaft. Aktuell 4 gegen 5. Tribe hat schon wieder als erstes einen Spieler verloren. 4 gegen 4. 3 gegen 4. Leute, ich krieg das Kotzen. Tribe versucht's hier, hat aber keine Chance. 2 gegen 4. Die Wolves machen sich wirklich lustig über Tribe. Also das ist eine absolut schwache Leistung von Tribe, die dieses Jahr gezeigt wird. Schlechter und schwächer war dieses Team eigentlich noch nie. Aber naja, Leute, was soll man machen? Die Hoffnung steht immer noch, dass Tribe sich hier durchsetzen kann. Solo wird vom Peggia rausgeholt, damit ist Duck in einem 1v4. Oh, holt einen Kill. Ja, wird aber von Zay rausgeholt. Ein 4:0 für Wolves. Ja, Leute, meine persönliche Meinung, Tribe hat das schlechteste Team aufgestellt, das sie je aufgestellt haben. Keine Ahnung, warum sie Spieler an andere Clans abgegeben haben für die World Championship. Keine Ahnung, warum sie andere Spieler mit reingenommen haben. Und keine Ahnung, warum sie Ferg nicht mitgenommen haben, der sich für dieses Jahr angeboten hatte für die World Finals. Ja, werden sie wahrscheinlich bereuen, wenn sie jetzt hier rausfliegen. Wird sich dann aber auch zeigen. Aktuell immer noch ein 5v5. Wolves führen mit 4:0 vor Tribe Gaming. 1 Minute 27 auf der Uhr. Wolves müssen die Bombe placen. Solo hier mit der Fennec. Sie sind am Campen. Man merkt, dass Tribe ihre Taktik im Vergleich zu letztem Jahr absolut verändert hat. Komplett neue Taktik, komplett neues Team. Und das ist meiner Meinung nach die schlechteste Entscheidung gewesen, die sie je hatten. Wolves verlieren ihren ersten Spieler, 1 Minute noch auf der Uhr, 5v4. Tribe könnte, wenn sie schlau anstellen, nö, tun sie nicht, könnten sie ein 4:1 machen. Swing jetzt hier am Placen. 3v4. Tribe hat den zweiten Spieler verloren. Stark, Rehab und Space für Tribe noch auf dem Feld. Gegen King, Zake, Singh und Peggia. Rehan raus, Rebelo raus. Damit haben wir nur Space und Shaq. Jing hier in einem Klatsch mit Peggia. Und damit haben wir das 5:0 für die Wolves. To what Wolves are constantly throwing at you. They're trying to make proactive decisions, but Wolves can play just as patient and try to flush you out of these different angles and win the gunfights, as you just saw from Peg. Last round of this half, Wolves going back to the old tried and true. Get your trophies down, get your nades out, run on in towards A, and no one for Tribe could do anything. Ja, Leute, 5:0, nächste Runde läuft. 5 gegen 5. Und ich bete, dass Tribe langsam mal aufwacht und diese grottenschlechten Spiele auch mal irgendwas auf die Kette kriegen. Ne? Ansonsten sollte Tribe sich vielleicht mal überlegen, nächstes Jahr wieder ein Team hinzuschicken, das weiß, was sie tun. Halleluja, Tribe macht den ersten Kill, 4 gegen 5. Tribe liegt mit 5 Spielern noch halbwegs vorne. Xing plays die Bombe und Tribe versucht es natürlich. 3 gegen 5. Tribe liegt weiter noch vorne, was Spieler angeht. Bombe ist geplaced. Und wir warten darauf, dass Tribe endlich mal beginnt zu zeigen, was sie drauf haben. Peggia wird rausgeholt.
Xing macht einen Double Kill, damit ein 1v1 zwischen Rehab und Xing. Die Frage der Fragen, kann Rehan sich hier auch nur halbwegs ein kleines bisschen durchsetzen? 15 Sekunden auf der Uhr. Oh, Halleluja, Halleluja, Leute. Rehan hat den Kill bekommen und macht damit das 1:5 für Tribe Gaming. Wir haben den ersten Side-Switch, damit darf Tribe jetzt zum ersten Mal endlich die Bombe platzieren, nachdem sie es mal geschissen gekriegt haben zu spielen als wie Pros. Und Tribe rusht jetzt vor in der Hoffnung auf ein 2:5 und ich hoffe auf ein 7:5 als Endstand. Ja, Leute, Tribe jetzt schon wieder bei den letzten 2 Spielern hat keine Chance gegen Wolves. 4 gegen 1. Tribe hat nur noch Rehan auf dem Feld, der von Zay gerade gesichtet wurde und jetzt gleich das größte Problem seines Lebens bekommt. Damit haben wir das 6:1 für Wolves Esports. Wolves will put themselves up on map point, and if there's one thing you have to always try to take away from this Wolves roster, we saw this yesterday in their Swiss matches. We've seen this periodically through the past calendar year. Their retake potential is Ja, Leute, wir starten in die wahrscheinlich letzte Runde dieses Matches. Weil so wie es aussieht, wird Tribe Gaming diesmal sowas von gnadenlos reinscheißen, dass ich am liebsten kotzen würde. 4 gegen 4. Tribe verliert gleich wahrscheinlich nochmal 2 Spiele. Außer es läuft gut. Xing hier ziemlich dreckig campend in der Ecke. Rebelo placed die Bombe. Bomb has been planted bei B. Rebelo derzeit gerade mal mit 2 Abschüssen auf dem Feld. King versucht es hier mit der Sniper. Schmeißt die Nade. 4 gegen 4 immer noch. 4 gegen 3. Zay macht einen Shot. 2 gegen 3. Tribe nur noch mit 2 Spielern, einem Spieler auf dem Feld. 1v3. Und 3 von Wolves leben noch und damit macht Wolves das 7:1 und damit 2:0 gegen Tribe Gaming. I'd be pretty damn confident if I am Wolves at this point in time, considering that you quite literally ripped the rugs out from underneath Tribe in that Hacienda map number 1. And to say that it was not only just a meltdown for map number 2, it's a full Ja, Leute, ich hoffe einfach mal, dass Tribe jetzt langsam bewusst wird, dass es ein riesen Fehler war, das Team so aufzustellen mit Spielern, die man nicht gebrauchen kann. Nichts gegen die Spieler, aber das ist die schwächste Leistung, die ich heute gesehen habe und gestern gesehen habe. Ich frage mich auch bis heute, warum Tribe ihre eigenen Spieler teilweise an andere Teams abgegeben hat. Ich sag nur Luminosity Gaming, welche 2 Tribe-Spieler aus dem letzten Jahr jetzt in ihrem Team haben. Und Tribe spielt mit Spielern, die noch nie zuvor jemand gesehen hat und die wortwörtlich nichts auf die Kette kriegen. I will say, like, in terms of options for Tribe, this was probably the best search and destroy map they could have put in the mix, considering that Slums was taken out from under them in the veto process. But this was the worry that we had in Seattle. This was the worry that we kind of had when Tribe was playing up against LG at the end of the group stage in Season 4. Their search and destroy was just not holding a candle to the teams that had done the work, done the research, and kind of diversified their map pool in a big way. So the weaknesses of Tribe really coming through. And now somehow, some way, you and I have to try to find a way to talk about a Tribe reverse sweep to beat a little bit of hopium in towards the NA side. But after the breakdown of map 1 and then an absolute slaughter here in the second, I just don't know how, even if you get to 5, you can take down Wolves on a map like 2D shit with that kind of gameplay. Even before I retap my tank of hopium, which I'm currently hiding underneath this wonderful desk. Doubt it. You don't know me. You already have Wolves, who are the #1 control team coming out of China. Yep. They're going over towards standoff, which it's not raid, so that's good. Yeah, but it's still standoff.
And when you go back and you look at the total numbers in between all of the maps that have been played so far, even in a 9-point difference for that Hacienda map #1, Wolves are a bunch of slayers. Yeah. And I think that's terrifying when you think about standoff, because standoff in COD Mobile, when it comes down to a control map, is overtime for a handful of spawn traps. Very much so the case. It is one of those things. Like, I again, after day one, going into day one, is talking a lot about how Wolves is a very one-dimensional team. They only played Summit and Takeoff coming into this event in Hardpoint. Firing range Tunisia was by far their best search and destroys. And then in Crossroads, or not, pardon me, not in Crossroads, but in Control, you know that they're going to veto raid because they hate it. So you're going to have to prep yourself up for one or the other depending on pick your poison type situations, and it doesn't seem to make much of a difference. No. I don't think Tribe set themselves up for a tremendous amount of success in the map pool, but at the same rate, I just don't know how you pick between those two controls if you're Tribe, figuring that is a map pool, or a map 3 rather, that you have to win if you want to have a chance in the series. I will say this much, taking a look at the player cams and at least turning around, taking a look at all of Tribe on the stage, there's some smiles coming through. Okay, so vibes are clearly there. They're not truly down mentally. And I think that's a very important step in the right direction to start the reverse sweep, just as I completely tap on my Hopian tank that we were talking about earlier. Still some gas left in that? Just, it's a little bit, but it's starting to run on E very, very quickly. So I think that if you are Tribe, you do have to come out and you cannot relent off the gas whatsoever. Once you start to find a handful of eliminations, you cannot afford to overextend. You have to maintain map control to keep Wolves in the spawn trap. Just for referencing, Tribe are in combination of Ja Leute, wir sind im nächsten Spiel. Für Tribe sind Rebelo, Space, Rehan, Solo und Stack dabei. Von diesen Spielern kennen wir aus letztem Jahr nur Solo. Erklärung für euch: Tribe kam anscheinend auf die glorreiche Idee, ihre Spieler alle abzugeben und iFerg nicht zu fragen, ob er mitspielen möchte. Meiner Meinung nach die dümmste Entscheidung, die sie je getroffen haben, weil ihnen das jetzt wirklich das Genick brechen wird. Sie müssen diese Runde gewinnen, ansonsten ist Tribe Gaming raus. iFerg ist eigentlich Hauptspieler, aber er streamt halt jetzt den ganzen Mist, weil ihn niemand gefragt hat, ob er mitspielen möchte. Ja, Leute, soweit ich es mitbekommen habe, hat der Coach von Tribe Nein gesagt, dass iFerg nicht teilnehmen darf. Wenn sie jetzt verlieren, ganz ehrlich, Leute, dann hat Tribe das schlechteste Team aller Zeiten aufgestellt, weil so eine schwache Leistung habe ich im Leben noch nicht gesehen. Wahnsinnig. Ja, Leute, was soll ich großartig sagen? Die Runde geht jetzt nicht mal 2 Minuten, ne? Und Wolves hat hier noch 20 Leben, während Tribe noch mit 8 Leben hier rumgammelt. Ich glaube, ich muss zu der Leistung nicht viel sagen. Tribe ist auf dem niedrigsten Punkt, an dem sie je waren. Also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt ein paar Spieler raussuchen würde und Langeweile hätte, dann würde ich besser abschneiden als diese Vollidioten. Also das ist wirklich die schwächste Leistung. 15 gegen 4. Da spielen wir alle besser. 15 gegen 3. 15 gegen 1. 14 gegen 1. Leute, 4 Sekunden auf der Uhr. Tribe wird hier die erste Runde mit Pech verlieren. Zeit abgelaufen. Ja, Tribe verliert die erste Runde. 3 ist das Target. Leute, ich glaube, wir können uns schon mal von Tribe verabschieden. Wenn die Volldeppen jetzt nicht aufwachen, können wir uns von Tribe verabschieden. You would imagine with his 10 kills that Neon's not too far behind, and then Zai would be right after that. So you've got a lot of opportunity here if you're Wolves to get early operator usage, a chance to have an advantage over one of the two zones. And Tribe have just completely neglected the right side of the map here defensively. They're so focused on the A break-off that now Wolves have not 1, not 2, but 3 members deep over towards B. The only Ja, Leute, Call of Duty hat ja anscheinend ein paar Tonprobleme. Wir hören gerade die Moderatoren nicht mehr dauerhaft. Manchmal, wie gerade eben, war halt auch mal komplett stumm. Und Tribe liegt wieder mit 19 zu 24 Leben hinten. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt damit abfinden, dass Tribe dieses Jahr absolut reinscheißen wird. Zay macht hier eine gute Arbeit. Tribe mit 13 Leben gegen 20 Leben der Wolves. 12 gegen 20.
Also Leute, ganz ehrlich, ich bin absolut enttäuscht. Wer auch immer auf die glorreiche Idee kam, das Team so krass auszuwechseln und so viele Spieler an andere Teams zu geben, der gehört geschlagen. Also der gehört wirklich geschlagen, weil es die dümmste Entscheidung ist, die man nur treffen kann. Ja, letztes Jahr haben sie gewonnen, weil sie Das ist es, sie sind ja jetzt in den Finalen. Also sie sind ja jetzt schon in der World Championship Final. Und ganz ehrlich, es ist so traurig, dass diese Leistung einfach mittlerweile auf dem Level eines Großmeister 3 Spielers ist. Also Entschuldigung, das ist ein Witz. Das ist ein Witz, was ich hier sehe. Also Entschuldigung, Leute, da könnte ich vielleicht mehr ausrichten. Klar wäre ich jetzt nicht so gut, aber da könnte ich mehr ausrichten. Ja, also ganz ehrlich. Klar. Ja, Leute, Tribe hat 2 Leben, Wolves haben 3 Leben. Es könnte vielleicht was werden mit einem 1:1. Oh, das wird nichts mit einem 1:1. Tribe nur noch ein Spieler auf dem Feld. Wolves 3. A ist gleich von den Enemies eingenommen. Und A ist eingenommen. Damit führt Wolves mit 2:0 vor Tribe Gaming, die gerade spielen, als wären sie eine Kindergartengruppe auf Ecstasy. Ja, Leute, dritte und letzte Runde. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass Wolves gewinnen. Und wir dürfen... Sie müssten jetzt 3-mal hintereinander gewinnen. Sie müssten in der Runde jetzt 3-mal hintereinander gewinnen. Es steht schon im Gesamtranking 2:0. Wenn sie jetzt reinscheißen, ist Tribe raus. Und bekommt dann vielleicht noch eine letzte Chance, sich durchzusetzen wie letztes Jahr. Und wenn sie es dann nicht geschissen kriegen, Alter, ganz ehrlich, dann frage ich mich, wie man es überhaupt ins Finale geschafft hat. Ja, Leute, 25:17 Leben. Wolves ist hier immer noch weiter vorne, weil Tribe es immer noch nicht geschissen bekommt, mal gut zu spielen. Ich möchte nochmal betonen, ich möchte jetzt nicht angeben und sagen, ich könnte es besser. Nein, ich könnte es nicht besser, aber in manchen Punkten ist Tribe gerade wirklich unterwegs. Wie, keine Ahnung, was auf Steroide, die sich denken, dass sie die Besten der Welt sind, aber dadurch nicht bedenken, dass sie gerade absolut dumm spielen. Also ich sehe hier keine Taktik, kein Zusammenspiel, kein gar nichts. Objective A ist verloren an Tribe. Halleluja, Tribe hat mal ein Objective geschafft. Jetzt müssen sie nur noch B holen. 1 Minute 37 auf der Uhr, 16 gegen 13. Wolves hat hier noch mehr Leben. 15 gegen 13, 13 gegen 13. Tribe versucht jetzt hier aufzuholen. 1 Minute 27 noch auf der Uhr. 12 gegen 12. B ist anscheinend derzeit umkämpft, beziehungsweise immer noch in der Gewalt von Wolves. Tribe kommt da einfach nicht an die ran. Ja, und Xing macht den dreckigen Camper, der um die Ecke steht und alles rausrasiert. Also Entschuldigung, das ist kein Gameplay mehr, das ist einfach nur noch traurig von beiden Teams. Also Leute, das ist wirklich absoluter Kindergarten, was ich hier gerade erlebe. So spielt kein Mensch. Das ist eine hinterfotzige Dreckstaktik, die man nicht verwenden sollte. Also Leute, wenn Tribe jetzt verliert, ganz ehrlich, dann liegt es auch wirklich an Wolves, weil die gerade echt auch spielen, als wären sie kleine Kindergartenkinder, die nichts geschissen kriegen. Also kein Mensch spielt so hinterfotzig in der World Championship. Also was Xing hier gerade durchzieht, ist wirklich die kindergartenartigste Dreckstaktik, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Gut Leute, 1v3, 1v2, Tribe nur noch mit einem Spieler auf dem Feld. Und damit haben wir das 3:0 für Wolves. Tribe, ihr seid wirklich dreckige Hurensöhne. Unbelievable scenes. It almost felt like this was guaranteed to go to 4 maps. I thought we were going to see at least the apocalypse, Alan, but you kind of lack. You get a little complacent on a Hussey on a hard point. You find yourself being 3-0'd here by Wolves. Yeah.
even throughout the entirety of that control, you felt like that there was at least 2 different rounds that were winnable for Tribe, respectfully. In that last attempt on offense, when you were starting to pull out different operators, you were calling out wonderfully that there was some very impressive kills being found by the War Machine, by a couple nades, absolutely. But at the point where Tribe had themselves operators, a distinct advantage for map positioning, it kind of goes back to how that Hacienda hardpoint did end, where, you know, Wolves were actually earning their operators as soon after as Tribe was Ja Leute, wir sagen Tschüss zu Tribe Gaming, die hier reingeschissen haben, nachdem Wolves hier die hinterfotzigste Taktik aller Zeiten hingelegt haben. Also ich könnte Wolves hierfür ganz ehrlich den Hals umdrehen. Sowas möchte ich in meinem Leben nie wieder sehen, erst recht nicht nächstes Jahr. Wenn die das nächstes Jahr nochmal durchziehen, ganz ehrlich, dann kann mich die World Championship wirklich mal am Arsch lecken, weil ich habe auf sowas absolut keinen Bock mehr. Wer möglicherweise derselben Meinung ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber wir haben jetzt im Halbfinale Luminosity gegen Godlike Esports und den Q9 Club gegen die Wolves, weil die Wolves so hinterfotzig spielen wie kein anderer Clan auf dieser Welt. Looking at these replays here from that map number 3, it felt like it was inevitable looking at the standoff, but again, that is just the discrepancy that you have when you're taking a look at the abundance of map sets that Wolf have at their disposal comparatively to Tribe, who still have a lot of question marks ever since the change that they had from Seattle. Wolves came more prepared than Tribe, to your point there, Alan. And I feel like Wolves made a massive statement with this, though, because we saw the interview with Tribe. They knew they had a lot to live up to. You guys are saying that they, you know, considering Seattle, everything that happened in Seattle, this was another decisive 3-0. Wolves are like, even if Tribe wants to come back, they want to try and renew the dynasty. Right now, it's our time. Yep. We're going to own this entire stage. You can see reflected in the stats up here. I mean, come on. Peg and Zai are a problem. They were, and I will say, like, again, after yesterday's matches, I know Wolves came out of their groups 3-0, but I was not particularly impressed in any form with how they played their hardpoint in particular. Like, they had their map selection versus Kings able to play Summit, and they still had to put together some heroics to beat them there. They had to pull off a 250-249 comeback against Kagendra, who flat out threw the game. And then they got beat down by Q9 on Apocalypse. So it's just, you know, one of those things that the individual skill helped Wolves get through the hard points. And I think we've got potential MVP candidates here between Peg, Xing, and Zai. Just the 3 of them at moments throughout the entirety of the weekend, they've been unbelievable. And I'm glad you said that too, because Zai was one that was called out in the interview before we even started the match as a potential MVP candidate to begin with. Big time. We see that now, why that was even an option, but it's not just Zai. Like you're saying, there's multiple options. Wolves are going to be a team that they're going to be keeping their eyes on here throughout the rest of tomorrow. But match number 4 being done means that is our 4th and final team into tomorrow, and 1 more team knocked out, which means 1 more interview with F-Dot ready to go. F-Dot, how are they feeling? All right, fantastic stuff so far. And the end to our second day, the first day of the big bracket. F-Dot here on the floor in front of the bomb wall. We've got our friend over here, King from Wolves, and our buddy Zion, who's been doing a lot of work here with our international squads from the East. So, King, North America might be a little surprised to see their Tribe Gaming 3-0'd. You guys were dominant. Are you, or do you think your fans surprised? 对于 Tribe 他们来说，这一次被3-0，可能他们还有一点惊讶。那对于你们来说，你们有感到任何的惊喜吗？因为其实这次的3-0在我们的意料之内嘛，因为毕竟我们去年成绩就是4强，我们今年回来打这个世锦赛就是剑指冠军的。We actually saw this coming. We are super confident because we have been working super hard for the whole year, and this time coming back around, we are going to win the championship. I mean, it certainly looks like it. The play has paid off. Is there something specific about their game that has made them so dominant? 完全看得出来你们的努力现在我们都有目共睹。你们的战术上面有什么样特别的方案让你们如此的强大吗？我们并没有什么特别的战术，就是我们全部选手加上教练，我们心一齐就能打败任何队伍。We don't actually have any special strategies or game. We are just playing all together,
all our players and our coaches. And when we're all together, we're powerful, we're unstoppable. And King, one last question. If, or rather when you win, what will be the most meaningful part of that win? 最后一个问题，当你赢了一切的时候，对于你来说，意义最重的地方是在于什么呢？我认为赢下这场比赛没有什么特别的意义嘛，因为这都是在我们的意料之内。There is nothing that is super meaningful to us because this was all expected. You gotta love it. Cool, calm, and collected. Well, as we've done, you knocked him out there, knock him out here. Ja, Leute, angeblich bzw. anscheinend ist Tribe komplett raus und bekommt nicht wie gewöhnlich nochmal eine Chance, um ins Finale durchzuziehen wie letztes und vorletztes Jahr. Da gab es ja noch das Bracket, um eine Chance ins Finale zu bekommen. Ja, Activision ist dieses Jahr mal ein kleines Arschloch und lässt das nicht zu. Wir kennen Activision nicht anders. Die haben mit MW3 schon ziemlich reingeschissen und werden jetzt auch mit der Pro Series hier ziemlich reinscheißen. Wir sagen Tschüss zu den guten alten Tribes und haben jetzt im Halbfinale, das morgen stattfindet, Luminosity gegen Godlike Esports und den Q9 Club gegen Wolves. Wird natürlich gestreamt, auch wenn ich eigentlich Tribe drin sehen möchte. Aber hoffentlich ist Tribe jetzt aufgewacht und hat kapiert, dass es eine absolut dumme Entscheidung ist, die unfähigsten Spieler in ihrem Clan überhaupt nur annähernd in diese World Championship zu schicken. So schlecht hat Tribe noch nie abgeschnitten. Und ich hoffe einfach, dass sie aufwachen und nächstes Jahr vielleicht auch mal Eifurk hinschicken, der nämlich weiß, wie man spielt und auch weiß, wie man gut spielt. Aber Leute, hier seht ihr es, Halbfinale haben wir Luminosity Gaming gegen Godlike und Queenjoy Club gegen Wolves Esports. Alles morgen auch hier live auf meinem Kanal. Und Leute, ich lasse jetzt den Stream ausklingen. Wir sehen uns morgen. Ich schlafe jetzt mal noch eine Nacht über diese absolute Enttäuschung von Tribe mit einem 0:3 gegen Wolves. Absolut schämen sollten sich diese Vollidioten. Aber Leute, wir sehen uns morgen zum Halbfinale und Finale der Call of Duty Mobile Pro Series World Championship 2023. Mit mir, eurem Endstock Gaming. Q9 and Wolves is a story as old as time now at this point. They've played each other a ton, and we're going to have a million storylines to run through in terms of Wolves have historically dominated that matchup, but you got to keep in mind that they beat them on the Swiss stage, but that's after Q9 had established themselves as being China's best from when they played at Masters. So there's a bit of drama there. As much as the Eastern teams have focused on the West, you can't keep it outside of China for that semifinal. And then I think for LG, I don't have this fear fully, but you can't overlook Godlike and prepare for one of the two Chinese teams for an anticipated grand finals, because that Godlike team was polished today. I know they beat up on SPG, but if you were to put any of those teams we saw today against them on the other side, they would have had similar results, I think. They looked really, really good. Yeah, I think every single one of these teams needs to be going home, back to the hotel for now, or wherever they are, and hardcore voting. They need to know every single in and out of the teams they're going up against, have every little bit of information they could use to their advantage, because if they don't, we saw how the smallest things, whether it is your map picks and bans, not taking a team seriously enough, how quickly that can lead to your downfall. Look, there was a small asterisk yesterday while you were playing through Swiss. You never really knew who your next opponent was going to be, that you could maybe have a small glimpse of not being prepared. Sure. That was thrown out the window coming into towards today. You knew who your opponent was going to be. You only had one series to prep for. There was no excuses. It gets furthermore less excusable that if you show up tomorrow in top 4 for $1 million prize pool at COD Mobile World Champs 2023, and you are not prepared, what are you doing here? Final thoughts. I think that all 4 teams have a chance to win a championship tomorrow. Final thoughts, Proper. I agree. I agree with Alan, which is very rare to happen, but I absolutely agree. He is spitting fire today. I'm not going to disagree with any of that. It's been a phenomenal day of competition, but day 2 of our Call of Duty Mobile World Championship has come to a close, and our top 4 teams have been decided. Tomorrow will be the epic conclusion of this competition where we get to crown ourselves a global champion. It is going to be so much fun, so exciting.
You are not going to want to miss a single second of it, so make sure you are tuning in back here tomorrow to see what happens. As always, a huge thank you to Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy, Monster Energy, DHL, and the U.S. Air Force for making this whole thing possible. And of course, thank you to everyone both here and at home for joining us to watch the competition. It is going to be fantastic. We'll see you tomorrow.